Grüßt euch, Leute. Hello, hello, hello. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag soweit. Moin Heinrich, moin Anni, moin Props, moin Mr. Mipo, moin Racheengel. Hello, hello, hello. Wie ist es bei euch? Was macht er? Was macht der bekannte Donnerstag, Dienstag? Oder Dienstag, Donnerstag? Sucht euch eine Richtung aus. Seid ihr alle fleißig? Also Mr. Mipo hat ja schon verraten, dass er arbeiten tut. Aber was macht der Rest? Von dem faulen Pack. Scheiße. Ich bin schon wieder ein bisschen auf Krawall gebürstet heute. Hm. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend. Ich habe ja vor 2 Wochen jetzt angefangen, die Player-KI zu implementieren. Und es ist ein wildes Vor und Zurück. So würde ich das mal nennen. Also, ich habe ja zuerst. Muss erstmal hier ein bisschen Wasser trinken. Ne? Ich habe zuerst ja drauf gesetzt, dass das alles so in einem gemütlichen Abwasch passiert. Ich glaube, ich fange direkt mal an. Ne? Ich zeige euch das. Wo waren wir denn? Wir haben ja hier am Anfang, mal denn da, dass ihr auch was sehen könnt. Moin Dan, grüß dich. Hello, hello, hello. 12:30 gleich wieder Meetings. Ich will nicht. Oh, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Meetings sind echt so eine Sache für sich. Vor allem, wenn man die regelmäßig hat. Also wir haben ja zuerst gesagt, ich mache das so, ich gucke mir alle Actions an und dann gebe ich den Gewicht und dann priorisiere ich, was jetzt gerade wichtig ist. Anhand von dem Ziel, was auch irgendwie Gewichte sind. Und dann mache ich einfach die Aktion und dann wird das schon super sein. Das war das Anfangskonzept. Ach geil, ich muss lachen, wenn ich drüber nachdenke. Es ist ein Problem, ist ja ziemlich offensichtlich. Es ist sehr, sehr schwer anhand, wenn ich nur alle möglichen Aktionen betrachte, irgendwie eine strategische Abfolge, einen kohärenten Plan zu haben oder sonst irgendwas. Das heißt, ich würde, wenn ich das mache, das kann man super gut machen, glaube ich, wenn jede Aktion für sich genommen komplett ist. Aber dadurch, dass jede Aktion nur ein Teil ist von einem größeren Ganzen, kannst du das total vergessen. Also das sieht im ersten Moment so aus, als ob das irgendwas macht und dann ist es auf einmal scheiße. Das hat darin geendet, dass sie halt beim Expandieren viel zu viel in eine Aktion rein investiert haben. Also ich konnte nicht entspannt sozusagen sagen, ach, hier stelle ich jetzt einen Sperrträger und da stelle ich einen Sperrträger und hier einen Servant und dann habe ich so das Maximum abgedeckt. Sondern der hat halt einfach reingebuttert bis übermorgen, ne? Also das Expandieren allein war schon schwierig. Und wenn das Expandieren allein schon schwierig ist, dann können wir das direkt knicken für den restlichen Ansatz. Deswegen haben wir ja letzte Woche drüber geredet, das umzubauen. Da war das noch ein bisschen kleiner. Wir haben gesagt, wir machen, glaube ich, ein Assessment, dann Goal Generation und dann Goal Mapping und that's it. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, ist, das ist cool von der ersten Richtung, aber wir brauchen hier drin noch sowas wie so eine Strategie oder so einen Plan vorwärts, ne? Und deswegen bin ich gerade dabei, das noch einzufügen. Guten Hallo zusammen. Guten Hallo, Just Ray. Na, wie ist es bei dir? Wie geht's dir? Wie läuft der Hase? Wie lübt der Lachs? Hm, genau, das müssen wir noch reinmachen. Und dann könnte das funktionieren. Und jetzt habe ich ein bisschen was implementiert. Was zeige ich euch jetzt? Das zeige ich euch jetzt. Also, generell, um eine KI, glaube ich, zu bauen, also eine Player-KI, nicht, dass wie das verwechselt wird. Eins der Dinge, die ich mittlerweile am wichtigsten finde, nach dem, was ich so an Erfahrung bis jetzt gemacht habe, ist, es muss debugbar sein.
wenn es nicht debugbar ist, du gehst echt am Stock, ne? Du gehst so richtig am Stock. Und was ich deswegen gebastelt habe, ist, ich habe hier so ein kleines Panel reingebaut, wo im Prinzip ich die Spieler auswählen kann. Und ich dann von unten nach oben sind die Entscheidungen sozusagen historisch geordnet. Und jede Entscheidung ist sozusagen immer eine Aktion, die der Spieler macht. Oder ja, die KI macht. Und dann habe ich halt den State im Prinzip. Dann den strategischen Plan, der gerade dahinter ist. Also das strategische Plan ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, ne? Das ist dieser Strategic Intent hier. Dass der so ein bisschen stable ist. Ja, soweit gut. Viel am Prototypen basteln. Geilo, das kenne ich, die Phase. Hast du du hattest ja vor einem Jahr oder sowas, da habe ich mal Sachen gepostet über so ein Kartenspiel mit RPG-Elementen. Ich habe das Bild noch ziemlich im Kopf. Es war so ein bisschen cartoonig. Hast du das weitergemacht oder hast du es fertig gemacht? Oder bist du am Rumsuchen? Na, wir haben jetzt sozusagen für jede Aktion, können wir hier angucken, was ist der Zustand, also was ist Ressourcen, welche Karten hat er gerade auf der Hand, was ist der Strategic Intent. Und dann ist es so, dass wir gesagt haben, wir haben unterschiedliche Ziele, die also Ziele sind was anderes als das Strategic Intent, die sozusagen gerade verfolgt werden und die sind nach Priorität geordnet. Und das sind halt die 4 hier. Und er hat sich dann am Ende für das Blaue entschieden sozusagen, weil bei den anderen gibt es halt, hier braucht er ein Investment dafür. Hier weiß ich gar nicht, was er jetzt gesagt hat, warum er das nicht genommen hat. Das steht gar nicht drin. Genau. Und dann habe ich halt noch hinzugefügt, dass du halt die Details anzeigst. Also hier ist halt die Evidence, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Leute, es ist wirklich, es rastet so aus. Es rastet so dermaßen aus, eine KI für Multiplayer, für ein Strategiespiel zu bauen. Ich weiß nicht, ob das von euch schon jemand gemacht hat. Und ich mich einfach nur extrem doof anstelle. Aber nee, ich mache nicht, weil ich habe es gelesen, dass es übelst schwer ist. Und ich kann euch sagen, es ist übelst schwer. Es ist so krass. Es ist so krass. Und dabei ist mein Game ja noch rundenbasiert. Ich glaube, da ist es sogar noch leichter als bei einem Real-Time-Strategy-Game. Aber es ist heftig. Es ist wirklich heftig. Genau, was ich hier zumindest machen kann, ist, ich habe hier alle Infos gesammelt. Bloß, ich kann mir halt hier anzeigen lassen, zum Beispiel, also so die Teil-Values. Ich habe halt hinzugefügt, dass der jetzt bewertet, wie wertvoll er die Map empfindet. Also die einzelnen Sachen. Dann hat man halt die Teil-ID oben und den Value unten als Zahl. Das heißt, der wird jetzt beim Expandieren probieren, dass er auf jeden Fall diese 17er Teils hier kriegt. Ich kann euch nicht genau sagen, warum das Teil 17 Value hat. Doch, kann ich euch. Stimmt gar nicht. Das ist 3.1. Damit man, also ihr seht, es ist so, du musst halt jeden Müll musst du halt debuggen können, damit du verstehst, was hier abgeht. Das ist... Das ist 3 minus 1. Wir sind bei 3.1. Wo ist 3 minus 1 da? Der Loot. Ah, okay. Ja. Das Holz, was da drauf liegt, findet er extrem wichtig. Was ja cool ist, Also, Holz sehr wichtig. Und die Building-Möglichkeiten empfindet er als wichtig, was Quatsch ist. Ja, es ist Quatsch, das ist noch Quatsch. Building ist Quatsch. Aber ja, hier ist es selber, wahrscheinlich ist es hier Nahrung. Genau, deswegen sind die so viel wert und die anderen sind zu wenig wert. Und was macht er jetzt? Der hat jetzt als Aktion Collapse. Können wir uns angucken. Hat er hier unten gewählt. Bam. Hat er hier Militia hingesetzt. Also der setzt aufs Haupthaus, hat er eine Militia gespielt. Genau, und so ist es im Prinzip jetzt gerade alles zum Debuggen. Ja, viel umgebaut, aber der Artstyle ist immer noch doof. Du findest den doof? Ich fand den damals eigentlich schon richtig cool. Krass. Ich fand den irgendwie cool. Genau, dann hat er noch eine zweite Aktion gemacht. Das heißt, hier eine Militia hingespielt. Ja, macht ja Sinn. Weil dann hat er hier alles abgedeckt und hier alles abgedeckt mit 2 Militias fertig ist. Und dann sagt er, dass alle Teils secured sind. Das heißt, wenn wir auf End-Turn drücken, ja, macht er genau das, ja. Das heißt, der ist schon gar nicht so blöd mehr, wie es halt letzte Woche der Fall war. Und das hätte ich mit dem anderen Konzept schon gar nicht hinbekommen.
genau. So, was macht man jetzt? Wir haben jetzt... Der will permanent Food Production machen. Needs Investment. Warte mal, was bedeutet das? Hat der gerade Food? Der hat Holz und der hat Nahrung. Bilder. Der hat hier... Ah, okay. Der will gar nicht Food increasen. Doch. Was? Warum baut er hier was hin? Baut er einen Holzfäller dahin? Das steht gerade gar nicht dabei. Ah, okay, ich verstehe, was er macht. Ist das geil. Der will Food Production machen, Leute. Und dafür braucht er Holzproduktion. Oder sagt er sich, dass er Holzproduktion will. Das heißt, er wird hier einen Holzfäller hingebaut haben. Increase Food Permanent Production und dann Maximize Permanent Production. Ich glaube, dass es das ist. Das muss ich mal noch irgendwie besser... Das muss ich mal noch besser rausschreiben. Aber ihr seht also, KI entwickeln, für mich zumindest, vielleicht mache ich das auch, vielleicht mache ich das auch falsch, aber es ist so viel über Debuggen und verstehen, was eigentlich abgeht, ab einem gewissen Level. So, dann hat er was? Maximize Projected Tile Value, das ist immer Expansion. Hier Expand Territory. Vielleicht sollte ich die gewählte Aktion auch hier oben mit hinschreiben, damit ich sozusagen nicht immer hier runter muss. Das heißt, der wird hier... genau, der wird hier einspielen. Moin, Aterix, grüß dich. Hello. Da wird er einspielen. Ja, okay. Werden wir jetzt noch gleich sehen. Also, Endturn. Ja, er baut einen Holzfäller und er holt sich die Tiles. So. Okay. So, was macht er jetzt? Runde 3. Runde 3. Hat keine Nahrung. Ja, verstehe ich. Was macht er denn jetzt? Der macht einfach weiter Expansion. Er hat keine Nahrung. Das ist halt zum Beispiel eins der Probleme. Jetzt hat er keine Nahrung und ich bin mir nicht sicher. Hier sind auch keine Nahrung drauf. Und hier habe ich halt jetzt noch keine gezielte Expansion, sondern was jetzt hier passiert ist wirklich, wenn ich hier diese Tile-Values zeige, das hier zum Beispiel, da könnte er Nahrungsgebäude hinbauen. Ist nur mit 4 bewertet. Weil da drauf im Prinzip, da ist eine Karte, die bewertet er als überhaupt nicht sinnvoll. Diese Olivenbäume bewertet er auch nicht als sinnvoll. Dasselbe hier drüben. Deswegen ist es für den so, oh, das ist eigentlich Abfall. Und jetzt kommt das Problem, Leute. Sobald er das Ding hat, er nimmt sogar... Warum hat er das jetzt voll? Ah, er nimmt das... Oh mein Gott. Die Wüstenteils empfindet er als wertvoller, weil er mehr unterschiedliche Gebäude drauf bauen kann. Weil das Ding ist ja mit dem Ganzen, was ich hier mache, ich will jetzt ja nicht hardcoden. Also das Ziel ist ja nicht zu sagen, oh, bau mir eine Farm und bau mir einen Holzfäller. Sondern das Ziel ist ja, dass wir den so schlau machen, dass wenn wir neue Modifier reinwerfen, die KI damit umgehen kann. Sobald wir hier drin hardcoden, bauen wir mal eine Farm, haben wir schon die Arschkarte. Weil Farm ja nicht immer der beste Move ist, ne? Deswegen probiere ich das ganze Ding so zu bauen, dass es anhand von den Aktionen, die möglich sind, eine Entscheidung triffst und nicht anhand von einem Skript, ey, bau mir mal das und das. Und wie ich das bis jetzt mache, ist, dass ich dem sozusagen, ich gebe dem so eine Aspiration, also ein Bedürfnis. Aspiration ist, glaube ich, nicht Bedürfnis. Was man gern hätte, glaube ich, ein Wunsch oder sowas in der Richtung. Für Ressourcen und so. Und dann probiert er diesen Wunsch zu erfüllen. Also er probiert halt sozusagen diese Aspiration oder das Ziel, was er anstrebt, mit den Gebäuden und Möglichkeiten, die da sind, zu erfüllen. Und das ist, ja, also wenn es funktioniert, am Ende wird es richtig cool. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem, Leute. Ne? Moin Rennsemmel und moin Zissel, grüßt euch, ihr beiden. Hello. Gute Morgen. Wie ist die Lage? So, jetzt gucken wir mal. Also, was hat er jetzt gemacht? Hier
Genau, jetzt holt er sich dieses Teil hier. Und das Ding ist ja, Leute, nachher im Spiel ist es ja nicht so, dass nur die Gebäude die Produktion erhöhen, sondern wir brauchen Boost. Also ein Gebäude muss sozusagen ein Nachbargebäude boosten. Und wir brauchen halt auch genau, dass diese Karten, wenn die gespielt werden, dass sie auch Produktion boosten. Das muss er halt auch alles verstehen und können und so. Also verstehen in Anführungsstrichen. Er muss halt irgendwie Zahlenwerte bekommen, dass er sich dafür entscheidet, dass diese Karten zu spielen cool ist. Ja, so. Was auf jeden Fall schon mit drin ist. Also der Ansatz ist ja, dass wir das alles haben. Also er kann ja jetzt theoretisch hier dieses Ding bauen mit Olivenpresse, 3 Stein, 5 Holz. Das heißt, er braucht jetzt 3 Stein, 5 Holz, um Nahrung zu produzieren. Er hat das aber noch nicht, ne? Moin Lord, grüß dich. Hello, hello, hello. So. Lord, ich hoffe, du hast einen guten Tag. Julia Gustav ist auch am Stissel. Moin, Julia, grüß dich. Hello, hello, hello. Na, wie geht's mit dem Lernen voran? Ich habe ja gehört, dass du jetzt, ja kurz da, dass du jetzt eine Visual Novel machen willst. Finde ich richtig cool. Finde ich nice. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie es dir damit geht. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Einsteigerprojekt. Also ich glaube, Visual Novel ist richtig gut. So. Gegebenenfalls Key-Target setzen pro KI, das am Anfang bestimmte ausgewählt wird und je nachdem sind halt dann die davon abgeleiteten Wünsche, Bedürfnisse. Exakt, das haben wir, das ist das, was hier unter Playstyle steht. Also wir haben sozusagen, wenn wir das berechnen, habe ich das hier schon mit reingemacht? Ja. Du hast die Map sozusagen, das Assessment davon und ein Playstyle und der führt dann zu einem Strategic Intent. Das heißt sozusagen, der Playstyle wird dann, wenn ich richtig verstehe, was du meinst, wird dann entscheiden, unterschiedliche Spielstile mit reinzubringen. Also wir können dann jemanden aggressiver machen oder passiver machen. Das soll alles über den Playstyle sozusagen gesetzt werden nachher. Also, und dann davon abgeleitet Unterziel. Ach so, nee, du meinst noch was anderes. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Das ist das, was wir jetzt im Prinzip gerade haben. Bloß, ich will halt eine Sache unterscheiden. Also wir haben alles, was hier ist, Goals, ist genau das, was du gerade beschreibst. Du hast Ziele und Unterziele und davon werden dann Aktionen abgeleitet. Und dann dieser Strategic Intent ist ein bisschen anders. Ich will halt nicht, dass das einfach nur ein größeres Ziel ist oder so, weil dann verengt sich das Ganze wieder, sondern im Prinzip bei dem Strategic Intent geht es um eine strategische Ausrichtung. Also wir setzen eher, diese Ressource ist gerade wichtig für uns, wir wollen gerade viel Produktion, wir wollen viel Militär, wir wollen viel Verteidigung, wir wollen viel expandieren, whatever. So dass sozusagen die Ziele hier unten drunter sich davon ableiten können, wie wertvoll oder nicht wertvoll die sind. Der Riesenunterschied ist halt, sobald ich hier oben anfange, konkrete Teils oder sowas reinzuschreiben, dann wird die wieder ziemlich blöd, die KI, weil sie wieder nur probiert, diese eine Sache zu erreichen. Das hatte ich gestern und habe es wieder rausnehmen müssen. Also, oder überarbeiten müssen. Also, es war genau, der Unterscheidung ist halt sozusagen grobe Richtung gegen konkrete Schritte. Und die Unterscheidung oder die Trennung ist im Prinzip an der Stelle. Also, diese Numeric Aspirations, was da steht, ist sozusagen die Grenze, wo aus irgendwelchen schwammigen Zahlen konkrete Handlungen bzw. konkrete Ziele dann werden. So ist es jetzt gerade implementiert. Berechnest du den Wert einer Option als Max-Unteroption oder Summe-Unteroption? Warte mal, die Option, damit meinst du die Goals, ne? Ich mache es jetzt gerade anders. Ich habe jetzt noch eine fixe Priorisierung innerhalb von in welcher Phase man gerade ist. Also bei Economic Development gibt es dann die Unterziele, es ist Expansion, permanente Produktion erhöhen und Einheiten ausbilden. Ist alles in Economic Development mit drin im Prinzip. Und wenn du sozusagen permanente Produktion erhöhen kannst für das, was du gerade brauchst an Produktion oder haben willst an Produktion, dann wird das gemacht und die anderen geskippt. So ist es jetzt gerade. Also es ist eher so ein Fall-Through. Also genau. Und dann, das soll aber später anders werden. Jetzt gerade ist es einfach noch einfacher gewesen. Genau. Also es ist in dem Fall keine Summe. In den einzelnen Zielen drin ist es ein bisschen anders. Da kommt es halt dann auf die Implementierung an. Also bei zum Beispiel beim Setzen oder beim Einnehmen der Gebiete drumherum, da wird die Summe gewertet.
Also sozusagen, hier schafft es das, zu maximieren, den Wert mit einer Aktion einzunehmen. Und dadurch wird auch so wenig wie möglich platziert, weil es einfach so ein greedy Algorithmus ist, genau. Gestern war wieder grenzwertig, oh je, okay. Das ist aber echt am Anfang, gerade beim Lernen vom Programmieren, Julia, es bleibt Horror. Ich glaube, die meisten von uns haben das durch. Ich habe es auf jeden Fall durch. Das war echt eine wilde Zeit. Und es war so frustrierend und so cool gleichzeitig. Aber es war immer so ein mal ist gut, mal ist schlecht, je nachdem, was gerade wieder für ein Bug einem den Tag versaut hat oder ob man wieder geschafft hat, irgendwas umzusetzen, ja. Heinrich, du auch hier? Ja, Heinrich ist hier. Erstens ist Heinrich überall. Und ich glaube, hier ist er auch Inventar. Also ich weiß nicht, Heinrich ist hier. Weiß ich nicht. Heinrich ist darf ich nicht sagen, zu laut, weil sonst haut mir Tomate ein auf die Mütze. Ja, ich sag's nicht. Das spricht für den lieben Martin und seinen Content. Ah, danke dir. Ja, aber der Heinrich ist eh geil. Also die Game Dev-Szene, die deutsche Game Dev-Szene auf Twitch ist der absolute Hammer. Finde ich zumindest. Also ich finde es so cool, wie sich alle unterstützen und wie man sich gegenseitig bei seinen Projekten motiviert und so einfach da ist und sich seine Reisen teilen kann und ist schon sehr cool. Ist wirklich heftig. Habe ich mich noch nicht so oft rumgefühlt wie aktuell beim PHP-Lernen. Es ist krass. Und Julia, das geht nicht weg. Also, das geht für lange Zeit nicht weg. Oh Mann, Tomate. Yo. Fun Fact about Martin. 71.373. Martin ist ein wirklich guter Autofahrer. Leute, wir können aufhören. Wir brauchen nicht weiterlesen. Wir brauchen überhaupt nicht weiterlesen. Selbst Einparkmanöver, die einen Drift benötigen, bekommt er hin. What? Schwierig wird's nur, wenn wir die Welt der Matchbox-Autos verlassen. Oh Mann, scheiße. Renner verpisst immer das Schalten. Ihn auf die Kupplung hinzuweisen, hat man aufgegeben, weil er darauf immer mit "Ich hab doch keinen Anhänger dran" antwortet. Zum Glück steht er vorwärts in der Garage und hüpft mit dem Auto nur noch gegen die Wand. Oh mein Gott. Danke, danke Tomate, über diesen absoluten erleuchtenden Einblick in mein Leben. Wie gesagt, wahre Worte, ja, es ist schon, ne? Es ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube, auf anderen Bereichen in Twitch ist es nicht so, aber es ist halt wirklich so hey, wenn du Entwickler bist oder wenn du Game Dev bist du eh sehr oft alleine zu Hause und ich finde, immer wenn ich Twitchern mache oder auf Twitch unterwegs bin, trifft man halt Leute, die man kennt und trifft irgendwie nette Menschen, die einen irgendwie auf seiner Reise begleiten. Das ist schon mega geil. Also jetzt meine ich gar nicht nur als Streamer, sondern auch so, wenn ich in den Chats unterwegs bin. Das ist echt richtig cool. Nein, original bin ich hier aber nicht. Hattest du ja schon vor Shepherds einiges gemacht, das kenne ich ja alles nicht. Ja, wirklich? Ja, stimmt. Stimmt, du bist bei Shapeyard dazugekommen, ne? Aber du bist trotzdem einer der Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob es so richtig... Ist jemand dabei, der die Zeit vor Shapeyard kennt? Jo, was geht denn jetzt ab? Atarix. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Danke für die Subscription. Danke für die Membership. Hammer. Hammer, geil. Danke dir, Atarix. Danke für den Support. Mega. Ah, crazy. Hast du Ritter gemacht? Bist du insane? Warte mal, das steht gar nicht dabei. Bist du Ritter? Adarix, wenn ja, ich drehe durch. Wirklich? Wie finde ich das jetzt raus? Warum steht das nicht dabei? Kann ich das hier nachgucken? Kann ich das hier nachgucken? Ich bin verwirrt, Leute. Ihr seht mich. Ich bin ja oft verwirrt, aber jetzt bin ich richtig verwirrt. Wo kann ich das nachgucken?
Oh mein Gott, ich sollte nicht so viel. Ich sollte nicht so viel. So. Jetzt. Okay, jetzt muss ich das aber auch rausfinden. Yo, du bist insane. Im Discord steht, dass du Ritter bist. Ja, jetzt sehe ich es im Discord auch. Alter Rex, du bist richtig krass. Weißt du das eigentlich? Danke dir. Danke für den Support. Das ist richtig heftig. Das weißt du aber auch, ne? Es ist... Ich krieg's Grinsen gerade nicht aus dem Gesicht. Danke dir. Es ist crazy. Oh Mann. Du bist auch krass. Das ist so. Danke für das Kompliment. Heidewitzka, du weißt warum. Oh Mann, ja, ich bin. Oh Mann, jetzt geht's aber ab hier. Anni, was geht denn ab? Danke. Oh Mann, ey. Du hast 6 Subs gegiftet. Nee, du hast 1 Sub gegiftet. Ich dreh durch. Okay, ich kann wieder... Leute, ich höre auf. Ich kann nicht mal mehr lesen. Ich kann nicht denken. Ihr habt mich kaputt bekommen. Ritter brauchen einen Sub. Ja. Danke für den geschenkten Sub. Oh Mann. Kannst du den Streamer nicht schweren? Twitch, ey. Ja, voll. Ach, Leute. Ja, so. Erstmal wieder ruhig atmen. Alles ist entspannt. Ich bin cool. Okay, gucken wir uns was an. Wir gucken uns an, was Ray uns geschickt hat. Zeige mal her hier. Kann ich das irgendwie... Fullscreen? Kann ich das rausmachen? Nee, muss ich runterladen, ne? So. Dann laden wir das kurz runter. Ja, Darix, ich bin immer noch... Du machst mich fertig. Ich hab's nicht vorher angeguckt, also wenn hier böse Sachen kommen, ich bin nicht schuld. Na doch, ich wäre schon schuld. So. Okay, du machst ein Auto... Leute, reißt euch zusammen, ich dreh sonst durch. Das wisst ihr eh. Yo. Gibt's da was für die Kaffeekasse? Julia, krass. Was ist denn los bei euch heute? Dankeschön. Danke. Danke für den Support, ey. Mega. Mega. Hammer. Geil. Ihr seid cool, Leute. Ihr seid richtig cool. Es ist halt echt... Also, das Ding ist, man sitzt hier und probiert für Jahre dem hinterherzulaufen, dass man in Spielen irgendwie Geld verdient. Ey, es reicht, Leute. Wirklich, ihr macht mich komplett fertig. Was geht denn ab? Rough Night. What the fuck? Ey. Okay. Rough Night, ich danke dir. Richtig crazy. Richtig crazy. Danke. Mega cool. Danke für die 5 Subs. Und Adarix, ich keine Ahnung. Ich mach dir 100 Euro voll, das könnte ich noch pro Steuern. Ja, mit den Steuern, die nehme ich. Oh Mann, Leute. Ihr seid echt krass. Ihr seid wirklich krass. Steuern voll machen. Danke, ey. Yo, Renoir, du kommst ja genau zur richtigen Zeit. Moin, grüß dich. Hello. Schön, dass du da bist. Hoffe, alles gut. Leute, echt, jetzt was geht nach? Ich komm wirklich gerade überhaupt nicht drauf klar. Anni, danke für krass, das ist echt. Danke, ey, krass, crazy, ihr seid echt verrückt. Rough Night, das war ein für einen vollen Treffer. 5. Oh, jetzt kann man gucken, wie ein Heinrich mag und wen nicht.
Okay, okay, Heinrich, das notieren wir uns. Jetzt können wir uns aufschreiben, wer auf der positiven Seite bei Heinrichs Bahnhammer sitzt. Schaffen wir 100% für 2 Level, super krass. Oh Mann, Leute. Oh Mann, ey. Als Besten, ich glaube, ich muss nicht fragen, wie es dir geht. Ja, gerade ist crazy. Gerade ist, Leute. Macht man einen Stream an und dann wird man zugeworfen. Was ich sagen wollte, bevor ihr mich komplett fertig gemacht habt. Nee, währenddessen wollte ich das eigentlich sagen. Ich finde es halt so crazy, dass man hier sitzt und für Jahre irgendwie dem Traum hinterher rennt, Game Dev zu machen und irgendwie davon zu leben und irgendwie, ja, Spiele zu machen, die halt cool sind. Und Julia, was ich vorher zu dir meine mit dem Support, ich glaube, ohne Twitch würde ich das sowieso nicht können. Ich habe es ein paar Mal probiert, ohne irgendwie, also so. Und ich bin jedes Mal komplett eingegangen, weil ich einfach mir die Community gefehlt hat. Und mit Twitch hat sich das alles geändert, als ich angefangen habe zu streamen. Und mittlerweile ist es halt so, dadurch, dass ihr da seid, habe ich halt voll die Motivation weiterzumachen. Ich glaube, wenn das nicht wäre, wüsste ich nicht, ob ich die Zeit durchgehalten hätte. Und auch gerade, wenn es schwierig ist. Ist es halt einfach so eine Sache, ne? Du kriegst halt so spät, wenn du Games machst, kriegst du so spät Feedback für das, was du tust. Oder ja, man verdient halt, also ja, es ist echt krass. Es ist wirklich extrem krass. Und deswegen nicht nur danke für den Support, den ihr jetzt gerade sozusagen finanziell hier reingebuttert habt, sondern Leute, es ist mega geil, dass ihr einfach da seid. Es ist einfach mega geil, dass ihr da seid. Und ohne euch wäre ich auch nicht so weit gekommen. So, das war jetzt sentimental. Jetzt machen wir hier wieder normalen Game Dev, aber ich muss das einfach jetzt mal loswerden, ne? Ich hätte noch nie jemand anders gebannt als Werbesbanner. Wann ist Tomates Job? Ich bin für den verbackten Bot zuständig. Ja, das stimmt. Den Hammer, den schwingt der Tomate auf jeden Fall gern. Das kann ich so unterschreiben. Die Mutter ist bei mir auch immer das Problem. Allerdings bin ich kein großer Streamer wie du. Das ist ein riesengroßer Streamer, ja. Nee, aber Rough Night, ich weiß, was du meinst. Es ist halt schon crazy. Ich habe ja auch eine Weile gebraucht, sozusagen, ehe mehr Leute als 2 in meinen Stream sozusagen reingeguckt haben. Und das macht so einen Unterschied. Ob man da regelmäßig 10 Leute bei sich hat, ob man 2 Leute bei sich hat oder ob man 25, 30 oder mehr Leute hat. Es ist auch egal. Aber wenn man merkt, dass die gleichen Leute wiederkommen und Spaß haben, da zu sein, das ist, glaube ich, das Beste dran. Also finde ich zumindest, ja. Ich würde ja gern, aber Twitch lässt mich ja nicht. Okay. So, jetzt gucken wir uns den Spaß an. Also, Ray hat das hier gemacht oder macht es. Und das letzte Mal, als ich es gesehen habe, war es ein Card-Game mit RPG-Element und jetzt, glaube ich, ein Auto-Battler, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, Cup starten. Hier kann man leider noch nicht genau sehen, was da steht, aber das... ich gehe davon aus, dass es irgendwie Runden ist oder so. Helden 2. Let's go. Ist ja ein Prototyp, wenn ich das richtig verstanden habe. So, man kann Karten kaufen. Ah, das sieht schon cool aus. Also, dass sich die Hintergründe bei den Karten bewegen, finde ich super wichtig. Witzig. Attack, Aggie. Icons sind schon da, das ist nice. Gehe, okay. Let's go. Ja, genau, geht ja nicht drum, dass es gut ist. Prototypen sind ja da zu verstehen, ob das Game das Richtige ist. Ah, der fightet automatisch. Ey. Asterix. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Weil es ist einfach nur verrückt. Es ist einfach nur wirklich übelst verrückt. Und ich habe keine Ahnung, warum du das machst. Es ist echt, danke dir. Es ist hardcore. Es ist wirklich schlimm. Es ist, danke, Aderix. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist insane, dass du das machst. Alle Liebe geht raus. Fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, glaube ich. Es ist... Das ist ja wild.
Krass. Crazy, 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 crazy. Echt wirklich übelst wild. Danke dir. Danke, danke, danke. Das ist. Leute, ich glaube, ich höre auf. Ich höre auf für heute. Ich bin durch. Ich bin so durch. Es ist so schlimm. Ach, keine Ahnung. Jetzt fehlen mir die Worte. Jetzt habe ich nur Abonnenten im Chat. Ich merke schon, es ist. Jetzt müssen wir eigentlich geile Emotes machen. Wenn wir schon nur Abos haben, dann müssen wir eigentlich geile Emotes machen. Vielleicht machen wir heute ein Emote oder zwei. Ich weiß es auch nicht. Ich bin gerade sprachlos. Danke dir. Es ist verrückt. Level 6, das ist so mit Abstand der krasseste Rekord für einen Hype-Train. Werde ich jetzt auch offiziell zum Ritter geschlagen? Du bist doch offiziell schon Ritter, oder? Dachte ich zumindest. Chivetta, danke für den Follow. Danke, danke, danke. Danke für den Support. Richtig cool. Ah, Leute. Okay. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich glaube, heute wird der Stream kürzer als sonst. Das ist echt. Jetzt kann sich Martin endlich wieder ein neues Whiteboard zum kaputt aufbauen leisten. Ja. Mehr geile Emotes. Ja, das wäre schon was, ne? Wir wollten eh mal wieder welche machen. Vielleicht machen wir das nachher. Jetzt gucken wir uns kurz noch den Prototypen fertig an. Also kämpft der von alleine gegen die oder ist es steuert? Nee, der kämpft alleine. Der kämpft alleine, okay. Aber ich kann die Karten verwenden. Sieht zumindest so aus. Okay, und die werden jedes Mal wieder resettet vom Leben? Ja, okay. Ich verstehe, warum du sagst, dass dir der Artstyle nicht gefällt. Der Artstyle ist halt, das Problem ist, sobald der, was du gemacht hast, ist ja, du hast ja die 3D-Sprites genommen, also die 2D-Texturen und auf 3D-Meshes gelegt, wenn ich das richtig sehe. Und dadurch werden die gepixelt, beziehungsweise skaliert. Und dadurch sieht es so aus, als ob die verschwimmen, weil die keine scharfen Kanten mehr haben. Also hier gerade bei den Augen und so sieht man das. Weiß gar nicht, wie man das Problem behebt. Und ob man das überhaupt beheben will. Aber ich glaube, es liegt an den ziemlich ganz konkreten Weißwerten, die du da drin mit hast. Wenn du, glaube ich, weniger Weiß und ganz hartes Schwarz benutzt, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht. Oder du machst einen Shader drumrum, dass die Kanten schärfer bleiben oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Aber spannend, also ich finde es interessant, dass wie die gegeneinander kämpfen. Ist auf jeden Fall ein witziger Prototyp, ja. Und was machst du jetzt gerade? Also, was willst du mit dem Prototypen rausfinden? Ey. Leute. Anonymer Gifter. Dankeschön für weitere 5 Subs. Das ist echt. Ich weiß nicht, was heute los ist. Aber es ist echt heftig. Es ist echt schlimm. Es ist wirklich. Also, es ist geil. Sorry, versteht mich nicht falsch. Danke für den ganzen Support. Aber das irgendwie. Irgendwie macht es mich emotional fertig. Scheiße. Das ist verrückt. Oh Mann, ey. Oder machst doch voll 3D? Ja. Echt, Leute, was ist mit euch? Ihr habt heute wahrscheinlich alle Lack gesoffen oder so. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall danke. Auf jeden Fall danke für die ganzen Subs. Das ist ja echt verrückt. Gucken, ob der Artstyle zu retten ist. Die Gegner-KI das packen kann. Ah ja, okay. Ja. Machen wir ihn fertig? Ja, danke, Julia. Das ist ein guter Aufruf. Scheiße. Machen wir den Streamer kaputt. Dazu wollte ich schauen, ob man im Spell gut dazu spielen kann. Ah ja. Ja.
Ich bin schon längst fertig, ja. Vor allen Dingen, wenn man mich, also ja. Nee, keine Ahnung. Fällt mir nichts mehr ein dazu. Genau, was ich also vielleicht nochmal zum Artstyle. Was macht ihr, heißt ja heute? Ja, das stimmt. Ich bin sonst auch immer fertig. Aber normalerweise seid ihr nicht schuld, dass ich fertig bin. Heute seid ihr schuld. Du hast ja gefragt, im Chat zumindest, was ihr zum Artstyle denkt. Also ich glaube, ich bin ja absolut kein Grafiker und so. Weiß ich nicht. Ich glaube, es kann funktionieren, wenn du das so machen willst. Aber was jetzt gerade maximal auffällt, ist, meiner Meinung nach zumindest, sind diese harten Outlines. Kombiniert mit dem polisheden Cubes. Also das klingt jetzt blöd, aber du hast Cubes genommen, die halt sehr, sehr clean und sauber aussehen. Und Artstyle ist ja mal relativ, oder Farben sind relativ und so. Ich glaube, was ein Riesenproblem gerade ist, dass also wenn du wirklich vom Artstyle, ich würde mal probieren, was passiert, wenn du hier eine Textur drauflegst. Dass die Sachen nicht mehr so sauber aussehen. Aber da bin ich auch kein, genau, dann mal gucken, ob das funktioniert mit dem, weil ich habe ja ein ähnliches Game irgendwann mal gemacht. Warte mal, ich zeig dir das mal. Und da habe ich auch eine ähnliche Methodik verwendet wie du. Warte mal, ich habe das doch, glaube ich, auf YouTube. Da, guck mal. Das ist im Prinzip dieselbe Methodik, die du auch verwendet hast. Und das sieht halt alles nicht so schlimm aus, weil hier im Hintergrund diese Steintexturen sind. Aber es ist im Prinzip, ist es sozusagen dasselbe, was du gemacht hast. Und ich glaube, wenn du das machst, dass sozusagen nicht mehr das so heftig die Kontraste da sind, dann kann das funktionieren. Also wenn das irgendwie ein grüner Boden ist, der so grasmäßig aussieht oder Stein oder sonst irgendwas. Das könnte schon funktionieren. Ich würde dann wahrscheinlich evaluieren, ob der Style funktioniert oder nicht. Weil so ist es einfach dadurch, dass es zu hart gemixt ist, denkt man, dass es halt irgendwie nicht zusammen, oder dass es nicht gut aussieht, aber ich glaube, es ist eher, dass der Mix nicht gut aussieht, ja. Digga, wie viele Abos wurden heute hier getroppt? Ey, ich habe keine Ahnung, Props, was hier los ist. Ich habe die Übersicht verloren, aber es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel. Also zumindest für meine Verhältnisse ist es, glaube ich, gefühlt so viele Abos, wie ich in dem ganzen Streaming-Zeit bekommen habe. Also, ja, ganz so nicht, aber es ist richtig heftig. Leute, ihr seid wirklich crazy. Ihr seid so crazy. Wirklich. Diese Halbstern-Animation jagt meinen Kartoffellüfter in den Deck. Scheiße. Jo, und jetzt cheerst du auch noch Bits rein. What the fuck? Aber ich komme nicht klar drauf. Ich komme wirklich nicht klar drauf. Es ist so. Den Halbdreh darf nicht abbrechen. Ah, okay, das ist jetzt das Ziel. Level 7. Krass. Tut. Ich bastle weiter rum. Ja. Aber grundsätzlich so. Ich glaube, hast du die Core Loop schon mal evaluiert? Also hast du Leute das schon zocken lassen? Weil das wäre ja auch noch interessant, sozusagen, ob das. Weil grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Was ich vom ersten Zugucken das Gefühl hätte, aber sorry, ich bin der Scope-Creep-Meister schlechthin, also lass dir da nicht zu doll reinquatschen. Jetzt hast du ja gerade eher wie so Einheiten. Und ich würde wahrscheinlich eher erwarten. Jo, Rudi, was geht denn ab? Du auch noch dabei. So, echt verrückt. Danke, Rudi. Danke. Danke für den Sub. Und grüß dich. Hallo. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Und du kannst wieder. Also. Du musst es ja hier nicht beantworten, das kennt dich ja keiner, aber ist wieder alles gut? Kannst du wieder auf Arbeit gehen? Hat das alles wieder funktioniert? Wir haben ja ewig nicht mehr gequatscht, ne? Aber es müsste jetzt ja langsam die Zeit sein, wo es wieder vorbei ist, sozusagen.
Nice, sehr cool, richtig gut. Und fühlt sich gut an, oder? Endlich wieder was machen zu können. Die Rate Progression nimmt sehr, sehr viel Zeit. Oh ja, 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 schon. Gott sei Dank, sehr cool. Sehr nice. Ja, die Call kommt schon, sobald man versteht, was passiert, so richtig mit Animationen und Partikel. Ich kann nicht verstehen, aber würde ich aufpassen. Ich würde Animationen und Partikel nach hinten schieben. Weil das Ding ist, was du machst, wenn du sozusagen jetzt mehr Polishing einführst, wie kann ich das gut beschreiben? Das Ding ist, du willst eigentlich wissen, an was der Spieler Spaß hat und deswegen machst du separierte Prototypen, meiner Meinung nach. Und ich würde jetzt nicht mehr Feedback reinhauen, weil sonst vermixst du, der Spieler hat Spaß, weil es Eye-Candy ist, gutes Feedback gibt oder sonst was, oder weil die Core-Mechanik Spaß macht. Das kann man sagen, ja, ist mir ja scheißegal, weil ich will ja einfach nur, dass das Spiel irgendwie Spaß macht. Das Problem ist, der Langzeitspaß kommt eigentlich immer von der Core-Mechanik und vom Content. Und nicht von diesen anderen Sachen. Das heißt sozusagen, wenn dir es egal ist, dass das Spiel langfristig vielleicht nicht ganz so gut wird, sorry, dass ich das so formuliere, dann kannst du das so machen, dann ist es auch okay. Aber wenn du sozusagen wirklich ein Spiel, was langfristig Spaß macht und bockt, dann würde ich das auseinander separieren und sagen, teste erstmal nur die Core-Mechanik und dann testest du sozusagen oder den Content oder wo auch immer dein Spiel mit überzeugen muss, also das, was das Game so richtig geil macht. Und dann packst du sozusagen Polishing drauf. Weil wenn du zu früh polish, dann verwechseln die Leute Spielspaß für den Inhalt des Games mit Dopamin, was sie kriegen für Reaktionen oder für Feedback aus dem Game raus. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube schon. Also ich würde an deiner Stelle, so wie es ist, probieren die Core Loops so zu machen, dass die Leute Spaß dran haben. Just my approach. Mach, was du willst. Also fühl dich nicht reingequatscht. Ich habe nur gesagt, was ich dazu denke, ja. Bin am Lurk? Ja, sehr geil. Mach das. Mehr Sehne-Zahlen. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder ist. Denke irgendwann mal Custom Sub-Badges. Das ist auch so ein Thema. Heinrich, wir sollten das machen. Machen wir das heute? Ich bin mir unsicher. Vielleicht machen wir es nachher. Vielleicht machen wir das nachher. Lass uns mal hier noch ganz kurz durchgehen. Oder? Wollen wir heute Stream-Sachen machen? Ich zeige euch erstmal noch, was ich gemacht habe. Und dann gucken wir uns an, ob wir ein bisschen Emotes machen für den Stream. Und Sub-Badges könnten wir heute eigentlich auch machen. Vor allen Dingen, ich wüsste eh schon, wie wir sie machen. Muss mir halt bloß angucken, welche Format die haben müssen und so. Die Mucke, die ihr gerade hört, ist teilweise aus dem Game und teilweise Hintergrund. Ich glaube, alles, was du jetzt gerade hörst, warte mal, ich zeig dir das mal. Wir machen mal die Stream-Mucke aus. Bam. Und jetzt ist noch ganz wenig übrig. Genau, das ist die Mucke im Hintergrund. Die ist super, super low. Gar nicht viel. Soll einfach nur so ein bisschen bekleckern, sozusagen. So. Krawall IRL, muss mal weg. Jo, bis dann, Heinrich. Wir werden gehauen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, wir waren hier KI und so. Also wir haben jetzt den Zustand, jetzt muss die ja immer noch Nahrung irgendwo herkriegen. Und jetzt könnte die theoretisch, vorher hat sie keine Feldmöglichkeit, hier die Olivenpresse bauen. Das heißt, die hat tatsächlich jetzt Arbeiter platziert. Sogar mehrere nebeneinander, um Steine zu bekommen. Mehrere nebeneinander ist cool, weil das macht sie, um die Produktion zu boosten. Das heißt sozusagen, wenn die nebeneinander stehen, boosten sie sich, dann kriegt sie mehr und das ist der Grund, warum sie das gemacht hat. Und jetzt müssen wir mal gucken, was macht sie hier? Ich glaube, sie macht nochmal das Gleiche. Ah ja,
genau, doch. Sie spielt da einen hin und ich glaube nur einen, weil sie braucht ja nur 3 zum Bauen. Also sie hat 2 Steine hat sie. Das Ding kostet 3, das heißt, sie wird nur einen gespielt haben, ne? Ja, sie hat eingespielt. Und jetzt sollte sie eigentlich hier eine Olivenpresse bauen. Und warum das richtig nice ist, weil diese Olivenpresse ist ja ein Spezialgebäude. Also das steht nirgends hardcoded, bau eine Olivenpresse, sondern einfach nur, weil das Feld das ermöglicht, baut sie das, um sozusagen die Nahrungsproduktion zu bekommen. Und das ist eigentlich richtig cool und auch super wichtig bei dem Game gerade, dass wir es halt hinkriegen, dass sie halt nicht also dass sie sozusagen situativ auf das, was gegeben ist, reagiert und nicht irgendwie hardcoded Shit da drin hat, der uns dann halt nirgends hinbringt, ne? Yo, what the fuck, what a day. What is going on today? It is crazy. It is crazy. A temporary switch to English raid? Let's go. Booyah, how you doing? Hello, hello, hello. Welcome in, raiders. Welcome, welcome, welcome. How is your day? How is your stream, or how did your stream went? Are you going forward with your game? Fanny Slam, hello, hello, hello. We did it. We turned him to English. Yeah, that's you. You got me. You got me. Your stream was alright. Nice, really good. Yeah, stream today for me. Stream is crazy. Like community went totally nuts and like donated and supported tons of gifted subs and whatever. I don't know what is going on today. So and then your massive raid here. So today is I'm done with the day without even that it started. It's crazy, yeah. Yeah, so for all those who don't know, I'm making Kingdom-of-Krawall, which is a 4x strategy game where you have short terms and like this is the map and you play these little kingdoms and you try to conquer the other kingdoms and win, and it's like built to that you can play it in an hour or less than an hour with your friends on the evening. So if you know the game Civilization, that's kind of similar to that, but much more condensed and a bit of Catan. I don't know if you hear that or know that. And yeah, so and today, or what I'm working on right now, is basically the enemy AI, because like you expect that you can play it in single player, and yes. Making an AI for a strategy game is a completely other beast, and my game has some weird things in, I would say. The thing is, like, you can build standard buildings on tiles, like, which is quite normal, but if there are some special resources on the tiles, like those horses or something, you can build different buildings and do different stuff than on normal tiles. And each map will have completely different of those anomalies, I call them. And now the problem is the AI needs to react to those as well. So there is no way to say, oh, AI, build me a woodcutter and you're fine, or build me a lumber camp and you're fine. No, it's more like I need to have a general direction, what the AI is thinking, and then with the solutions or possibilities the AI has given to the current situation, it then has to decide what to do. Yeah, and that's quite messed up, or it's like quite a challenge. But so far we have it working that it's expanding quite well. And right now, yeah, there is a debug tool I made to... debug tool, yeah, it's just like all the information, so I can here go in every decision the AI makes and take a look on why it makes the decision and how to do it. So yeah, it is that. So yeah, basically what we go through right now is just to understand what it is doing and showing all of you how I progressed so far, and then we will probably talk about Dodo internal debugging stuff and whatever. Yeah, that sounds painful. It was painful in the beginning, to be honest, because I started off the wrong track, I would say. But right now it's cool because it's getting in the right direction and things starting to move. I wish you the best of luck. I need to raid and run, unfortunately. Booyah, thank you so much for the raid. Have a great day.
take a good walk with your nice dog probably, and yeah, see you around probably in your stream. So, okay, so basically what it has done is now it has basic production for food. So it built this olive press here, which gives food. And it also built in the early game like this lumber camp. And so basically the last thing the AI needs to achieve right now is probably to conquer this village. And it should train units for that. And I'm not sure if it does it or if it doesn't. Because this turn it didn't. Ah, because it didn't have food. Okay. So let's see what it's doing right now. And in comparison, like, yeah, this AI is really slow. We need 10 turns to do that. I think a normal player can do it in 6 turns. Or 5 or 3 turns to be at this stage. So even if it is doing like the right direction, we 100% need to take a look and to optimize and do stuff. But for now, it's like the similar with like all the coding stuff. Make it work, make it fast, make it nice. Nee, the other way around. Make it work, make it nice, make it fast. So we will first try to make the AI behave decently well or able to walk and do everything. And then we will make it like smarter, and then we will make it that it is so fast that people don't realize that it's running in the background. That's the goal at least. So what is this doing? It does say train units. So it will train probably a spearman. Considered placements. Ah, this is for expansion. Yeah, it will train a unit for sure here, and it grows the workforce. So growing the workforce, for all who don't know the game, you have like this servants or these cards here that you can play on your map. And you can do with them whatever you want to do, like training units and stuff. And to get more of those, you have like buildings that give you more of them. Like the village and the palace give you one. But you also can like buy them for more food. So if you have enough food, you can like buy them directly. That's what the AI is doing here. So basically, wann gibt's bei dir den nächsten Stream? Visual Novel und so? Ja, das ist die Frage. Wann ist Julia wieder online? Also ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. So, okay. It trained this unit, and now the problem here, why is it special to conquer this tile and not the others? Like, the thing is, these villages have defense on its own. And the thing why it is complicated to attack it is because the normal units that you train have just one attack. And when this is like a draw, then the defender wins. So the AI needs to know that. And also place a unit and place a second unit to conquer it. And I guess if it still does the same than yesterday, it will does. Committed plan starts. Ah, here, yeah. It makes a plan. Okay. It makes a plan to conquer that. Yeah. That's right. And then it has 2 different actions to commit them. So this is the second action. Okay, let's see. Ah, okay, it did it like that. So what it has done is basically it took one of the trained units, placed it here, and then placed the servant on top of this, which also gives it an attack, because like you can place units in different ways, I would say. So if I take a servant and place it outside of my territory, it becomes a pioneer, so that claims new land, that has attack. If I place it in my territories on something, it is craft as it's gathering resources. And if I place it on a building, which I can as well, then I can place it to train into another unit. So it's like quite flexible. Yeah. So, yeah, by the way, if you're interested in such games or just want to support me, for all of those who are new here, leave a wish list. if you're interested. And as well, like, there is a playtest coming up. Like, we're doing regular multiplayer playtest each week on Wednesday, but there will be a solo player playtest as well coming up to Steam.
So if you're interested in that, that would be awesome as well. If you just hit join playtest, it probably takes another week or something to get the AI to a state that it's fun to play against. But it shouldn't be that long. So, okay. Ja. Visual Novel, da muss ich ja mal in der Pause eine Lurköpfen. Ich muss ja erstmal meine To-Do-List fertig bekommen. Danach geht es mit der Visual Novel los. Werde wahrscheinlich heute am Abend wieder streamen. Ach, geil, nice. Aber weiß noch nicht, ob ich die Tools heute liste. Ja, okay. So for everyone who doesn't know, like Julia's streaming as well, you don't stream that long, right, Julia? That's like, as far as I understood, you're just started. Just, not today, but a month ago or something, or 2 months ago, I'm not sure. Das ist gut zu wissen. Ja, To-Do-Liste geht immer vor. Ja, auf jeden Fall. Teil der Community Challenge für den Juli. Ah ja, okay. Ja. So, bin jetzt ja doch neugierig. Was ist das für eine Challenge, bitte? Okay, so basically, that's how far I came with the AI. There's a lot of stuff still to do. Like the concept, I changed, like basically, when I started making it, I had an idea of calculating each action, then having a weighted system, and then say, oh, this action is next. But this didn't work because the AI couldn't plan ahead. So each action was just like basically a single thing. And I switched like last week to this pipeline, to having a map assessment, then a strategic intent, converting that to a numeric aspiration, what to do. So basically, this means like, do I want to have production? Do I want to have training capabilities? This is like more an abstract version of where the AI wants to go. And then from that, I have a goal generation. So goals are really specific things to do in the game. And then this maps to actions. And this works much better now. So we are kind of, we got somewhere, I would say. This is much better than the approach before. So, and yeah, Ani, I wanted to show you something, if you're still here. Oh, I show it to everyone who is still here, but Ani, you have to be there. Yeah, okay. Guys and girls and everyone who is around. We talked last week about cool editor tools for Godot, and I had this small prototype where I could, this is Pirate Idle, and there I could do like modifiers and configure them, and it was all in the editor. So I thought it was really cool if I have this for Kingdom-of-Krawall. So what I added is, down here is this docking panel, and there is like 4 different tabs. And those tabs are used to basically, create cards and stuff. So what I can do is, when I have my card configurator, I have all the cards in the cards that are in the game in here, basically. And they are shown as they are shown in the game. And also with all the stats and stuff. And I also have like a filtering, so I can say, give me all cavalry. Then I see all the cavalry that is in. And over here, I have all of the like components that are attached to those cavalry. So basically, when I take this mammoth, I can like then say, okay, interaction text. So this is the text up here. I could say my elephant should be not just cavalry, it should be as well a working animal. So I put this in. Didn't apply. So now is it a working animal as well? So I can change, like with one click, I can change how the cards can be used. We don't want that. But basically, this is really awesome. So I can here just click on my defense and whatever. And then I have here the stats, and I can just say, okay, it should not have 5 attack, it should have 4 attack. Okay, I need to refresh that. But yeah, so now it has 4 on the card. And that makes it so easy. And basically, when I want to have a new card, then I could say we want to have a second war mammoth or whatever. I can just click create, and I have this small widget here, which then basically say, yeah, let's call it war mammoth 2. So whatever.
it doesn't matter. So we call it war, and it autofills for me the icons and stuff, because I have put into that it's also like searching for the name in the project, and if it finds it, it takes it. And then I can add basically what I want. So cavalry again, this is a unit. It must be lower snake case, so we call it war. And then I have my card. That's it to create a new card. And so now I have already a power attached because it is a unit, all the stuff is in there, and I can just configure, and it's like it doesn't take long to do that. So basically what I need to do right now when I add new stuff is just making the assets, going in here, clicking this button, and I have it. That's so nice. It's so good. Like it feels like why I haven't done it before, but I haven't done it before because, like, need to know that the things you configure here are stable. So if I change the format all of the time and stuff, then it doesn't make sense. To introduce it, because then you like reiterating and you have to update the tool and that stuff. But it's really, really good. And I hope for later it will work, because I plan on have so many cards in the game and so many modifiers and stuff that having such a tool that shows you quickly what is going on and to configure and reassign is really cool. So for example, we wanted to change the raiding ships. So we said it should have 4 attack. It should have 1 range. It should have 2 defense. That's it. Here we go. That's basically how I now can do balance changes for cards. If the editor doesn't crash when I'm hitting save. Shit. Okay. Das gleiche habe ich im Bereich Design gern ab und an mal gemacht. In meinem Discord gibt es für alle die Möglichkeit, im Community in jedem Monat neue zu meiner Programmieren lernen. Jeder kann das in Sprache umsetzen, die er möchte. Und am Ende des Monats stelle ich die Ergebnisse. That's really nice. That's really cool. That's really, really good. Moin Tim, hello. Grüß dich. Yeah. Okay, so basically we have this one, which is pretty awesome. And then we have 3 other ones. So basically we have to make new anomalies as these things that can appear. We have those anomaly configurator, which you can guess does the same thing. It shows us like the model, which I could do for the cards as well. I don't know. It shows us the model. It shows us where it's used as well. So I can see on which maps they are present. Guys, stop it. What is going on today? Es ist Julia. Danke dir. Was geht denn ab? Leute, was ist neu los? Seid ihr alle verrückt oder was? Es ist insane. Danke dir. Danke. Thank you. That's really, really cool. Danke für die Gifted Sub. Crazy. Yeah, crazy. Crazy day. I like to see you suffering with this. That's like... Yeah, I would say we Germans are not the best in showing happiness, or how to say not happiness. Freude. We are normally like, we cannot love, we cannot whatever, and it's so hard. This is so hard. Oh man. Ruf da, moin, grüß dich, hello. Doesn't he suffer enough from just being himself? Da ist die Tür. Spaghetti Code Creator. What? Wait. Witty, did you rename yourself, or is this someone else who has quite similar name? Spaghetti Code Creator. Are you witty or are you not witty? The name is too close. So, okay, so what we do is basically when we want to add a new one, and we want to add a new one, is just we type in Moomaths. That's it. 3D scene. We don't have one, so let's make this quickly. So we have horses, for example. This is the thing that I still need to do when creating new stuff.
And we can just duplicate this one, tell it Moomaths. So there we go. Bam bam. We have that one, that one, that one. Why is it looking like that? This is a bug, isn't it? That's a visual bug in the editor. But this should be called Moomaths. If someone has a better name, please stand up. Please give me a better name than that. It is horrible, but I started with it and I can't stop. So, yeah. So we want to have something like that. Something like that. It's an entire zoo, I would say. But delete that one. Is it that big? It can be that big, right? That would be fine. This is contact shadows, so we can delete those twos. Bam. Oh. Now the question is, put it into the middle. So here we go. So the dogs are not there. I don't know why they are shown. That is something weird going on with Godot there. Are we officially to English today? Yes, we are officially English today. Like, Booyah rated us with so many people that it's hard for me to not speak English. So we're making a good German English stream, whatever. But up to. So, okay, let's go. So we have that. Now when we hit plus here, type in Moomaths, then they are there. So we created them. That's it. Bam. We are done. It's insane. For me, it's still insane how easy that is and how much it makes easier. If I imagine to like put another 20 in here, then I don't waste time on like 10 minutes on configuring all of those. Just like clicking, that's it. So next thing we need to do is we need to have the possibility to construct on the Moomaths. So there, basically, we have this configurator for training. And if we click, that should give us... Oh, this is renamed it wrong. Why? This is a bug. Why is this a bug? This is the problem. Basically, if you have those configurators and if they don't work properly, you introduce more bugs. That's the thing. So this we can delete. Why is it there is a small bug? It must be because I probably didn't hit enter, did I? Enter? Fine. If I click create now. Now it's correct. Okay, so basically, I'm not sure why it didn't take it before. Maybe I didn't put enter or something. I need to fix that later. Okay, so basically now we have this here. Now it should be Moomaths. We can say, okay, go for it. And so now we have a rule to Moomaths can be there should be stuff be created. So what do we want to create? We want a Moomaths breeder. We don't have it right now, so we need to add this as well. Yo, Daxi, grüß dich. Hello, hello, hello. Teknetsumi ist auch am Start. Hello, 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 hello. Where's the lurk command? Do you need a lurk command? Is this a thing you need? I'm not sure about it. Not surprised that I keep wasting time hanging around on your stream because you search for the lurk command. Why do you think you waste time in my stream? Is it wasted? Is it really wasted? So the last configurator we have here is like modifiers, and a modifier configurator basically creates us new modifiers. So, which is absolutely logical. So we need the Moomaths breeder, but we don't have the icon, and so basically what we need now is making this icon, and then we have it. I can't lurk, it's impossible.
I'm so sorry. But what should happen when you type in lurk? I'm not that. I'm a long time on Twitch, but I have no clue. Tell me, what is the expected behavior for when you hit this magical lurk button? Tell me. So we have that. We can basically take it from the card, right? Could take this one. It is so nice once you have like sorted out how the assets are assigned and what is the logic. It's so quick to make new ones. I could even like make a background and just take the icon. Nah, it's okay. I leave it like that. Not another scope creep that is not used or not useful. So we have the breeder icon. So assets, modifiers, icons, modifiers. There we go. So this is that. What else do we need? The scene, right? Ah, here we don't have the scene in. Yeah, okay, that's the problem. But whatever, maybe we do that first. I need to switch it up. The thing is, like, before I started with those configurators, I had, like, the scenes not attached to the resources. And I had them in a loader somewhere. And now I have to put those assets, like, for the breeder in those preloader. But I will fix this as well, that the scene is attached to the resource. And then it is easier. But, yeah. I'm not 100% sure why I did it that way, but I did it that way. Einmal mit Profis, wie wäre es mit Danke für den Support? Auch Lurker sind sehr wichtig. I expect getting a care package sent to me with chips and chocolates, proper lurking. Yeah, but if you lurk, you're not like watching the stream, so why do you need chips then? Lurk aus dem Homeoffice? Kudo MP, danke. Something along the lines of a bot writing something about Alice going into the lurk and streamer being overly grateful for someone staying for lurk. That's so horrible, Tim, but it's true. No, you know, it's the good old drill of people hanging around on Twitch chats getting attention. I see. So we have this breeder. It's a building now. So now we have it. Components. What does this do? So for sure, one thing is we want to have a card production. Card production. Let's go. And those should be Moomaths. So, and it takes 10 turns to produce. They should take really long. And then interaction tags, we would say supply, and this would be topic is not needed. How was it here? This was really shitty, to be honest. This was the point which I didn't like, how this interaction tags work. So basically, this was... How did it work? Am I dumb? Yes, I am. Okay. Here's the right thing. Okay. I thought I fixed it. Why is it still this? So we want to have like a card production reduction. This is probably this one. The name is wrong. Card production boost. I guess so. So this is one term, and so now we can do the same for... What else should boost this place? We give it like equipment, not, but tool for sure.
And I think we as well should have carts or vehicles there. Yes, let's do it. Vehicle, bam. And then we do the same here. Cart production boost, bam. Okay. So we have it. So basically, this is our Moomath breeder right now, which basically can be boosted by adding like supply cards or tools or vehicle cards. And the thing is, like, the horses boost the neighbor production. Let's do the same for that one, right? Let's do the same for that one. That would be then resource production amplifier. Let's do it like that. So, okay. So that means like building next to the Moomath breeder with like a sawmill or something will increase the sawmill's turn. Yeah. 10 turns, but can we speed up with modifiers as usual? Yes, you can speed up with supplies, tools, and vehicle. That's more than the other ones. Like, vehicles is usually not in, I guess. Let's see. Is there for the stable, it's called? There is no car vehicle, so you can boost it more than the others, which is good, I think. Yeah. We could also just, can I can I make this? Or let's do it like, so now I see it there. Stable has one less, so this can be used to build, to boost as well. So supplies, tools, and vehicles. Which makes sense. And it has the same boost. And then when it comes to... we need a scene still. So I would say we go for the stable. Where is it? Building, stable. There we go. It still shows this one. Weird. Okay, we duplicate that. And that is like the part I don't like right now. But we will... We will eventually fix this as well. So, this is the breeder. This is Moomath breeder. And then we have... Do we have it already? Yeah, I have the model here. Let's go. Why is it the same still? It's not what I expected. This is the desert breeder. This one. Okay, I don't have it here. So I know I have made a model, but probably didn't export it. Yeah, there it is. So scripting, export. Like, is it like plausible to have this big entrance and then this small house? It looks whatever. It looks whatever. So now we have the Moomath breeder. So yeah, this is like totally reasonable. I would say that's perfect. So let's remove that. And now comes the part that I don't like. So here we have still this asset preloader. And there's all the 3D assets in there. And I don't like that. But it is what it is for now. So, there it is. Moomath breeder. So you see it's like much longer to finish it than the other. But it's still okay. So, now we have our modifier. We have the Moomaths breeder. So what we need now is building and construction. So basically we have the source of Moomaths, and here we can build a building, and this should be now a Moomaths breeder. So we have it, and here is the resources to configure. So what do we need for that? This is shit as well. This is really shit as well.
But it's like you can take so many time or put so many time into optimizing your development environment that you're not developing the game then. But I think this is like 80% and this is the 20% that is. No, I will for sure. I will put this out because just typing food here is annoying and it is annoying and it is error prone as well. By the way, I think you're playing two musics at the same time. There's a slightly pling pong in the background. Absolutely, I'm sorry. This is the reason. The game was still running. Thank you. Thank you, thank you, thank you. So basically, what do we want as cost here? We can take a look. What is the stable? Not the stable, the horses. Let's anomalies, horses, stable. This is 3 coin, 3 stone, 5 wood. We should stick to that. I think this is fair to put it on all the other things as well. And removing that gives you what? This is just what it costs. Gains is cards. It gives you 1 card. Yeah, sure. Okay, so 3, 3, 3, right? Yeah, 3, 3, 5. Coin, stone, wood. Oh, I hope I can remember that. String first. Int. This is cards. So this is servant. This is 1. Yep. And resources. We said it is points. 3. Stone. 3. Is it stone and coins? So single and oh my god. Yeah, it is. Don't judge me for that. It's so many weird things or small things. So okay. Is it? So the next thing we want to make it removable. And when we remove it, we want to get a card, and the card should be a Moomath 1. So here we go. So now we can build it, and we should make as well the building itself removable once we have it. So the Moomaths breeder should be in here as well. There we go. And then we want to say remove the building. That's fine. And then we want to, what do we have for like the stable? Do we get some stuff back? Probably. The stable can't be removed. What? Why? What is about the olive press? Olive press can be removed. That's not fair. What is the gains? The gains is okay, 2 coins, 2 stone, 3 wood. Stable is unstable? No, stable is really stable. Would it make sense to use a enum as a key for the dictionaries? It could be, yeah, it could be. This was like from the beginnings. I just like wanted to have it as configurable as possible to make fast iterations and stuff. And so I therefore decided to have dictionaries everywhere, kind of. So I can just quickly add a resource or remove a resource or do whatever. Right now it's like maybe not the best thing to do, but yeah. Na? Steckst du nicht drin. So let's add the removable. Add a remove. So we remove the stable as well. There is stable already contains remove buildings target stable. Oh,
We can remove the stable. I was just blind. Okay. So the Moomaths gets the remove. Already contains it. So then we gain. What do we gain? We gain 2 coins. We gain wood 3. Oh, it was no, I cannot override it, so I need to delete it. Points 2 and stone. Yeah, enum would be really good. Or what would be also good is just make it here configurable, that I can set the costs quickly down here, which would be even better. So cards, I need to spend cards, so this one, because like picking all of those values here is annoying. So we need a servant to do that. So do we have it? Removing up. So this should be everything, but one thing is still missing. What is missing is we need our training. So we want to train our mammoth, whatever. Moomath. Oh shit. So this one. And so the cards we need for that one. The cards we need for that one is we need a servant for sure, which is 1. We need a Moomath. Otherwise we cannot ride a Moomath. And I'm not sure, but I would say we need 1 armor. So you need to have a smithy at least, because this is the strongest unit so far in the game, or one of the strongest units. So I would argue that this should be costly. And then comes the real question, how much food? I want that the Moomath is especially expensive on food. That it's really, really costly. So that you have a huge food production to afford that. Let's see, what is the stable, the knight? How much is Atrix costing? Atrix, you are costing 10 coins, 10 food. That's so much less than I want to have the Moomaths cost. Because like this is the difference. When we take a look at both of them, like the Moomath has 5 attack, 4 defense, and the knight has 3 attack, 2 defense. It has 2 range though, so this is much more like I cover area, and this one is like I stomp your palace, kind of, or I stomp your fortification. So if you have 2 of them in attack and being next to another palace, the game is over basically. Like it is not over, but 10 defense basically from 2 units. Then you can add like trebuchets in the back. Yes. I take it. Oh, I really looking forward to this playtest tomorrow. It's like I really want to see those. We need to make a map. Probably we will make a map next, where we can utilize those very well. So let's go back. We have our Moomath breeder, and this is the Moomath training. I wanted to do so much more today. So what do we add? I would say they should be really expensive. What about we put in food for like 25? Is this too much? But it's basically similar to a raiding ship, I would say. So if it is similar to a raiding ship, it should be 15 food, 15 coins.
Because this is what raiding ships costs. So this would be raiding ship cost. But I think we should add a bit of wood as well. Lurk meeting. Woohoo! Shit. Annie. I'm not... How to say it? You will do just fine. So let's take it down to 20. But on the other hand, if we say it is just food, not wood, it would make it interesting because then it's like a really good unit for building completely on food. Let's try that. It's just like, let's try that because I want to see. I basically want to see how it goes. To like the game is kind of, how to say it. It is kind of easy to get another resource and you can just buy it basically. But you need to have a balanced economy for what you need to be really efficient in the end. So by allowing to have a unit that is just food and coins, basically renders the other production useless is the wrong word, but how to say it? Oh my god. Should we do it differently? Should we give it... I'm not sure if this is too hard, but we can make it 20 and 10. But we give it more card costs and we add another card which is the supplies or rations. So you need to have... Nah, that's too hard. Oh, let's try something. We just trying around here. Rations, it is, and we say you get two. You need 2 of them. So the thing is, it costs really, really, really a lot of servants. It's like 3 servants, which is a lot. Because basically servants, for those who don't know, are the actions in the game you can do. The thing I don't like about it is that now it is possible to just go for food, because rations coming from food production as well. If we put in armor, we are more separate, because then you need the armor for somewhere else, and it doesn't... it would be nice. It would be nice, but we need to make this armor. Just because... otherwise it's too niche. It just goes in the direction of food production, and then you just don't need to care about the other things. I think like a good strategy game comes with like, yes, you need to focus on one area, but you should not leave out the others for good strategies. So you don't need to have a lot of armor and a lot of production, but you need to at least to have a bit of armor production. Otherwise, you can just go for food and that's it. Is this smart? Let's try it out. Let's leave it as that. So we have 20 food, 10 coins, and armor. Which is a hell of a lot. That's a lot. That's really a lot. So the question there is if they are too weak. If this is that much. Because like you don't get them that much. Like you don't get cards that often. You have this... what did we say? It was 10 turns, right? 10 turns is a long time. Up here. So we maybe should add that to make it 7 in the beginning. Let's make them a bit overpowered in the beginning, just to see how they work. It is underwhelming when you add new stuff to the game and then it's not strong. That's like not good. So we make it 7. We make it 7. Yes. Okay. So we have it in, basically. That's the basic path. What I thought of is we could basically add something like slaughtering them. But I would do that later. And I don't have the option yet to do that.
Because like this is a bit different than the others because you would get a card. This would be a training then, right? Could we? We could do this already. We could say this is a training. This gives us... okay, we don't have a card yet. So we need the bones card. Let's do it, guys. Let's go full ham. Let's do something weird. When we when we slaughter our Moomaths, we should get something in return. And you all know what we get in return. Either we get like the Stoßzahn. Is this ivory? It's ivory ore, isn't it, in English? Elfenbein. Yeah, could be. Or we get the bones of it. One of those twos. So we should... Where is it? Should be here then. I would say we call it bones. We call it bones. Something like that. Here we go and remove all of that. So this is left over. Looks good. Maybe not too good, but it is good for the start, I would say. Or do we add a second one? Elfenbein is ivory, but Stoßzahn is tusk. Oh, tusk is good. Tusk. Tusk, I like. So task corner. Let's see how fast we can make a new card. I'm really excited to see if this is now as fast as I think or if I still take a lot of time. So this should be... It's maybe not looking that good. Daxi, that's the perfect thing to do because I am absolutely not how to say it. I'm dumb when it comes to languages. That's how I would say it. Let's be fair. So go for it. Go for it and be a klugscheißer. So assets, icons, cards. We go. So basically this should give us already, if we go to the card, if we do that, if we do... Oh, that's so beautiful, guys. It's so good. Sorry for saying it. So what is this? A task is... Should it be a luxury? And it should be a tool, right? We can use it for... Can either like give it into the buildings to produce more whatever, coins or fame also, or not fame, victory points, or we can use it as a tool. Should it be equipment as well to give it to units? Should it be possible to give it to units? I would say so. Let's try it. So this is the card. If we hit reload here, should be in there. Yeah, okay, it doesn't look perfect. I think we need to overwork it a bit. Maybe we should make it... How can we do it that is looking better? Because right now it looks... It's because of the color, isn't it? Maybe not the problem of now, maybe a problem of later, but this would be a direction that is cool. Okay, what we tried to do was training, construction. Our Moomath breeder now gets a training, which is tasks. Does it need a refresh to do that? Why it is not in here? Oh yeah, refresh. There we go.
Okay, and now we can say we need a card for that. So basically, we need our Moomath. And we need just one of it. So then we need our servant, one of it. That's and then we have resource gains connected to it. And those resource gains, how much food does one of those give? Is it 20? This is a crazy boost. Like 20 food in the early game or mid game. Let's do it. Just to see how it works. So 20 food for that. Okay. That's funny. I mean, I really want to see if that works. But because if that works, that's really cool. But it should work. I don't see why it shouldn't. It's like perfectly fine. I don't like the image still. What happens if we do that and just make it have this brown color? I'm not sure about it. But what we can do to make it a bit better is make it more plausible here in terms of we add those, something like that. Then we add make it bigger to erase the stuff here and then put that on top. Now it sees out like a cannonball that flies bottom. I didn't want to do that. I just thought it is. It didn't work. Ah, okay. It needs to be an ellipse or something. It is working. It's more like so. It's no, it's still not working. I thought like how to say it. That's this is the edge of the thingy thing, and then it shows, but it doesn't. It just doesn't. It just doesn't look like that. It's still like a... No, it gets better. Okay, why does it get better? Why does it get better? Is it because if it's less obvious? Now it... Ah, okay, it is really like that. It just needs to be more like punched in, condensed, whatever. So it is really like the side of it. And it should work. And if we do that and make it in the color, it looks shit again, right? Yeah, it looks shit again. Okay. Ooh. Let's go for this. And then we can optimize it later when I have a better idea how to do it. But right now I don't have a better idea, so we don't spend too much time on it. So, okay, this is in, that is in. What is missing? Missing is the 3D model, right? For our tasks. Because we have the card, but we don't have a 3D model yet. And it looks not good. It does not look good on the card. If we put it down. I said a second before we fix that later, and now I'm fixing it right now. I'm not sure why I do that. But it happens so often to me that I'm not capable of ignoring. I'm sometimes really capable of ignoring, but sometimes I'm just... Yeah, it doesn't work. So, okay, so now we need a task. And we have one already, I'm quite sure, which is probably we don't need to model anything. We can just go for, is it bones? No. Do we have it called task? No. Is it? And there is something in, I'm quite sure. First, what we do is we go for armor or something. It doesn't matter. Why is this elephant still showing up? Then we duplicate this
to have tasks oder task, Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. So now we have task, which is this one. I'm not sure why the elephant is. If I do a project reload, it should be. So let's see. So here we go. Okay. So we have our task. That's that. Perfect. Now the elephant is gone. And we have, how did we call it? Bones? No. That's horrible. I have something in this project and I completely know how it looks, but I'm not sure how it is. How it is named. Claw, maybe. Maybe it was Claw. It wasn't Claw. How the hell? I don't find it. What's that? Funny. I had dunes in there, but I took them off. So proud. Where is it? Where? How do I find it now? Is it? Ah, here it is. Here it is. Oh, that's not what I searched for. This one. Hahaha, found it. And it is teeth. Scheiße. Scheiße. Why did I name it like that? So, this one. And just do it like that. That's it. And would be read like that. So so it would look like that. Yes and no. I don't know, guys. I don't know. That's a weird one. But I think for now, in terms of we don't have an option, we just say it fits. But it can be that we need to. It will be. It will be that we change this. Ja, moin Stroja, wie geht's voran? Ja,
Ja. Ich würde sagen, gut. Es ist wie immer unendlich viel zu tun. I switch back to English if this is fine for you, because probably the most people in here are English right now. So since last stream, I've worked a lot on the AI stuff, on the player AI, and I'm getting somewhere, I would say. It's not that there is a lot of stuff going on, but the concept is working, or is working better, because like the first concept I had was quite shit, to be honest. Or shit is the wrong word. It was too short-sighted. And now I changed it. And the first step's looking promising. Yeah, so I would say it's a 8 out of 10. 8 out of 10 good. How is your day so far? How are you doing? You can answer in German, that's completely fine. You don't need to force yourself to speak. So here we go. So task. And I made this wonderful, absolutely lovely configurators for my content. And there's still some stuff that is not done by the configurators, but most stuff is now done with the configurators, so I can configure cards and stuff. And it makes it so much more fun to adjust and adding new stuff to the game. And the plan is like for the future, I want to add each week, I want to add new content to the game, even when it is released for quite a while. So not like we will see how long this will keep going. But so this is why I want to make the content pipeline as smooth as possible. Yeah. Yes, I know that. I feels like in the last weeks to release, I got more and more stuff on my list. Oh yes, yeah. This is like, yeah. And last 2 weeks to release. Want to share a link to the Steam page? Give me a second. 1 second. Give your permit. Otherwise, you will be gone. The local void, thank you. And Project Wolves, thank you as well. Thank you. Thank you for the follows and welcome to the game dev community. So we have that now. Okay. You don't have? Okay. 700 followers? Oh, crazy. Yeah, I thought I should, like, the follower goal is not 700. But still, it's a good milestone. It's crazy. Guys, that's crazy. What a wild day today. That's it's absolutely crazy. For me, it's like, it's a really crazy day. And I don't tell you what will happen on the next follower goal. But I baited myself into some shit and now I have to dig it out. Or how we say in German, die Suppe muss ich dann auslöffeln, ja. But when I'm there, I would be much appreciated if you take a look. Sure, I'm absolutely will take a look. Where is it? Where will you release it? Which platform? Or yeah, I would love to playtest it. Level 10 train on 750? Yeah, that would be crazy. Nah, that's not what will happen. At least it's not in my hand that this happens on the follower goal. There is. I said some things on the stream which led to commitments, and now I have a commitment on 750. On iOS and Play Store. Yeah, I will take a look. I will for sure take a look. I'm not sure how I can stream that. Because like this is on the smartphone. We will see. We all know that you're gonna dye your hair blue. Yes, this is exact. You know that for sure. If someone knows it, you are the one. There is no way around. Yeah. Hopefully a delicious soup. Yes. I hope so as well. I'm not sure how it will go.
Yeah. Yeah, let's see. If it's like suitable for my stream, I will try to play it on iOS for like to show it to the others. But I think like is it a not safe for work game, or is it a safe for work game? If it's a safe for work game, I'm quite sure that I will show it. I don't show like not safe for work stuff. But it's yeah, I'm just saying because I know some people in the community develop such stuff, which is fine and which is which is absolutely okay and cool. But I don't want to disappoint someone to say I show your game and then it's not so safe for work game and then it's like okay, no, I'm absolutely not I will absolutely not do that on stream. And I'm to be honest, it's not my genre as well. I completely see that there is a market and people like it and it's cool, but it's not for me. But it's, as I know, it's a quite big part of Steam as well. Regarding the permits, I found out the bug is always 30 seconds. Even the default says doing 1 second would also be 30. That's absolutely shit. Why is that? Can we fix that? Oh, Heinrich, what chat was asking, they want to have a lurk command. And I have absolutely no clue what should happen there. Do you want to like take control of that and make a lurk command for us? Something like, I'm not sure if we should count like the lurks for the day or if we should count the lurks in total. I have no clue. But are you up for it? Would you like to do some stuff like that? You don't have to, but just was an idea. Visitor guy, hello and thanks for visiting. Come in, come in, come in. So, guys, I think we have it. We have the cards, we have the buildings, we have the bones, we have the models. I think we have everything. What we don't have right now, where can I configure that? How did I change that away? What we don't have is the trade prices. How much should be, what is the other things worth? It's 13 sell price and 18 buy price. That's something we should do for the task as well, I think. Something like that. Why is this more expensive than gold? Coin chest is less expensive than a liquid fire. It doesn't make sense to me. Why is that? Is it because of the resources invested is higher? Not safe for working? Yeah, sure. It's like as I say, I like the direction and I like that people do it. It's just not for me. Yeah, some things trying new things. Yeah, absolutely. That's really cool. That's really cool. It's like old quiz duel app, but instead of just quiz questions, you play mini games to each other. It's like so it's multiplayer. So I need someone to play. If I need someone to play, how do we do it then? Is there a chat connection? Is there a Steam integration that I can play against the chat? Probably not. I'm just joking around. So, okay, let's see it, guys. We have it. That's the content. That's the content. Yes, they can all jump in. So you could like send a link for a room or something and then people could join? You can play it with 30 people. Oh, crazy. Oh, let's do that. That's cool. We will do that. We will do that. That sounds good. I know that not 30 people of the stream will jump in, but if 5 participate in that, that's fun as well, I think. And I'm not the smartest cookie when it comes to such games. So what do we want to do? We want to make a map for it. So what would be an idea for a map with like really strong units? And where is food really important? So I would say we should make a 4-player map or a 5-player map or 6-player map. The thing is, for playtests, we are usually around 4 to 10 people. So it doesn't make too much sense now to make smaller maps for me because of reasons. So I think what we could say is let's check first. Yeah, the mammoths are here. Nice. That's so cool that it works out of the box.
it is crazy how if you add and add and add and keep going, how much more like you forget the single thing you have done, and it becomes more and more the bigger picture, which is for me, which is crazy still. Because like when I now look at the game, sometimes I can't believe that I have done all of that stuff, and it's just a year since then. So that's it's still quite wild. So this would be a good shape for this would be a good shape for a 3-player map. Do we do a 3-player map? Could do something like that. Oh yeah, let's do this. So we have a town in the middle. We have a small town in the middle, which is happily living besides the mammoths, the Moomaths, and then the evil Knievel player comes and take all of that away. Sounds good, doesn't it? So the evil Knievel players could be in the corners. Something like that. And we had, it was so hilarious. Like last week, not last week, a few days ago, I made a completely different map style. I have to show you later. I have to show you because like this game can feel like chess as well. But I show you when, let's do this first and then I show you what I mean. So what do we do? Do we do something like that? So this, bam bam. So, oh, this could be a 5-players map, a 6-player map as well. Should we make it 6 players? Yes. Then it's easier to play for. But if we have a 6-player map, it should be a lot of. And still somewhere. Where? Will we do something like that? And we need to add more stuff, more tools. But right now it doesn't have priority. With tools, I mean like for the editor or to the editor. Would be cool to have like copying stuff and so on, but for now it's okay, I guess. To just have those. So is it like that? Is it copied? No, what I'm doing wrong. This is out. Why does it look so different? I'm blind. I'm legally blind. Hmm. Bum 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 bum. Let's do it like that. Something like that. Ah, this is the reason. This needs to look like that, which is weird. Because now they look different than they do because of that. Scheiße. Oh, it would be so cool to have a symmetrical tool. So why is this different?
Let's change it. Let's change it. Now the size is correct, isn't it? Yeah. It's just they are offsetting differently, and I don't know why. But the map could be called Sheriff. Or is it a sheriff thingy thing? I think so. Okay, how do we go from here? So I would say it would be funny if everyone starts off with one of those. Just because they are new. The thing is, because they are new, we should incorporate them more than the others. And then the question is, should we do some funny things in terms of we have the start factions? Something like that. And then we give each of them a starting point on the island. So green would start here and here. It's always on the opposite side, something like that. So yellow would start here and here. Blue would start here and here. Purple would start here and here. Red would start here and here. And black would start here and here. That's really dumb, but it's funny. Because everyone has basically two opponents. Green is next to blue and black. Okay, so you have your direct neighbors and you have the neighbors here. So red has blue and has yellow here and black here. Okay, that's funny. I'm not sure. What the fuck eigentlich? Und at Lurk, me, es sei im User ein überaus angenehmer, phänomenaler Lurk vergönnt. Der, nice. Okay. I'm not sure, is it possible that I'm not sure that you count how often the person had a lurk already? Or is this too complicated? So, should we do that? So red would fight against yellow, and so the thing is, why is this good? Is it good? It's maybe not good. Because what you want to have is yellow should not fight a red, yellow here and here. Yeah, it is good. It is good, I think. So, okay, what they are fighting for, I have no clue. What do they fight for? Let's do it like that. Let's add a mountain range. And put 1 gold. 1 gold for each of those. Okay. Then, should we have horses in here? Because we have this mammoths. And mammoths are enough for now, aren't they? Yes, it's good, I think, yeah. Is the map name Halma? From the Hallenhalmer, from Halma, the board game? Because of the... Is it a similar start? It is, isn't it? Like you jump over others, that's what you do, right? How do we go from here? Should we make all of that green?
Something like that. Yes, let's do that. Let's do that. And we also add trees. Should we have a mammoth in the middle of all of... Let's have a wild mammoth, man. Is this too much? It's too much, guys. It's too much of them. What should we do as well? Let's get some horses. Horses were like a favorite so far, so we should put in some horses. Maybe something like that. Is this good enough? What will happen here? You try to expand first. Let's make it a wood line complete. Something like that. So it looks funny. And also players have a chance to have some wood in the beginning. There is not much room to expand, isn't it? Could we open up the way here so people can also go in straight away from the beginning? Something like that. Yes, much better. Okay, so people have now the chance to expand a bit here. Here can go to the middle, get some area here. Have some space here. It's too much space. It's too little space. It's not enough to expand. Should we add more? Where can we add more places? We have no villages yet. Oh shit. Oh shit. Okay, we have no villages. Could we do something like that? That's not good. That's not good because like we need villages somewhere where you can actually build some stuff on it. So let's go wild. Let's go wild. Let's make it like that. But we don't give them for free. We add villages there. We add villages there, but we add a wall around it. So you cannot take it from the beginning. So this. You have to take them with force. And we even add those guard towers. Where are those guard towers? Here. So this makes them even stronger. So you have no chance to take them from the beginning. But now we have a bit more of options. And what I would love is if those are connected. But no, then it's... No, this doesn't make sense. I'm not sure about the map, to be honest. This is okay-ish. But I have the feeling there is too little space. The thing is with too little space, if you don't have a lot of places you can expand to, you can place a lot of units. You know what I mean? Like you need space to place units and you don't have too many front lines here. What we could change to have more front lines, let's make this. Then we do that. How does
Yeah, I think it's better. We could even say this is something like that. Yes, yeah, okay, that works. That works. The thing is, like, we need space to attack and to defend. And if we have too little, the game feels stalled. So I think this will work. It's a bit weird, but now we have one big line. This one still. So that's a big map. Why? How did I end up here? Why is it so big again? Oh my god. Okay. We have the middle. The middle should be more fortified. So I think the middle should have guard towers as well. Yep. Bum, bum, bum. Okay. And maybe we put those dots not directly here, but more here, so they have to go around to get the gold. Oh yes, that's better. That's better. So let's first remove those, add those. It's purple. Yeah, I see it's a bit different, but I don't care. Should be. So. And I'm not even sure if people will take the opportunity to settle from here. Because like it's so far to the gold, it's so far to this one. But I can imagine that they may not get conquered so quickly and later they have a place or a way into the other players' land. We could even put it more to the back. Nah, it's okay. It's okay. So I think we have it. We have one map. How would we call it? You said Halma, so we go for it. Halma. Save it. Okay. Oh, we don't have olives on it as well. Should we put some olives? Yeah, to make, we should for sure put olives on here. Because this one need olives. Or the elephants need olives. The question is, where do we put them? Should put them for sure, but where is the question? Do we... Next to the horses? A lot of them? Something like that. Let's try it. Oh, and what we could do is we could give each of those some trees, so there is a bit more of decision making what to do with that, because you can just cut the trees if you want in the beginning for some extra wood. Good. Yeah, let's see. That is good enough. So let's see how it looks. No, not single player. Player. Ah, it's not that big. I thought it's bigger, so now it's okay. Yeah, it's funny that you have those. Oh, damn, guys. It's like, I don't know why, but since the most recent changes, I really liked how the game looks. It gets so much better, and especially those fortified villages. I like them a lot. And the gold and stuff. It gets better and better. Really cool. So, now, what do we do? I think the mammoth should be
I always say mammoth because it's mammoth, but they should be turned a bit. So Moomaths. There we go. And I would say we turn them something like that. Yeah, it looks better. So they're much more readable and they don't look as awkward. Stream elements docs are suboptimal as well. I try the best on how counting per user hypothetically could work off stream. Yeah, don't stress yourself, Heinrich. It was just an idea because I know that you like to work around with that stuff, but don't stress yourself. Permits. Like, no, I can't improve anything through chat, else I would have. Yeah. Mach dir bitte keinen Stress. So, let's go. That's the map. That's the new map. Damn it. Looks good. It looks good, I'd say. Yeah, sometimes the resource spawn here spawns more like loot than on the other side. It is what it is. Right now it just takes in consideration the start position, like the palace, and then distributes loot basically based on where the palace is. But that's... yeah, you have to turn it off if you don't like it. Or like make it one show up on every tile and then make it just one resource per tile conquered. That would be a way as well. Yeah, the fun part here is now because we have those elephants, or this is Moomaths, or however they are called. The map has a lot of choke points. Oh, guys, stop it. The AI is doing stuff. The AI is doing stuff, guys. Oh, that's so cool to see. That's really nice to see. That they start doing actually playing the game. But why did they all expand here? Probably because of the loot, right? Yeah, they try to get as much loot as possible, which is not too bad. It's so funny that this is working. AI is doing stuff every sci-fi horror story. Yeah, that's true. I'm just excited. Oh yeah, that looks shit still. When they place workers on the Moomaths themselves. I'm not sure how to fix that. It's the same for the horses, but just a visual bug. We will fix it eventually. So what did they do? Oh, this one built a lumber camp already. So, oh guys, I'm really looking forward to the playtest tomorrow. That will be cool. And the funny part is, like, as player with like a server, you don't realize, or you don't have stutters and stuff because like the server is computing everything, but the servers have a heavy time, I can imagine, to make for this map for 4 or 5 players decisions. This is not optimized yet, and it's like it's a lot of work still. But right now they don't start to attack. They are just like building up a bit of economy and trying to expand. That's what they do. Next step would be that they, yeah, here we see like these ones are always placing them here, even like the other person wants it as well. So
They will be stuck forever, I think. Yellow. Yellow builds a few farms, which is good. Yellow will probably get... Let's see how much... Okay, red is ahead. I think yellow will make the game in having the most land if we skip forward for a few turns. Because like yellow will start to train units soon. Ah, he started already. Okay, he starts units now, and he will spam them each round, so the others won't have chance. Yeah, here we go. What? What? Why did he put 2 in there? He put 2 units on this field. Why? This doesn't make sense. It seems like a bug. Probably because he first placed the servants and then considered the spearmen. Nah, that can't be. Why did he do that? That's a bug. He shouldn't have done that. It's not hard. It's not... Okay, again. Why does he do that? That's so weird. Again. Okay, there's something I'm not understanding right now. He does it all the time, and I have no clue why. Oh, I know why, because he need to. Oh, crazy. Okay. He does it perfectly fine. That's weird. The AI is better than me. The thing is, I changed that those guard towers project defense around them as well. So he can only take tiles when he uses when he basically uses another unit on them. So this is really cool. That's really good, because like he couldn't take the tiles. Yeah, that's nice. Oh, so you can't even expand into here because of the guard towers without having stronger forces. That will be so tough to read for a lot of people, because like the guard towers are not showing properly. Should we fix the guard towers to give them a better model? Yes, yeah, we do that. How do we do it? We should have some visually cool thing. Because right now they just look shit. I thought like keeping those, but we probably need to do it differently. How would guard towers look? They need to be bigger, higher up, and maybe just a bit fatter. Fat in terms of using more space. Okay, how is it going? Where's scalp expanding now? Ah, yellow is here. Okay, it goes for that one. Ah, he has a woodcutter here. I didn't saw that. Yeah, okay. They are stuck forever here. That's something we need to consider later as well. That they anticipate when some other player wants a field, that they as well either overcommit or leave it because it's too costly. Oh, here. What happened here? Is it? Yeah, both of them put 2. So are they stuck as well? No, yellow will own it. Oh no, green has 2 units there. That's funny. It starts to working with the AI. It's not perfect, for sure not. But we're getting somewhere. Okay, place the second unit here. Makes absolutely sense. Cool. Nice. Nice. It gets better and better. It's really cool.
Oh, what? Why? How? Why and how, guys? What is he doing? What is Yellow up to? What does Yellow know that I didn't know? Why did he build a sawmill here? Is it for training capacity? It is. But does he use the training capacity is the other question. Will he build a ship? No, he doesn't consider ships yet. That should not... That's not in. If so, I have more in the game than I thought I have implemented. Because, like, usually he doesn't take... No, he will not. We cannot inspect the resources here because we are not like the server. Only the server can inspect what the AI is doing. But that's great that he even built that. It's just because he could. Because he wanted to improve the training capacities. Yeah, that makes sense. That's in the game. But that he choose like a sawmill, I didn't expect that one. But it's absolutely clear because like sawmill has 4 options to build. So for him or for the AI right now, this is the most valuable building when it comes to training. Because you have 4 different options, which is absolutely clear because mehr schmeckt besser. And those two are still fighting for the same tile when he turns in. Yeah, in comparison to a human player, that's like 20 turns to have those state of the game. You didn't really play the game, which is fine. But I think like the important stuff is to get the AI like crawling. Is it called crawling? Yeah, it's crawling, right? To get it to a state where it crawls and reaches its goals, and then we can teach him how to walk, and then we can probably teach him how to sprint. And I think this approach is so much better. We are on a good way, I think. We are not anymore on the wood way. We are now getting somewhere where it's actually... Okay, what is he building here? If he builds a sawmill as well... Yes, he builds a sawmill. So this is the solution. Like, yeah, it makes absolutely sense that he builds a sawmill. Same point. Funny point is that he does not yet build a sawmill next to the lumber camp. Because this is something I added or will add, or I'm adding right now basically, is to consider side effects of your actions. So when he thinks, or the AI thinks right now of the sawmill, placing it right now just considers, oh, I need to improve my training capacities, and doesn't care for the side effects. But what I'm implementing right now is that the side effects will as well be in there. So when you think of adding a sawmill, then it will probably in the future take this spot because of the side effect that he gets an additional permanent wood as well. That's the next step. Yeah, and if you wonder why they don't like build more of the farms and stuff, it's just because right now they try to maximize only to buy a servant each round and build a militia each round. So they don't have not real scaling in there right now for how to say it, no real scaling in terms of making a bigger and better army. That's will come in the future as well. But I'm really like, it's really cool. Really cool to see that it's slowly going somewhere. And as I said, I build it in a way that it's not saying, okay, I need to build a woodcutter, that it says I need to improve my wood production, so therefore it will use other buildings that are not in the standard buildings as well, which is really good. The map looks like there is a particular kind of tree that can't grow with salt water on the ground. The map looks like there is a particular kind of tree that can't grow with salt water on the ground. Ah, you mean because like they
grow next to this lakes, or what do you mean? Forget it. Yeah, I'm dumb probably again. Okay, yeah, guys, we have it, we have it. That's really cool. So we have a new map. We have the AI doing baby steps. Okay, okay, okay. So, what is the next step on our agenda? Ah, what we wanted to try. I completely forgot that. Do I have enough stuff to try it out? No, I don't. I don't. Should we? We should. Let's do. Why can't I place my units? Am I blue? I'm blue. Ah, because the area was... okay, let's see. The server was busy. Yeah, I see. We will have to fix that as well. But we will eventually. So we need the mammoths, and we need a few of those. Because I want to see that we can slaughter those. Because if we look in here, that looks good. That looks good. Ah, here is... What is that? Header. Oh. The mammoth card doesn't work. The others look good. But why they don't work in here? Because like here, they look fine. But here they don't. That's... yeah, we will figure it out. Let's go. There's bugs as well. Arrows. I think this is... yeah, I think it's this one. If I hover over here. Can't I? What is going on, guys? Why do I not see the building options? See? Ah, yeah, okay. That's a bug as well. This is one that happens quite often to us. Okay, yeah. Here's some mismatch. Ah, I know what's the problem. That's easy to fix. I think that's on modifier configurator, and then we need our breeder. And by card production, there probably will be... this needs to be Moomaths. Not the plural. I think it will not load automatically. Yeah, it loads automatically. It's okay. Okay, so this is done. We want to have that. Want to have this one. Yeah, they still not try to fight us. Ah, yeah, localization is missing as well. We need to add that later. I'm not sure if I should make the tool to add the localization as well when I create it. I'm not sure about it. We are a bit boxed in, I would say. To get this one, we need to place a unit. Yeah. Can we? No. It's crazy how long it takes. It still computes. Yeah, okay. So this one still computes.
Yeah, there will be a bit of pain to optimize the AI to not take ages to calculate. But on the other hand, if it takes 10 seconds and we just can keep the game responsible is right? Whatever. Then it's fine as well. It doesn't matter too much. Responsive thing. Yeah, if we keep it responsive in the time and the AI just needs 10 seconds or 15 seconds for the turn, I don't care. Because, like, yeah, whatever, then the player is quicker than the AI, but it is what it is. I think that's not a problem. It just should be responsive so that we not having this, that we click, and 20 years later, when the server is ready, an action gets executed. Yeah, maybe I don't try it here. Maybe I... let's stop that. Oh, crazy. Do they try to attack this one? No, they don't. Ah, this was from the turn before. Okay. Yeah, whatever. So, guys, I check this later. I'm too lazy now to check it now. We can check it later. So what do we do? So we have slaughter, we have this stuff, we have the models, we have the icons, we have buildings, we have the anomaly. This one was already checked. Cell is different, it's 13, whatever. So, okay. This we have as well. So we have all of this stuff done, which is cool. Which is pretty cool. Should we go for... should we do it and make some badges for Twitch to have our subscribers? Should we do that? I'm not sure which size they should have. Hmm. Yeah, let's do it. Come on. We do it. It's fun. I would say we go for... would we open a new one? Do I have one? Moomath? Did you mean mammoth over there? Yeah, someone said Moomath when we created it, and so I called it Moomath. It's not a mammoth. It's a Moomath, which is a completely different species. They don't have anything in common. Math of the cows? Yeah, that was the funny part of it. So, I think this emotes place suits the best. So, and I have no clue. How do I add them? Power ups channel. Is this rewards then? No. It's... create badge drops. Is this? No, that's not what I mean. Guys, maybe... should we do it right now? Emotes? Ah, here's the emotes. Okay. But there is not subscriber emotes. No, that's not what we search. What do we search? We search for badges, right? Should be something different, I guess. Sub badges. Where do I find them? Subscriptions. It's all other stuff.
Not in emotes. Maybe it's not where I thought. I will. Second. Okay. Sub and badges. I thought I found that before, but oh my god. That's so hidden. That's so hidden. Okay. It is somewhere under monetization. It is creator dashboard monetization. Here we go. Okay. Here we go. Okay, we have it. Guys, there we go. Ooh. 18, 36, 72. Okay, das heißt, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 6, 9. Das ist das, was wir brauchen, ne? Das ist das, was wir brauchen. Hopp, hopp. Und dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen hier die Größe. Ist da. Ist da. Und was brauchen wir noch? Was ist das hier? Das ist dann. Okay, okay, okay. So, wie machen wir es denn, Leute? Also, was habt ihr Bock? Wir könnten jetzt. Was nehmen wir vom Thema? Also, erst noch mache ich vielleicht die Dinger hier. Die. Das heißt, 18 ist halt nichts, ne? 18 ist halt. Das ist dann Base. Und 18. Ne, warte mal, wir müssen es anders machen. Wir machen Sub, Badge, Base 18. Das ist dann doppelt so viel Pixel. So, das letzte ist dann 70. 70. So, Leute. Okay, okay, okay. Wollen wir die Pferde einfach nehmen? Should we go for the in-game? Should we go for those icons? Or should we use such stuff here? Like the horses, animals. How many do we have? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another 6 is 12. How much do we need? 1, 2, 3, 4. Not even close that much. Should we go for them? Just start with militia. I think no one wants to be a servant. Should we become a servant? Yeah, we should become a servant, right? Shouldn't we? Should we first? Everyone starts as a servant. Everyone starts as a servant, so the base should be a servant. And do we call it servant or space? No, we call it servant.
because this should not be space is where we use it. Call a servant. So something like that. And it should be bigger. And then it should be really big. The question is, it will not be visible and readable. And the question is, which color do we use for it? Because this is, if we take, for example, none. I'm not sure, is it always like dark, or is Twitch sometimes white as well? It is probably white as well, right? So it will not work if we, for example, take that one. We put it on here. It's not both. Yeah, okay. Indeed. But we could take. Let's get those colors. Let's get those colors. If we take this. That's hard to say. And even if we then, I'm not sure which is 100%. 100%. This is 100%. Oh gosh. Okay, so if we would have it like that in a dark mode, it would look like something like that. Which is okay, isn't it? Not too bad. It's not good, but it's not too bad either. But this wouldn't work on a white thing, so we could do it similar to that one and just give it a dark background. Thing like that. Here we go. And then we could say this one has a corner. I doesn't want my corner boy to be corner. Come on. Take the other one in it. I don't care. Corner boy, then you're gone. So something like that. Then it would look like something like that. It's a bit unaufgeregt, ne? It's not so fancy, not so cool. Make it more popping. Something like that. What is the color for the mods? This one. Could go for reddish. That looks not too bad, doesn't it? But I'm not sure. I'm not sure. Should we try it? Should we just give it all? I'm not sure if this works instantly or not. But if we take that, put it in here.
maybe a bit too reddish. What is that? I'm not sure why this happens from time to time, that I move the things and like the export slice doesn't move with it. I have no. So let's go for it. Does this? Works. Okay. So let's go. Question is to where do we export that stuff? I have somewhere which stuff already. I should have, but I'm quite sure it's a mess again. Exports to the Twitch. It's not a mess. It's a bit of a mess. It's emotes. Here we have them. Do we put them here as well to emotes? Let's do it. Badges. Start, rein damit. Bam. So. Rocco, moin, moin, moin. Is this still game dev? It's game dev related. Today there were so many people donating and subscribing and gifting subs away. I still don't get it why it happened and what happened, to be honest. And we ask for badges. So the thing is now having some badges for the subscribers, but I think it's a bit of game dev because it's design in terms of like graphical design, and I think that's part of game dev as well. And to be honest, when it comes to commercial games, it is some form of promotion thing, whatever. So yes, I'm not sure. It's not really game dev, but since how to say it, is the last months feel like I do a lot of stuff where I would consider as game dev, but it is just for making the game. And that's quite weird. Because how to say it? It's part of game dev, but you wouldn't consider it as making the game. You understand what I mean, kind of? Like it's important, it belongs to game dev, but it's not making the game. It's stuff around the game, which is still needed. Don't worry, I'm just teasing. I'm just easily teased. Or how to say it? I have no clue. So okay. Do I need to actually do that for all three of them like that? It seems. I own all the rights of the images, yes. So the question is now, is this straight away going to chat? Will this show up now when someone, which is a subscriber, can some subscriber make a message? No, it doesn't. Do I need to hit F5 for that? Yeah. Just press F5. I hit F5. Then it shows immediately. Morning, Xeracles. Hello. Welcome. How you doing? It works. It works like a charm. The question is, should we go on? Yes, we add today the icons, and then later we can change the style. Or is this a dumb plan again? I'm known for having dumb plans. So militia would be the second day. But the thingy thing is here, it is too detailed. I'm 100% sure it is too detailed. Let's see how it performs. But
I would guess this is not a good idea. Just make that because it looks so similar. I know what we can do. I know what we can do, which makes a huge difference. Because it's not just about the form and the size. It is as well about the colors. And if we use more pastellige Farben, then we probably... Why is this snapping all the time? Stop snapping! Which combination? Okay, this is the combination. So this one. And then the smallest one. And then I would say we do it in a way that it's useful and sensible. Is to this one, bam, bam, and we want to lit a fire. So basically, I would say we take this, and then how do we do it? We go from golden to burning. Something like that. Wasn't that hard. Now we can see the icon again. I am... so the second month should be something like that then. A bit more orangey, right? And the question is, how do we do it now with like... just take the same color? No, joking. With a bit darker. Something like that. That was not what I meant. That's not... No. It's not the thing. That is not the thing, is it? How would it look? Oh, I think it looks decently well. It's not perfect, but they're getting distracted again. We never get it. No. Tim. We never get distracted. We're doing the important stuff here. The important stuff is badges for our subscribers. That's the important stuff. Shit. They look shit. Sorry, but they look shit. Why they look shit? Because they look shit. The thing is... Could we do something? We get distracted. I could fire you again aus the Fenster. Do we make a Verlauf? Something like that. It's not strong enough. It's not strong enough. If we go for that and that and that. That could work. I say could, not it works. Shit. Design skill des Todes. Why is this always on top? Another trick we could do. Oh, I like that. It's just a bit.
What is missing? Is it too bright still? It probably needs to be darker. Something like that. Oh yes, that could work. I initially really wanted to complain about it being too detailed, and then I remembered Sir Brocklott's NASA badge. That's another story. Yeah, we could. Yeah, I'm not sure, but I think this is okay-ish. It is not cool in terms of its. It is too detailed for sure, but we cannot, or we don't have better icons right now. Like, what we could do is, instead of doing this, we could go for the tags. That would be possible as well. That we go in. Let me check this. We take those. But they are not as cool in terms of like you do not understand completely what it is about. So if we go for something like that. Here we go. So, and then in game I taint them. Can I do that here as well? Okay. Something like that. So the question is, which one do you like more? Oh my god. What do you think? Can you even see it? Probably not, because it's so small. But should we go for like the units, or should we go for the tags? I guess zoom in that you can understand which direction we go. Like the natural size would be, or the displayed size would be that. But I see that. No, I don't like the reddish. Yeah. 2 months subscriber. Let's try this one for a second. I'm not getting distracted, guys. This is valuable. We have to polish and... Martin found another design rabbit hole. I find a lot of them, I can tell you that much. This is what I can do. I'm not good at designing, but I'm good in jumping in designing rabbit holes. I did this for quite some time, and I will continue to do it. Be aware. Not aware. Be warned. Be warned. So. Okay. Come on, jump to the...
Where's the no middle? Ah! So, okay. Let's do it like that. Doesn't want to give me the middle, so Pi mal Daumen. Okay, okay, okay. So let's go for it. If we say this is this one. Ah, damn it. Why is that? I hate it. There's some weird thing, which is, and I probably can turn that off, that it sometimes aligns to comma style, not to full integers, but to whatever, to float values, and then the export messes up the size. It's a bit annoying, to be honest. So now, let's see how this looks. So, wenn ich jetzt F5, I can't, like, I can't see that this is a sword, to be honest. This is not in my capabilities of seeing, to be honest. It is okay once you make it bigger, but it is not okay when it is small. Guys and girls, what do we do? Do we skip it here? Do we dip? Do we just I have an idea. We give it another 2 years and then we're done. No, we try to do it in 10 minutes. 10 minutes, we are done. And then we do the next stuff, right? How hard can it be? Just one solid icon that is very Krawall and then colors are all the variants. Yeah, I think that's better. I have an icon. That's thank you. Thank you for being so productive and helping me out with my Unfähigkeit. There's 2 icons. It's 2 icons. You could either do that or you could also take the spearman, but the spearman is too small, probably. That looks horrible. Horrible! Color overlay.
I never have seen this crown in big. I'm not sure if I want to see it in big. So let's see. Let's do it differently this time. So here we go. Also, dass man da nicht einfach 3 Images wählen kann. Bisschen umständlich. Oh yes, nice. That's good. That's awesome. That looks really good. That looks really good. Damn it. Heinrich, you are the best. It's even glowing, which is really nice. Oh, how do you like it? It's good? Can we go for it? The only thing why it is not glowing in a big form. I messed it up. Ah, I know why. F5ing. Do it. Do it. Do it. Why is it not glowing? Is this one? Probably because of outer glow color over. It doesn't has an. Ah, this is. Size. This needs to be big. Not too shabby. It is okay, isn't it? It is okay. Could be better as always, but it is okay. So now the big one glows as well. Maybe that's not good, but let's try it. Can we just replay? Oh my god. Need to delete all of them. That's a bit weird. But we don't complain. So here we go. So the edge seems a bit thin at the bottom in light mode, but otherwise good. Ah, okay. So I don't have light mode. I never put light mode on. So we should make this a bit like this, probably. Or we leave it like that, just taking those parts down. That's not what we want to do. So something like that. So that should be better. The edge seemed a bit thin. Well, light mode is really light here. Wait, maybe the problem is it's cut off. Ah, okay. Yeah, give me a, because like for me it looks
good in dark mode. And it doesn't need to be perfect. We are far away from perfect. That's not the goal. Then I undo it. Let's keep it as it. So okay. So we have a winner, I would say. That looks cool. That looks good. So the question is now, how do we do the coloring? Do we go from how we have it here, or do we go more saturated colors? Like, how many do we need? We need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's a long time, to be honest. And should we go then for the reddish down here? In terms of, where's the color over there? This one. This is maybe too soft. I'm not. So should we go to red as final boss? Yeah, but if we do so, if we go to red as final one, no, it's the anti-aliasing, not even black getting though. Okay, and we leave it. It's okay. This question is, guys, which color scheme should we go for? Because I think this is fine if we do it like that rather. Because I think we could go from yellow to reddish. And where I would end up, to be honest, is like to be purple. Love if this is... I'm not sure why, but I would love if this is the final color. So then we should add in a few more others. So we could go from red, then we go to green, which is a bit weird. And then we would go to bluish, light blue. Why is that like that? Ah, okay. Brighter. Let's go. So, this. Yes. This is something I could. But why is this again buggy? Is this buggy? Ah, it's just... Okay, no. Huh? Ah, because it gets into this. Get away here, little buggers. So, this is where we end up. Is this how we do it? I would say it looks good. I would say it looks good. So we take this reddish. Okay, it can be darker. So this should be more intense. This should be, as is a colorization, all of those. Maybe not the first one, but this could be much brighter. That completely bonkers. Let's see. You could start with green or even blue then. Should we start with green or blue? Yeah, probably. Let's see. Willkommen zurück, Anni. Wir machen hier Quatsch. Wir sind auf dem Weg abgekommen. Und jetzt machen wir Quatsch, aber, ne, kennst du ja. Kennst du ja, wie es ist. Ah, you mean that we start here, blue, and end purple, like we go the full circle. Let's think of that. Because like the golden colors is cool as well. So the final color should be purple then. And we wanted to start at bluish. Yes, we do that. So
we could do that. Then we go to light blue. Then we go to green, into the greens. Then we go into the yellows. Those. Give me yellows. Kill yellows. Then we, then we go into the reds. But then the real reds. Real reds. And then we go finally into the, that was not what I meant. I want to delete this. Yes. So is this the colors we want to have? What kind of color scale is that? Red next to green? Yes, chill. Chill. I thought just the natural color progression red to green is unintuitive. Okay, much better. If you say so, we do it. We do it. Let's go. Let's go. Oh, yes, that's good. We could even do that one a bit. Every more, we can make it lighter. So it's more purplish. More purplish. Yeah, I like that. Quick distraction, when I create a new Excalibur drawing in Obsidian, I always start in light mode, although Obsidian is dark mode. Do you know about any setting that controls this behavior? Alle Augen zukneifen, keep your eyes closed. Here is heavy testing grounds. We will do the test in 3, 2, 1, go. No, I don't. I don't. Okay, you can open your eyes again. All is good. My eyes! So... Does anyone ever will have this color of a badge? That is the real question. That is the real question, guys. And should it be the final one? Should it be the final one? If I'm honest, I don't think it should be the final one. I think this one should be the final one. That's physically true. You forced us to. That wasn't my fault. You said I should try it. You said, Martin, please open it. Can you read? You said there, Martin, please open Obsidian and try it. That's what you have written. Or at least that is what I've read. I didn't ask you to try it. I wanted to know whether there's a setting. Yo, Tim, do you know that I'm such an you have to include that I have to try it. I think you know exactly what you have done, and it's you manipulated me into doing it. So I would say it's up to you. So guys, should we honestly keep this as the final one? Because it's so glowing and it's golden and everything is cool and nice? Or should we do this as the first? No, we should neither. This should be somewhere here, I know. But I think this is special because it comes close to golden. That's the reason why I think of it. Anyway, let's start. Couldn't I just go here? Pick this one. This one. Oh. No, I need to do... Oh, that's a bit of annoying, but...
sure how to do it better. Okay, so we start with the blue ones. Is this correct? Is this the way we want to do it? That's a lot of unnecessary work. But what can you do? Yellow, golden, final. Then I'd go to green, theon, blue, purple, red, orange, gold. Let's create them, and then we can still order them how we want to have them. That's like... So how many do we need? Let's figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so what we can do is then we take those. 3. Is working with this one as well? I hope so. We make it like that. And then go here for even spacing. Is this here? Space horizontally? No. This one, and then space vertically. So now we have a somewhat even distribution. Guys, we are over-engineering, but we're doing badges. Come on, please. Please be friendly and nice that I'm absolutely not doing game dev. But we promised to do this for quite a while, and now we're wasting our time on badges. Isn't that a great time to be alive? Keep the scaling in mind. The first few are very quickly over, so they might as well be similar. Keep the scale in mind. The first few are quickly over, so they might as well be similar. Ah, timescale. Now I get what you mean. Yes, that's this thing as well. But I think it's good for, like, from the now game design perspective, it is good when it quickly changes in the beginning to, it sounds so mean, but to build habit, because people love to build habit, and later when you're used to it, you don't need it to change every time. You know what I mean? Like in the beginning, it's much more important in game design to make a difference, while later it's okay if the difference is more subtle, whatever it's called. That's weird to think about, but it is what it is. Make the first crown be broken. Oh, that would be funny. Or the last crown would be broken. That would be funny as well. Laser edge. Was a lasered edge? Or a laser GG? I have no clue. Welcome in. I hope I didn't butcher your name too much. Nice to have you around. So, but... okay, something like that. First crown broken. That's true. That would be funny as well. Or you didn't get a crown from the beginning. You get just a sword or a servant or something like that. So we keep this color here, so we have just to that.
Yeah, that's... Oh, nice. Leute, I'm happy how we did it. And I wouldn't have done that like a year ago. It shows, chat, you're better in manipulating me doing the right things. Oh gosh. The problem is we doing the things right, but in the right thing. No, how to say it? We don't do the right thing, but we do it right. That's the horrible part. That's the part that is maybe not that good. But we don't talk about it. Just keep getting on. So let's do it. Come on, give me the last one. Go. So, oh, it looks beautiful. It looks beautiful. It goes from, this is so similar, start and end is so similar. I would love if this is the end. This is the end. This is the end. The rest is fine, yeah. Make the 1 year on full white so Heinrich can't see this. That would be funny if we each month we just replace it with a white one where Heinrich is at the moment. Martin has forbidden me to sub, so only be relevant. I get another gift. Heinrich, you always get a gift, so I imagine that will happen. You would be at 9 months probably. So 1 year is then the next goal. Like, as far as I understood, it falls back to the last existing one. So I think now if we look at it, it would be, if we start with this, is this a cool color to start? Yeah, the blue is cool, isn't it? It's good. Guys, I like it. How do we do it? Do we name them? Do we name them to make it easier? Enumerate them? Yes. We do that. We do that. Whatever. Oh. I am starving, but we will finish this and then cook some food. So. The thing is now we rename all of them. But I'm not sure. Yeah, it's okay. We rename all of them. And then I have a template basically. Maybe I should have done this straight away to have it in a separate file. So I can just have a template and so I don't have to rename them. But whatever, we hopefully will not rework them again in the near future. But on the other hand, I know myself that no, we don't touch it. We don't touch it for years. Will be updated 2028, probably. If we are lucky and still streaming in 2028, we will update it then. It's so crazy, like the Steam page. I know there is so much stuff that I should fix and work on, but it is, it sounds weird, but it is so little time. Saying that while making those badges seems a bit, how to say it, a bit dumb. But usually I don't do too much going off stray and do other stuff that is not needed. And still I can't manage to put out a new trailer and update all of those descriptions, make new images and stuff.
And we even want to have like localization next time I update the Steam page. I probably don't go for all the languages I will finally support in the game. But the cool part would be at least German and English. And maybe one or two other languages to understand how the workflow how the workflow would be to yeah. Guys, which one should we have last? Should we have this one last and this one first, or should we have this one last? Now we have this one last. Yeah. Yeah, I'm not sure. Did any one of you localize the Steam page yet? Someone of you have the knowledge on which process is best or works at least? Because I'm not sure how to do it. If I know I can take AI to get somewhere, but I don't want to have the final result come from AI, because I think it's so much more important that it works. Is this not works? It is emotional and fits. No, I would start here, Heinrich. I wouldn't. I like those as beginners colors, but I would take this one and basically put it last. This is how I. Like, don't know what Martin said, but Mimi usually fits. Do you have an idea how much the localization might cost you per language? I have no clue. To be honest, I have no clue. I hope that I maybe find one place where they can do everything for me at once, but I have no clue, because like there's a lot of text. Meanwhile, there wasn't much text in the beginning, but now to have also the tutorial texts, and yeah, it's not too much. It's not like hundreds of text message or something. It's more like hundreds of lines or so. It's not too much, but it's still will not be completely cheap. Green before red. Green feels cheaper than red. Yes. Yeah, sure. We do light blue cheapest, then green, then yellowish, reddish, purple, pinkish, purplish. But I still think this color or this color, maybe we. How could we do it? We could make this less purple and more blue, so this color is last. I'm not sure if it's like this order, but this, those both compared, this seems so much more powerful than this one. But I somehow like the color here more. But what we could do is take this and just make it a little less. Term in terms of, no, that's the wrong thing to do. Oh, we could start with white. What do you say by that? Is this too shabby? Is white too less? Ich werde hier gescammt. Wirklich? Da steht Deutsch und jetzt redest du Englisch? I'm so sorry. There was a massive raid today, and so we decided to do it in English. I'm absolutely sorry if this clickbaited you, Svenja. Welcome in. I hope you can forgive me. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Oh, so few messages. There's a website to crowdsource locating. It's called Crowdin. Nice. That would be a good thing as well, I guess. Martin trollt seinen Chat halt gern. Und seit er weiß, dass ich ihn nicht bannen kann, ist ganz extrem geworden. Ist richtig schlimm geworden. Ne? Immer diese frechen Englischsprachigen in den Chat kommen und dann Stream kapern. Es tut mir so leid. You can tell AI how it should translate stuff. Even a way detector would not recommend it. Yes, yeah. But I think it's a part where I would love to work with humans as well, to be honest.
Like, I completely get that you probably can do it in a really high quality or in a good quality as well. But I think localization and content would be a part where I say, this is important for me, that it comes from humans and not from AI. But you can never prove if translation is right in a language you don't speak, so it wouldn't not do that. Yeah, that's a fair point as well. What side quests are we on? We making Steam badges when you talk about side quests. this is horrible. But we ended up there somehow, which is, it is what it is, guys. We just... It is probably because everyone today was completely crazy and we have so much new gifted subs, and so yes. Why is this again? I hate it. Oh no. Do I have to do it for all of those? Yes. Oh my gosh. This is only one thing that drives me mad, is that it sometimes here uses this not full points and then export get messed up. But I think there must be a config somewhere. I need to check if I can turn that off. That it for like the canvas root only take full points and not Kommastellen. Latest on Reddit. Oh, it's Steam. Anyway, we'll get them. Da steht auch Englisch. Steht da Englisch im Chat? Weiß gar nicht. Dachte, ich habe es mal rausgenommen, aber ich glaube, es ist Deutsch-Englisch, oder? No clue. Oder Heinrich hat es geändert. Das könnte sein. Weil Tomate wäre nicht produktiv. Das würde er nicht machen. Mr. Reaper, I don't want to trick my potential players. If I want my game in different language, I would look to translate with a good reputation or something. I would trick my potential players. What do you mean by trick potential players? Do you mean by using AI and not disclose it? Yeah, but this is like, this is what Steam explicitly asks for. They ask for user-facing AI-generated stuff. So when you make a game, it's you can use AI, that's no problem. But when it is user-facing on Steam, at least to my knowledge, you have to disclose it. So you have to say, okay, for translation, I used AI or something. So I wouldn't call it tricking, as long as you disclose it. If it's like, if you use AI for technical stuff, they don't care. You can do whatever you want. You don't have to disclose it. But for like content, if this is what you mean with tricking. So as long as you like play by the rules, everything is fine, I think. But if you don't, then it sucks. Yeah. And because it's like, people hate AI-made games, which is absolutely fair, and I'm on the same page. So when there is a platform where you have to disclose it, you have to disclose it, because people rely on that it is disclosed, in my opinion at least. Aber die Einstellung ist Deutsch. Multilingual Twitch ist heute nicht mehr hin. I'm sorry, Svenja. I'm really sorry. There was a 31 Subgewitter this morning. You wouldn't have been hit if you had become earlier. Yeah, that was wild. That was really, really wild. Where's... That's why I never release a game. All that art stuff, I don't have money for paying artists, and I can't do it at all myself. Yeah, sure, Svenja. But I think, like, in your case, people would still love to play your game if you let people know that it's made by a blind person. Basically, how should you make art, you know? Like, I think you could make a game with AI art, because it helps you to have an expression, you know? Like for your case, it's so much like one of the cases where I say AI could be or is a really, really good thing, because you could express what you think, what you imagine yourself, how it looks, and people could get it by getting those generated stuff. You know what I mean? Like, at least I, as player, if I would know someone who is blind, uses AI to
make a visual word for others, that would be, yeah. Sorry, I started Arbeitszeitbetrug late today. How's it going, Code? It's going good. It's going good. We today completely went out of the... Wir sind total im Feld verloren, wenn ich das mal so sagen würde. Wir sind irgendwo abgebogen und wir machen Sachen, die gerade absolut irrelevant sind, aber ja, wir haben Spaß dabei. Das ist ja das Wichtigste, oder? Oh my god, it's still in here. Yes. So, yes, we have a good time. And I'm therefore making this beautiful badges for Twitch so that every of those subscribers can see how long you're subscribed, because today we got like a massive, huge amount of gifted subs and all of that stuff, which I'm absolutely grateful for. And so we decided to go off track and do this badges just for fun. For funsies. So, Deutsch and English text, but that's not something I can edit. Yeah, it's fine. For me, it's fine with German and English, to be honest. Like, it is meant like it is. When people come in and speak English, I sometimes switch, I sometimes not. And I want to keep the freedom to myself to decide myself if I do it or don't. With trick player, I meant to message from me boosting even detector would not recognize. Yeah, I think I understand the message differently. I thought it's like from quality point of view, you know what I mean? It's not tricking in terms of tricking somebody, just from quality point of view that you can create language by an AI that is not detectable in terms of it is less of your quality. That's how I understood it, but whatever. Yeah. That not included, that should not be marked. What? That not included, that it should not be marked. I'm not completely understand. But what I read, Mr. Beepo, from the Steam, is that if this is user-facing content that is created by AI, then it should be disclosed. That's at least what I understood. So when you have a translation, make it by AI and have this shown, that should be in there. That's at least how I understood it. So what do we want to do? We have an ordering, and now the last batch is the first batch because we messed up. But the last batch is the first batch. Number 9, this one. This is like a lot of clicking today. So and now when we uploaded this shit and we have to start over. So, first batch is in. No, you don't be sorry. I was joking about the language part. Yeah. I use AI for coding, but never use AI for something I can't prove. Yeah, completely understandable. I got a gifted sub without being there. Yes, today. That was like, it was wild. My opinion on AI game dev is my hobby, and I have 3 working brain cells left. So why outsourcing my hobby to wannabe 10,000 with Alzheimer? Yeah, absolutely, rough night. I completely understand that. I get that, and I'm not like giving away the parts of game dev I want to do myself. So all the game design part, all of the art stuff, texting and such is all what I do myself. The only thing where I started personally, I used AI, and not because I love to do it, just because I need the time save is for coding. Because coding is like taking so much time. And that's why I started to use for the coding part an AI, or to support myself with AI. But still, like all the architecture and so you still need to do it on yourself. Otherwise, it's just garbage. Like, it will blow up really quickly in terms of size and stuff, and you get some features done. But then you get to the point where adding new stuff is impossible and everything falls apart if you not have a clue how to structure it.
Wir brauchen Props hier, Kontraste. Finste? Brauchen wir Kontraste? Ist zu wenig Kontrast. So, wir haben jetzt 2 hochgeladen. Ich mache mal noch das dritte und dann können wir ja kurz. Wenn ihr schon sehen wollt, wie es aussieht, ihr könnt einfach F5 drücken, dann sollten die ersten 2 Badges sollten schon sichtbar sein. Gucken wir gleich mal. So, Cancel. Warte, was habe ich jetzt gemacht? Ach, das ist 3 Monate. Monat 3? Monat 3. Safe. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, haben wir doch. Super. Monat 6. So, let's go. Let's go. F5. Wir sehen, wie ihr coole Badges tragt. Hm. Yeah, the morning was so crazy. The algorithm had to go offline. Listen, find receiver. What? Yes, it was a bit wild. I mean that you need to make it visible that AI is involved. This is like a general thing that will come? I didn't know that. I just know from Steam that they have a tag or when you upload the game or when you register it and set it that where user-facing stuff is generated by AI. That's in Steam, but I have no clue for the other part. I'm currently making Graveyard Keeper accessible with a mod. Yeah, it helps me on my own. I'd never come so far with the knowledge. Yeah, absolutely. Yeah, there are some really good use cases for it. Some really good ones. I want badges too. You have badges, or you need badges for your stream, you mean? Oh, it looks so good. It looks so good. To be honest, I like it a lot. Svenja, you have it suits you very well, the 2-month subscriber badge. Yes, I like it a lot. Oh man, it's better than I thought. It is maybe a bit weak on the color side again, but I like it. Should we ramp up the color? Should we try it for 2 to ramp up the color? Guys, we are so deep in a rabbit hole. Let's go for it. Let's go for this one and just try it. Just to see what happens. Can just bump that up. So it's not... Yes, let's try that. Bam. And the third one as well. But we leave it for the first one. The first one is whitish, that's fine. So then we have to upload and guys and girls. If I would have make a single page for just those badges, I could click bulk export. I could even yeah, I could, yeah. I'm doing it wrong. Why is this again here? Didn't we fix it before? No, it was another place where we fixed it. Okay, so now we have it uploading again. So we want to do 2 delete batch, delete. This is this one. This one. Okay, save. 3 months, delete. Yeah, I see it. Yeah, it's already showing that this is better. So let's take a screenshot of you. So we have this and this, just to compare it. So here we go. Where we go? Where are you? Ah, there. Okay, so it looks with the weaker colors. Didn't it update? I still see the same colors. Ah, okay.
It should be more bluish. Why is it not? Is this the... No, it's 2 months. Oh, yeah, no. Yeah, okay, this is, again, I should stop. I should stop try to not. Look at this. Like, this is still the same for 2 months, but for 3 months, for 1 month, it looks so much better. Looks so much better. Okay, guys. Keep calm. AI has come to stay. I like everything has a pros and cons. I use it extensively for work, but I don't want to lose my own skill. Yeah, sure. Therefore, I actually try to do both. Yes, that's the same way I do it, I guess. Sure, I guess could for some jobs, and I don't want. Yeah. You have too much, but I completely agree with you. But I'm not yellow. Disappointing. What? I'm blue. What the fuck? Yeah. I mean, my own channel, my artist doesn't make them. Ah, yeah, okay. Yeah, my employer requires you to as an office training. They also look at during performance cycles, as far as I understood. Crazy. Cache invalidation is one of the 4 hardest problems. Yeah, it's. But I don't want to invalidate the entire cache for this page. So cool. I am calm. So okay, guys, what do we do? We go for the more colorful one, right? It suits more to the rest. I think it suits more, and it's probably looking better on how to say it, on light mode as well. Let's go for it. Let's go for it. So we have to change again. Good at. I'm just starving here. I'm just starving. So, yes, okay. Yeah, for this one it works much better. I think it's like, I didn't told you that, but it told you that? I'm not sure. I have like this is an Alienware screen, and the colors are so insane that for the game right now, always when I want to validate colors, I go to the other screen and put the game over there, because on this screen every color looks so good. That's so, like, it's so nice to have it on the one hand and everything looks good, but for game dev I think it's a really big problem, because like it looks better on my screen, and this is a reason why I often use saturation and stuff, or set saturation and stuff wrong, because on this screen it looks so much better than on the other, that I rather tend to be not as aggressive with the colors as I would on the other screen. So don't buy the best monitor for game dev when it comes to art. That's good for high quality stuff, I think, but it's not good when you have a player base that probably don't has as good as equipment. And I think this game probably doesn't. Yeah, it looks better. It looks a bit shittier in terms of quality, but yeah. So okay. So where did we left off? This one. So we are there in a second. Let's go. So 6 months. 6 months should be 5, right? Yeah, okay, 6 months the golden one. That's nice. That's cool.
No, I completely messed up. It should be this. Ugh. Einmal mit Profis. One single time. But it will never happen because I always have to work with myself. Habe ich jetzt das Falsche gelöscht? Ich habe das Falsche gelöscht. Wie war das mit dem Korn? Ach, was brauchen wir denn jetzt? Wir wollen welches haben? Das hier brauchen wir. Are you really a programmer if you're not to take 2 days to automate this color sequence exploration? Bitte, bitte bringen wir nicht auf doofe Ideen. Bitte, bitte nicht. Hey, Driftix. Yo, 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 Grüße. Hello, hello, hello. Na? Wie ist es bei dir? So, haben wir. So, jetzt kommt, ach, 9 Monate ist das Goldene dann. Oh mein Gott. Habe ich mich verzählt? Sieht schon, fast schon. Crazy. Ein Jahr gesubbt. Ist schon heftig. Das ist schon heftig von euch, Leute. Wisst ihr das eigentlich? Und ein Jahr ist rot, ist auch ziemlich nice eigentlich. Das ist auch ziemlich gut. Sind wir auf der richtigen Spur? Ja. Okay. Looks good. 1,5 years. Oh Gott, haben wir jemanden, der 1,5 Jahre gesubbt ist? Ich glaube nicht, oder? Doch, doch, Citrian auf jeden Fall. Citrian ist schon länger. I think. So, and the final end boss. What? 2,5 years? Haben wir eins ausgelassen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben eins ausgelassen. Which one? Oh no, oh no, no. Wir haben es. Oh. Warum kann ich die nicht hochladen und zuordnen? Ah, gosh. We fucked up. We fucked up quite early, to be honest. We fucked up quite early. Okay. Was da muss da rein? Oh mein Gott. Alles nochmal von vorn. Who made this? Who made this? Whoever made this made it just to make streamers suffer. And hopefully that they never want to change their badges again. Das ist nicht wieder das Falsche gewesen? Es ist das Falsche. Was ist hier los? Twitch Assets? Driftix, wir haben heute so viel. We got so much gifted subs and whatever that we decided, come on, we take a break for a second and doing a bit of the emote and badge stuff. So we ended up to making badges. But they are related to the game, so I would call them game dev related, not just completely nonsense. But yeah, that's the thing. But we did talk about the games and the newest changes and stuff before we started with this part here. Jeez. Do I mess it up again? No, it's matching, right? This one, now 9th, this one. Okay.
Okay. We're on a good track, guys. We are on a good track. So just have to repeat it 500 times. Oh shit, which is Discord. So there we go. This is the year. Oh, the year is good. The golden one for the year is really good. I like that a lot. That's so good from progression. If I That's really good. If I would say I have intentionally done that, but I haven't. But so good. It's so good. It's so good. I think it's a perfect fit. After a year, you get the golden crown, and from there on, it gets more aggressive in terms of colors. And after 2 years, you're getting more the relaxed, chilled, whatever colors. Or what is purple is wisdom, right? Purple is wisdom, if I'm not wrong. So 1,5 years. So. Ja, kaum bezahlt man ihn, tut er mal was im Stream. Das dritte fehlt. Oh ja, shit, ne? Unfassbar, hab mir schon gedacht, dass es an der vollen Kaffeekasse liegt. Das wäre auch ein Grund. Aber nee, wir haben es tatsächlich an den ganzen. Es war sehr wild heute. Ich bin leider ein bisschen überfordert immer noch mit dem ganzen Tag. Aber es ist Wahnsinn. Also wirklich, es war ein bisschen wild. Ja, und genau. Deswegen, eigentlich wollten wir auch noch Emotes machen, aber das machen wir nicht heute. Emotes machen wir ein andermal. So. 2.5 years. This is crazy. If you get that, that's crazy. Is there even longer ones when you have a longer stream? Probably, right? I guess when you have more stream, then there's 10 years and such stuff as well. I can imagine. Oh, guys. We did it. Yes. Yes. Ne, die einzige Wirkung, die ihn haben, sind mehr Klopausen. In älteren läuft es einfach durch. Ich am verwirrt. Welche Language sprechen wir hier noch? Wird das so gesprochen? Ich am verwirrt. Welche Language sprechen Age now? Boah, das ist Niederländisch, ne? Ich absolut nicht. Also ich kann es verstehen. Aber Sprechen ist was anderes. So. So. Bam. Nee, das ist Bullshit. Okay. Aber so niederländische Wörter. Tim. Das ist Niederländisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch. What the fuck? Deswegen habe ich ein bisschen was verstanden. Oh mein Gott. So. Komm schon. Okay, blaues Badge sieht man. Tomate ist kein Subscriber. Er ist Founder, aber er ist kein Subscriber. Deswegen hat er kein Badge. Okay, 3 Monate Subscriber. Nein, du bist doch länger als 3 Monate subscribed, oder? Sehe ich das irgendwo? Nee. Ich dachte, du wärst 11 Monate subscribed. Okay, cool. We have it. We see it. And it's not as shabby anymore. Cash bestimmt wieder? Jetzt bist du grün. Ja. 11 Monate Subscriber. 9-month Patch. Yep. Absolutely. Nice. Nice. Er hat das nur gemacht, um euch zu judgen, wie wenig es habt. Ja, das war der Hauptgrund. Es wurde mir hier ein bisschen zu faul von der Sub-Seite her, deswegen habe ich jetzt diese für mich Farbpalette eingeführt. Ist nur für mich. Ah, guys.
Ich finde es beachtlich, wie sich dein 2D-Zeug entwickelt hat seit dem Hafenprojekt damals. Richtig gut. Und moin, moin, Exile. Grüß dich. Hello, hello, hello. Ja, danke. Danke, danke. Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert, ne? Obwohl ich immer das Gefühl habe, dass ich keinen Plan habe, was ich tue. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Zumindest im Ergebnis sieht man das. Ja, schön, dass du da bist, Exile. Wie läuft's bei euch? Ihr habt da die 100.000 Wishlist mittlerweile geknackt? Wahrscheinlich schon, ne? Das müsst ihr auch. Ihr wart ja das letzte Mal, wo wir gequatscht haben, vor einem Monat schon bei 72.000 oder sowas. Ja. Das geht auch nicht weg. Schauen wir mal. Das Gefühl meinst du, ja. Ja, voll. Das heißt, du fühlst dich teilweise auch immer noch als Anfänger? Ja, aber du warst doch schon länger. Es ist echt jetzt, ich muss dir was zeigen. Dadurch, dass das machen wir jetzt noch als letztes. Hast ja auch schon länger nicht mehr reingeguckt. Ich habe noch ein paar Sachen gemacht beim 3D, bei den 3D-Sachen, also bei den grafischen Sachen. Äh, wenn, wenn Godo Bock hätte, Godo hat keinen Bock. Gerade nicht ganz warum. Eigentlich haben wir es ja gerade gestartet. So. Gucke mal, gucke mal, gucke mal. Ich muss dir was zeigen. Einfach nur, weil du ja auch so mit Grafik und Assets und ich dich so viel um Rat gefragt habe. Welche Map zeige ich? Ich zeige dir die neueste, die wir gemacht haben. Alma heißt die. Position wählen. Es ist mittlerweile auf einem Level, wo ich sage, ich mag das Game richtig, wie es visuell aussieht. Also gerade wenn man UI ausmacht, es wird langsam. Ich finde es richtig cool. Es ist so, weiß nicht. Also ich bin, wie soll ich sagen, ich feiere es mittlerweile selber. Und es ist so viel, pam, pam, pam. So viel, also wirklich, es ist derselbe Style immer noch, es sind immer Kleinigkeiten, die sich verändert haben. Aber ich finde es mittlerweile richtig kohärent und also mir macht es selber richtig Bock, in dem Game unterwegs zu sein. Ich muss schon sagen, von dir nicht gebannt werden können, lässt sich echt nicht durchatmen. Lässt einen echt durchatmen. Ja, voll, auf jeden Fall. Die 100k sind es noch nicht ganz, fehlt noch ein bisschen was. Ah ja, krass, okay. Aber ihr seid ja echt, ist ja ziemlich nah dran. Aber ich würde dich doch niemals bannen. Das ist ihr zwei, ne? Was man sagen, ja. Gerade mal was gegessen und habe gehört, muss man zwischendurch machen. Ja, leider, ne? Ich muss jetzt auch los. Farben sind gut, nicht nur zu bunt, nicht zu desaturated. Kann das mal bitte jemand, warte mal, kann das bitte jemand aufnehmen, dass ich von Exile gesagt bekomme, dass die Farben gut sind? Weil normalerweise kriege ich immer gesagt, dass es zu wenig zu wenig Sättigung oder sonst was. Aber ich habe auch echt lange an den Farben rumgedingst. Aber ich finde auch so overall jetzt mit den Assets und so, ich weiß, die sind alle nach Profi-Standards sind die richtige Katastrophe. Aber für meinen Style passt es halt, finde ich, ganz gut rein. Also es ist so, es sieht halt alles ein bisschen bescheuert aus, auch die Mammuts und so. Aber in sich ist es irgendwie kohärent und ich bin so happy, dass ich so weit gekommen bin jetzt. Es ist echt, es ist witzig. Also es ist cool. Richtig gut. Ja, so langsam. Und woran ich gerade arbeite, ist die KI. Also die soll ja auch was machen. Wenn ich hier End-Turn drücke, machen die was. Aber das muss noch, also die machen noch nicht viel. Oder zumindest die machen was, aber es ist alles noch ein bisschen dumm. Und irgendwann wird es gut. Und dann geht es endlich auf die Zielgerade. Ja. Hallo, ich bin Hennys größter Supporter. Viele Follower hat er nur dank mir. Das glaube ich dir so sehr wie deine anderen Geschichten. Okay. Wollte ich gerade sagen. Meinst du das mit den Farben oder was? Die Pferde noch ein bisschen wippeln lassen, also Animation. Ja, das wäre cool, ne? Da bin ich noch nicht ganz. Also die einzigen Animationen, die ich bis jetzt drin habe, sind die Pflanzen, die Wasserpflanzen hier, aber das ist blöd, weil die gehen gerade noch unter. Die Wolken und bei der Schmiede gibt's schon Rauch. Aber ich habe vor, dass jedes Gebäude so ein bisschen animiert ist und dass die ganzen Anomalien, dass die auch so ein bisschen animiert sind. Aber das... Nee, Props. Nee, ich mache jetzt Feierabend hier. Es kann nicht wahr sein. Was ist heute los?
Jetzt ist wirklich, Ops geht nicht. Abfahrt, dreht wieder um. Alle, alle durch die Tür wieder raus mit euch. Wir sind gerade am Gehen. Ah, mein Gott. Ich sterbe hier fast vor Hunger. Ja, danke für den Raid, aber es ist wirklich unpassend. Moin Leute, moin PTZ. Grüß dich. Moin Sunny, hello, hello, hello. Props natürlich auch. Hello, grüßt euch. Patko, was geht? Es ist. Oh mein Gott, was mache ich heute? Erstmal gebe ich dir einen Shoutout, hast schon bekommen. Sehr gut, so ist richtig. Leute, was habt ihr Schönes gemacht? Wir haben heute unsere Zeit verbimmelt. Wir haben so ein bisschen über die KI geredet, die ich eingebaut habe. Dann haben wir diese Anomalien noch mit eingebaut, dass man jetzt so Mammuts und sowas im Spiel platzieren kann und Mammutreiter bauen und man kann jetzt hier Gebäude drauf bauen. Also ich besitze das noch nicht, deswegen sieht man das nicht, aber dann kann man da drin, so Sachen haben wir gemacht. Und dann haben wir gerade die letzten 2 Stunden damit verbracht, diese Batches zu machen. Also alle haben danach geschrien, dass du endlich kommen sollst, damit du mal sagen kannst, dass die Farben anders sein müssen. Aber jetzt mittlerweile haben wir die Farben, glaube ich, auch ohne dich gefixt bekommen. Also man sieht jetzt im Twitch-Chat sieht man die, bei dir im Jet-Style sieht man sie nicht, weil da haben wir die ausgeschalten. Könnten wir vielleicht auch wieder einschalten. Du hast die Faxendicke? Ja, es ist manchmal so, ne? Aber so richtig oder was? Hast du so mit Sachen durch die Gegend werfen oder war es noch ohne durch die Gegend werfen? Du musst heute doch nur 80 Leute bespaßen. War erstaunt und gleichzeitig erfreut für dich. Du meinst bei mir oder was? Oder bei Props? Es war, wenn Props das auch so war, bei mir war es heute auch, die Bude war voll auf jeden Fall. Wir haben einen Raid bekommen. Direkt am Anfang und dann waren wir hier irgendwie die ganze Zeit, ja, bei mir, ja, es war richtig krass. War alles englischsprachig heute unterwegs. Genau. Firebande? Fireband? Nee, Fireband nicht. Heute, ich mache jetzt hier gleich, ich muss essen. Es ist sehr lang. Git ist Pain, so ein Dreckscheiß? Oh mein Gott. Du bist ja auch nicht mit Git. Ich weiß, du hast dich schon öfter beschwert, ne, über die Benennung und welche Naming das hat und dass das doch alles nicht intuitiv ist und so. Das habe ich schon öfter gehört, ja. Ich muss sagen, ich hatte Git auch lange als schrecklich empfunden, bis ich es dann irgendwann einstudiert hatte, gefühlt. Aber mittlerweile, ja. Man ging schnell nach unten. Git ist mir manchmal zu kompliziert, unnötig kompliziert. Ist halt schon ein relativ altes Tool, ne? Ist halt übelst praktisch und funktioniert und tut seinen Job, aber ja. Hast du eigentlich schon eine Idee, wann du damit rauskommen willst? Ja, also tatsächlich würde ich gern im November releasen. Das ist der Plan, aber bei den Wishlists und so ist es alles ein bisschen schwierig. Also ich habe überhaupt da kommt kein Speed in die Bude. Ich habe jetzt 200 noch irgendwas Wishlists. Ich habe aber auch noch keine Demo und so draußen. Das heißt, ja, ich hoffe, dass durch die Demo, dass es dann so ein bisschen nach oben geht. Aber ich würde gern das Oktober Next Fest mitmachen und dann im November releasen. Und dann aber wahrscheinlich, wenn es genug Leute kaufen, dass ich weiter dran arbeiten kann, dann werde ich weiter dran arbeiten. Wenn es nicht genug Leute kaufen, dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Ja, mal gucken. Also, genau. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wir haben jetzt ein Tutorial auch schon. Also ein Singleplayer-Tutorial gibt es. Jetzt fehlt noch die Singleplayer-KI im Prinzip. Da sind wir gerade dran. Weil ich will das so machen, dass du hast halt dieses Tutorial hier. Da kriegst du halt das Spiel beigebracht. Das ist so, kriegst halt hier einen Text und dann wird dir gesagt, was du tun sollst. Dann kann man das Ganze lernen und versteht so ein bisschen, was Sache ist. Genau, und wenn du das geschafft hast, dann wird es für den Singleplayer so Szenarien geben. Und die Szenarien sollen so, also das ist jetzt noch nicht drin, aber die sollen asynchrone Maps sein, also wie das hier. Und du sammelst diese Kronen im Prinzip für jede Position, die du abgeschlossen hast. Also das ist alles gerade noch Work in Progress hier, das wird alles besser aussehen. Genau. Im Prinzip hast du dann das und spielst das im Singleplayer. Und wenn das richtig cool ist und du Bock hast, mit deinen Freunden zu spielen, dann hast du den Multiplayer. Genau, das soll alles bis zum Oktober, genau, so soll alles fertig sein. Ja. Die Subpages sehen mega nice aus. Ja, danke. Geil. Ja, wir haben uns hin und her gestritten, aber wir sind uns jetzt einig, dass es okay ist.
Genau. Genau, Map-Editor hast du auch noch, also du wirst halt nachher, jetzt rede ich schon wieder über zwei Themen gleichzeitig, ist immer das gleiche. Map-Editor hast du halt auch, der funktioniert auch schon. Der wird noch ein bisschen anders sein, wenn er dann fertig ist, aber genau, und da wirst du Community-Maps sharen können. Also du wirst sozusagen beim Steam-Workshop Maps hochladen können und du wirst hier in den Singleplayer-Szenarien wirst die runterladen können. Multiplayer wirst du die auch runterladen können. Und dann auch bewerten können und so können dann halt Leute auch Maps machen. Ähm, also ja, an sich, ich glaube, es ist cool Content dann da. Es fehlt jetzt halt wirklich nur noch Singleplayer, die KI und dann haben wir's. Komm, Jungen, gehen wir was essen? Ja, ich muss unbedingt was essen gehen. Dran glauben und dranbleiben, nicht aufgeben. Genau, ich gebe nicht auf, gar keine. Also wirklich, ich glaube auch dran, dass es cool ist, weil wie gesagt, die Runden, das Game selber zu zocken, es macht so viel Bock. Das habe ich euch nicht gezeigt, das zeige ich euch heute noch nicht, aber wir haben, doch, ich zeige das ganz kurz. Das Game ist ja sehr auf Wirtschaft aufbauen und so fokussiert. Aber was du machen kannst, ist wir haben eine Map gebaut, die eigentlich nur, die ist so wild. Du hast im Prinzip am Anfang, oh, hier rede ich rein. Du hast im Prinzip am Anfang ist alles schon gebaut und du hast mehrere Spots, wo du anfängst. Und diese ganze Map ist wie Schach. Du kannst nur über das Kämpfen. Wir haben 5 Runden oder 4 Runden hintereinander gezockt, weil es so Bock gemacht hat und so kompliziert war und trotzdem Bock gemacht hat. Das heißt, das Kämpfen-Feature in dem Game reicht völlig aus, das ist die erste Runde schon rum gewesen, dass du sozusagen, dass du voll Spaß hast und also ist richtig cool, ist richtig cool. Das Game an sich, ich glaube vom Gameplay, wenn es die richtigen Leute erwischt, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Frage ist nur, ob es die richtigen Leute finden, ne? Und das geht halt nur über den Appeal und genau, dann haben wir eine andere Runde, also dieselbe Runde noch mehrfach gezockt und wir haben uns so von der Strategie auch entwickelt. Es hat richtig Bock gemacht, ja. So. So. Letzte Meeting des Tages, sehr nice. Ja, mehr als okay. Die sehen nice aus. Ja, geil. Das sind die Badges, meinst du, ne? So, ich glaube, ich habe sogar mit dem Tutorial verstanden. Die Chancen stehen also sehr gut. Ja, geil, nice. Das heißt, ja, genau. Du hast es ja auch zum ersten Mal gezockt, ne? Daxi. Das war richtig cool und danke für das Feedback nochmal. Und es ist cool, dass du das verstanden hast. Und wir müssen noch ein ganz paar Sachen ändern von dem, was du gesagt hast. Aber es ist richtig nice, das Feedback zu haben, weil das hilft zu kapieren, wo es halt noch nicht fertig ist. Ich muss auch, außer mich nichts mehr zu saufen im Haus. Ja. Euch allen einen guten, chilligen Nachmittag. Bis dann, ne? Patko, reingehauen. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Mein Kopf hat geraucht. Ja, voll. Schreib einfach Hanno, Hand of Blood an. Ich sehe ein Spiel in dem. Also um ehrlich zu sein, ich glaube es mittlerweile auch, dass Multiplayer, wenn die das gegeneinander zocken, dass es auf jeden Fall was sein könnte, was funktioniert. Also wenn du mit anderen Streamern zusammen das gegeneinander zockst, man kann sich so sehr aufregen und so sehr zocken. Also es ist genau. Ich werde ihn auf jeden Fall anschreiben, sobald es soweit ist. So, Leute. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mache jetzt Feierabend, weil ich falle ja fast vom Stuhl. Es ist so krass, was heute alles passiert ist. Es ist wirklich so krass, was heute passiert ist. Also danke für die Memberships auf Kofi. Hammer, hammer krass. Danke für diese unendlichen vielen Subs, die da reingekommen. Aderix, ich guck dich an und Julia von dir war ja auch und von Anni war auch und es ist insane gewesen heute, Leute. Es ist richtig krass. Rough Night, du hast ja auch reingehauen. Es ist ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Es ist einfach, ihr habt irgendwie, ja, heute habt ihr es völlig übertrieben. Danke für die ganzen Raids von dir, Profits und auch von Booyah. Es ist echt verrückt. Ist richtig crazy. Jetzt werden wir auf jeden Fall weiter raiden. Und morgen Abend ist wieder Playtest, wer Bock hat. Und mh, wir sehen uns ansonsten am Donnerstag wieder, ne? Bis dahin mal gucken, wie weit ich komme. Valgen? Valgen? 80? Kenne ich noch gar nicht, du. Dann machen wir das. Wie wird sie geschrieben? Ich finde sie nicht.
Hast du sie richtig geschrieben? Habe ich sie? Ich habe sie falsch geschrieben. Nee, ich habe sie. Immer noch nicht richtig. Einfach Copy-Paste. Du sie richtig geschrieben? Ich finde sie wirklich gar nicht. Ah, hier, jetzt, okay. Oder ihn. Weiß nicht. Ihn, okay. Abfahrt, Start Rate. Leute. Ihr seid krass, wisst ihr das? Danke für all euren Support. Ich hoffe, ihr habt einen guten Donnerstag. Bei euch ist alles fit und knusprig, so wie der Barracks das sagen würde. Der Lachs lübt, der Storch klappert und der Igel, der rennt hoffentlich. Moin, Heinrich, grüß dich. Ey, Leute, wirklich, die Kronen sehen richtig cool aus. Ich weiß, wir haben ein bisschen viel Zeit dafür verwendet, aber ist nice. Moin, Lojo, wie soll man denn Arbeitszeitbetrug machen, wenn du am Mittag streamst? Ich habe keine Ahnung, Lojo. Da habe ich nicht lange gut nachgedacht. Drüber, muss ich ehrlich sagen. Ich habe leider, ja, gestern war noch ein bisschen länger und dann bin ich heute ein bisschen später aus dem Bett. Ich geb's ja zu. Aber man muss ja auch als Game Dev, muss man ja ab und zu mal Games deven. Und ich habe gestern wieder ein bisschen Research betrieben. Research war es nicht, ich geb's zu. Aber es war trotzdem geil. Moin, Rebecca, grüß dich, hello. Und Anni ist auch am Start. Und der Tim ist auch da. Moin, moin, moin. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag soweit. Mm. Mm. Bin ich eigentlich an der Gamescom? Nee, ich bin nicht da. Bin nicht da. Also, weder Zeit noch Geld dafür gerade. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mitmachen kann. Oder dass ich wenigstens hinfahren kann. Ob ich mitmache, weiß ich noch nicht. Aber die haben jetzt ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben die wieder mehr Influencer gebannt. In Anführungsstrichen. Dass es wieder mehr für die Leute ist, die tatsächlich auf die Gamescom kommen. Und nicht mehr so viel für die ganzen Content Creator. Aber ich bin mir auch nicht sicher, weil das hatte ich irgendwo mal gelesen. Also es soll wieder cooler geworden sein. Der nervige Kundenworkshop wurde abgesagt. Also ja, guter Tag. Nice. Besser geht's ja gerne. Ich gerade erst wach geworden und als Julian durch die Wohnung gewüstet ist, er hat da wieder mal Lärm gemacht. Das kann ja wohl nie wahr sein. hm. Rebecca, ich musste übrigens sagen, ich war gestern sehr beeindruckt, dass du dem Norman so richtig schön dieses Dorf abgeluchst hast und so richtig schön Krawall gemacht hast. Das war richtig nice zu sehen. Es war wirklich das Beste. Also wir haben gestern wieder geplaytestet. Leute, ich zeige euch das. Ich zeige euch das, bevor ich hier wieder von Dingen erzähle und keiner mitmachen kann. Also wir haben gestern wieder geplaytestet. Bei der Map hier. Und das war hier. Also das war Norman links und das war Rebecca rechts. Und Rebecca hat halt ist Norman schön auf den Sack gegangen. Das war richtig gut. Er hat sich ganz schön geärgert. Das war so lustig. Das ist so geil, wie man in diesem Spiel, es geht mir genau, wie man in diesem Spiel wirklich an seiner wie sagt man, Frustrationsgrenze arbeitet? Frustrationsresistenz arbeitet, so würde ich das nennen. Einfach nur, weil wenn die Leute dann mal alle auf einen draufgehen, muss man echt ganz entspannt bleiben, ne? Ja, es passiert halt irgendwann mal. Muss uns auch zeigen, ja, nee, dir muss ich das besonders zeigen, ne? Ja, ich habe eine Lernkurve langsam. Ach, nicht nur lang, es ist mega cool. Es ist cool zu sehen, dass du Spaß dran hast und dass es halt immer ein bisschen, wird halt immer ein bisschen knackiger bei dir. Also, das Game ist halt sehr, also aggressiv spielen ist das falsche Wort. Doch, es ist schon ein bisschen, ist das Game aggressiv spielen? Ich würde sagen, eigentlich mache ich sogar falsch. Also ich glaube, ich bin der Größte, das darf ich nicht sagen, das wird sofort geklippt, wenn ich das sage, aber ich sag's trotzdem, ihr dürft es nicht klippen. Aber ich bin in dem Game der größte Kriegstreiber. Definitiv. Ich stachel alle dazu an, Krieg zu treiben und ich probiere auch am Anfang immer direkt allen auf die Mütze zu hauen. Sage ich natürlich nicht, weil ich bin friedlich, aber theoretisch, also wenn wir realistisch sind. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist. Ich glaube, also das ist eigentlich das Witzige an dem Game auch. Eigentlich willst du
unbemerkt bleiben für lange Zeit, sodass die Leute dich nicht fokussen. Auf der anderen Seite willst du aber die Positionen so dir ausarbeiten, dass du dann der Stärkste bist und gewinnen kannst. Weil das ist echt ein schmaler Grad. Das ist ein richtig schmaler Grad. Das Stream noch nicht. Ey, also, nee, 15 Streams. Lecco mio. Also, da hast du jetzt ja auch lange nichts mehr verpasst hier. Geilo. Richtig nice. Memphis, moin, grüß dich. Zeigst es nur die Facecam, aber nicht den Screen. Scheiße. Ja. Warte mal, Leute. Wir machen den ganzen Tag heute nochmal. Ich gehe jetzt mal und dann probiere ich das richtig zu machen. Scheiße, ey. Ist es so schlimm. Oh, ich bin noch neu als Streamer. Vergebt mir. Scheiße. Vor allen Dingen lache ich Tim dafür aus, dass er so einen Satz sagt. Und ich verbox einfach und krieg's nicht mal mit. Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh, ich lach schon wieder Tränen. Das wird ein guter Stream. Wenn man am Anfang des Streams schon Tränen lacht, ist alles in Ordnung. Und Memphis Moin, grüß dich, willkommen im Chat. Schön, dass du da bist. Oh. Okay. Ganz entspannt. Erstmal einen Schluck Kaffee. So, also nochmal zurück. Habe ich vorhin die richtige Position direkt erwischt und jetzt erwische ich sie nicht? Hier. Hier irgendwo. Also was da unten ist das Norman, das ist Rebecca. Und Rebecca hat sonst immer eher ein bisschen friedlich gespielt. Und diesmal, komm, ich habe doch noch ein paar Mal draufgezoomt. Warum kommt das jetzt nicht mehr? Diesmal hat sie halt Vollgas, hier sieht man es jetzt, hat sie halt Vollgas die ganze Zeit Norman probiert irgendwie anzugreifen, was auch richtig gut funktioniert hat. Also sie hat ihm dann das Dorf abgeluchst und sie hat halt irgendwie, ich glaube, die Festung auch angegriffen, also den Palast angegriffen. Aber du hast den nicht bekommen, ne, Rebecca? Es war halt, hat halt ein bisschen was gefehlt. Und Norman ist halt auch echt eine harte Nuss, ne? Muss man einfach sagen. Das muss man einfach sagen. Nee, leider nicht. Ja, es ist echt schwierig. Und also, ich finde ja so koordinierte Attacken auf den Palast von einem Spieler zu machen, der dann durchgeht, ist richtig hart. Ist richtig schwer. Ja. Ja, er war das erste Dorf und wenn dann Human erobert hat, bin ich wohl, ja, er war das erst das Dorf und wenn jemand Human erobern darf, dann bin ich das wohl. Ja, du musst es ja dürfen, ja. Das nahm ich persönlich, kann ich verstehen, ja. Also der Norman hatte auch wieder so richtig, er hat gewartet, bis Julian gecrashed ist. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt kann ich ihn ja einnehmen. So in dem Moment, wo er gecrashed ist, keine Scham gehabt, da irgendwie 2 Runden zu warten oder so ein bisschen zu verzögern, sondern nö, hole ich mir direkt einen Vorteil. Das ist schon wild. Das ist schon richtig wild. Kommt noch, Geduld. Scheiße, ey. Heute habe ich es echt verbockt. Ich dachte echt, dass noch nichts offen hat. Danke. Hallo erstmal. Jo, ist kein Problem. Ist nur witzig, wenn die ganze Zeit drüber redest und keiner sieht, was abgeht. Ja, es ist. Wie gesagt, ich streame ja noch nicht so lange. Ich mache das jetzt, glaube ich 2 Streams habe ich, Leute, ne? Das ist mein zweiter Stream. Sowas in der Richtung. Ei. Ja. 4-mal standst du vom Palast, krass. Okay. Genau. Also, was ich hier wieder gemacht habe, ist, ich bin halt allen auf den Sack gegangen, indem ich direkt die 2 Dörfer weggenommen habe. Und ich lande immer zwischen Julian und Baratok. Jedes Spiel, die setzen sich halt mit Absicht, glaube ich, neben mich. Weil ich bin immer so ein friedlicher Spieler. Ja. Nee, das ist witzig, ist immer witzig. Und dann kämpfen sie immer beide gleichzeitig gegen mich. Das ist auch immer witzig. Also ich finde es wirklich witzig. Ich finde es lustig. Genau. Zumindest hier hat Baratok tatsächlich dann gar nicht gekämpft. Der hat einfach nur die Mauer ausgebaut. Der hat so von Game of Thrones die Mauer gebaut. Ja, was ist dann passiert? Bam. Ah, krass, Ani, du hast gestern beide Runden gewonnen? Du hast gestern beide Runden gewonnen? Nee, du hast nicht beide Runden gewonnen. Du hättest die hier gern gewonnen. Haha, du hättest die gern gewonnen. Aber dann, wir haben übelst lang gefightet. Und leider, wie gesagt, diese 2 Disconnects, die passiert sind. Waren es 2? Nee, es war einer. Es war ein Disconnect. Nee, es waren 2 Disconnects. Das war richtig bitter gestern. Zumindest hier wird leider Rebecca weggemacht. Das war ein bisschen wild.
Norman hat wieder 500 Millionen Einheiten auf der Hand. Und ich glaube, wir müssen was einführen, dass man nicht unendlich viele Karten auf der Hand haben darf. Also sowas in der Richtung wie, dass jeder Kartenslot, den man belegt, ab 3 Kartenslots oder so Gold kostet. Und das ist dann 1, 3, 6, 9 und keine Ahnung, das ist so richtig hochskaliert. Und dass, wenn du eine zu große Armee oder zu große Ressourcen hast auf der Hand, dass es dann, dass du dann pleite bist oder so. Ja. Ja, weil wenn ich schon die Chance habe, Julian einzunehmen, dann gib ihm. Ja, auf jeden Fall, musst du machen. Musst du auf jeden Fall machen. Da fehlen zwar nur, ja, es sind eher 200 Streams, das ist voll korrekt. Es ist ein unlinks in der Ecke und die anderen hier im Chat. Warte mal. Achso. Scheiße. Oh Mann, Tim, du feuerst heute aber ordentlich. Also genommen, mich eingenommen hatte, flog er raus. Ah ja, okay, das war direkt derselbe Move, ne? Was? Not a None? Ich weiß nicht, Not a Number, es zählt ja da nicht als Null. Du bist ja keine Number. Du bist ja. Was? Not a None. Warte mal, du bist eine Number. Doch, du bist eine Zahl. Check ich. Warte mal, ist das wieder? Doch, es ist richtig. Weil du nicht eine None bist, bist du eine Zahl. Also könntest du eine Null sein. Aber Heinrich, ganz ehrlich, von allen Leuten, inklusive mir, die hier anwesend sind, würde ich wahrscheinlich dich als letztes als eine Null bezeichnen. Da würde ich eher eine von uns Streamer-Flitzpiepen nehmen, die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit nur Blödsinn machen. Tim, ich guck dich da an. Nein, Spaß. Oh Mann. Nee, None steht für Not a None. Was? Not a None? Ach so. Ah, jetzt check ich, was du meinst, dass es einfach eine Endlosloop ist. Okay. Was hast du dir doch nur ausgedacht? Ja, oh, vielleicht. None ist eindeutig not a number. Ja, aber. Ja, ach, keine Ahnung. Englischtag ist crazy. Brave Animations, moin. Englischtag is crazy. Englischtag was crazy, right? Or what do you mean, like the Tuesday? That was really crazy. Hier sind schon wieder nur Verwirrungen im Chat. Hier sind übelst Verwirrungen. Also, wie geht das ganze Game aus? Also, wir müssen uns überlegen. Theoretisch, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Was wir von dem Playtest ist too many cards oder cards on hand should be soft limited. Mit soft limited meine ich, dass irgendwie Coins per Slot oder sowas. Also nicht, dass man die kaufen muss, sondern dass sie einfach Coins kosten oder sowas. Sowas in der Richtung. Thanks for the follow. Thank you. Okay, I'm winding. Cool. I'm winding down from work. Okay. Yeah, if I'm switching to German all the time, don't hesitate to ask in English. I'm from time to time stream in English, but I stream mainly in German. But when someone asks in English, I always will answer in English, so no worries. Both German and yo, Baratok, geil. Danke für den Sub. Richtig cool. We switch as needed. Yeah, it's like it's dynamic over here. And they're like, I'm not sure when and how it happens. It happens then, and then I'm sticking to English, whatever. Yeah. Oh, Baratok, du hast ja auch schon die grüne Krone. Alter, Lecco Mio. Die sieht so richtig nice aus. Lurk ab zum Mittagsmampf. Lass dir schmecken. Es sei not a num. Ach, geil jetzt. Geil. Hast du reingemacht mit den Zahlen. Nice, richtig gut. Ja, ich kann den doch nicht alt werden lassen. Nee, das sollte man wirklich nicht machen. Also den Prime alt werden lassen ist wirklich Verschwendung. Dafür gibt es viel zu viele coole Streamer, denen man das geben kann.
Also, damit meine ich jetzt gar nicht mich, sondern wirklich, bevor man Prime rumliegen lässt, dann gibt man es irgendjemand. Und wenn ihr einen Tipp braucht, wem ihr dies geben wollt, ich kann euch Leute sagen, die streamen. Kannst du dir eigentlich selber, Aratok, da du jetzt ja Streamer bist offiziell, kannst du dir selber einen Prime geben? Ich glaube, selber kann man sich das nicht geben. So, also, das sollte be limited. Einfach, ich will nicht damit explizit Normen nerven, sondern das ist so fies. Das Ding ist, das Problem ist, momentan hat man einen riesen Incentive davon, eine riesen Armee zu bauen und dann mit der Armee mit einmal anzugreifen. Und das Ding ist, das ist cool, sozusagen eine größere Armee zu bauen und damit anzugreifen, aber es ist nicht cool, wenn du bis zum Ende des Spiels in deiner Base sitzen kannst und dann erst angreifst und gewinnst. Und dann halt unendlich viele Truppen hast. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass genau, dass die Karten ab einer gewissen Punkt ausgegeben werden müssen. Oder Geld kosten, wenn man sie auf der Hand behält. Und die Sache, die wir machen könnten, ist, wir könnten sagen, dass die Karten-Slots per Coins oder Number of Cards. Und dann aber, das ist sozusagen, dann sagt man sowas wie, am Ende der Runde ist irgendwie, weiß ich nicht, sowas 5 wird zu 1, 10 wird zu 3 und dann 15 wird zu 10, keine Ahnung, was in der Richtung. Und dann so weiter. Das heißt sozusagen, wenn du Karten auf der Hand behältst, dann wird das halt, dann wird es halt teuer. Wie so Unterhalt oder sowas. Moin Michigan, hello, hello, hello. Ich streamer, auch ich ein totales Aggregat von vielleicht 18 Leuten, die was gesehen haben. Ja, ist doch geil. Ist auch geil. Norman sollte immer gestutzt werden. Ne, Norman ist halt wirklich, also das Ding ist, Norman gewinnt nicht jede Runde und ich will auch nicht, also es ist, was das Geile an diesem Playtest ist, die wir jede Woche machen, ich sehe halt unterschiedliche Spielstile und sehe ungefähr, wie gut oder schlecht sie sind. Beziehungsweise wie, ob sie sozusagen in die Richtung gehen von dem Spielspaß, den man haben will, oder nicht so sehr in die Richtung gehen von dem Spielspaß, den ich haben will. Und ein Ding ist halt sozusagen, was ich cool finde bei dem Game und was ich fördern will, ist, dass die Kämpfe während der Partie die ganze Zeit stattfinden. Also was hier zum Beispiel passiert, dass halt dass Anni wieder mal total aggressiv auf mich absoluten passiven Spieler, der nie angreift, geht und dann mein Dorf wegnimmt und wir dann das ganze Spiel über um diese Sache kämpfen. Es kostet uns halt sehr, sehr viele Ressourcen, aber das ist das, wo der Spaß auch im Spiel herkommt. Und Spieler, die halt die Spieler, die sozusagen sich komplett raushalten, können halt jegliche Ressourcen für wirtschaftlichen Aufbau benutzen. Und das ist halt, das sorgt für ein extreme Inbalance. Weil dann haben Spieler, die die ganze Zeit gekämpft haben, haben halt einfach verhältnismäßig sehr, sehr wenig Wirtschaft im Gegensatz zu den Spielern, die nicht gekämpft haben. Und ja, also das heißt dann immer noch nicht, dass die Spieler gewinnen, aber das ist halt schon ein bisschen ein Problem. Also muss ich mal gucken. Mystikan, hast du Mittagspause? Nice. Cool fürs Reinschauen. Ja, wir zocken nachher noch dein Game an. Also ich werde das auf jeden Fall heute machen, glaube ich. Also ich trinke jetzt ein Käffchen, dann quatschen wir noch ein bisschen und dann werden wir uns mal da reinstürzen in das Abenteuer. Moment mal, die Wahrheit wurde festgehalten eben. Ja, hast du einen Clip? Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Also gibt's keine Wahrheit hier. Die Wahrheit ist das, was ich sage. Das ist eine Lüge. Jetzt verbündet euch doch nicht, Leute. Komm. Es ist wirklich, ich bin friedlich.
Aber die Idee mit der Unterhaltskosten für die Berufsarmee auf der Hand finde ich gut. Dann wird Ecoplay stärker. Nee, ja, hast recht. Wird sie stärker? Naja, was stärker? Nee, nicht. Also indirekt wird es stärker und es wird schwächer. Das Problem ist, du kannst, wenn du Ecoplay machst, brauchst du eine Armee, damit, falls dich jemand angreift, du reagieren kannst. Ach fuck, du hast recht. Das Problem ist, wenn dich jemand angreift, der Angreifer muss ja genauso eine höhere Armee haben, damit das funktioniert. Das heißt sozusagen, dass der Ecoplay wirklich noch stärker wird. Wie kriegen wir denn das hin, Leute? Müssen wir sowas wie einen Momentum einfügen? Dass sozusagen Leute ein Kampfmomentum haben und dafür belohnt werden und deswegen die ganze Zeit kämpfen müssen? Aber das ist auch irgendwie, fühlt sich das erzwungen an. Wisst ihr, was ich meine? Aber momentan ist das Eco-Play zu krass einfach. Moin Sunny, grüß dich. Hello, hello, hello. Na, wie ist der Donnerstag bei dir? Wie läuft der Hase? Ab 15 wir wieder da sein, wenn es nicht zu spät ist. Das ist wahrscheinlich schon zu spät, aber du kannst dir einfach im Bot angucken. Ich weiß nicht, ob ich so lange. Also ich mache ja meistens immer nur so 3, 4 Stunden. Schau ins Discord. Oh mein Gott, was hast du ins Discord gepostet? Warte. Oh no, du hast einen Clip gemacht. Warte mal, den muss ich mal kurz löschen gehen. Scheiße, ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte einfach nichts sagen sollen. Geil. Rokum, wie ist bei dir? Mega cool. Leute, wisst ihr was? Rokum hat heute seine Steam-Page released. Oder die Tage zumindest. Ich weiß nicht, ob es heute war. Schau da mal. Schau da mal. Mega geil. Wollen wir hier weitermachen mit meinem Gedönsel. Bam, da haben wir's. Der ist da. Ist richtig cool. Richtig, richtig nice. Lasst auf jeden Fall einen Wishlist da. Ich habe gerade schon ein bisschen durchgeguckt. Was mir richtig gefällt, ist die Capsule Art. Die ist schon sehr nice. Weil die ist irgendwie klar zu lesen, Kontrast ist gut. Die erzählt, was das Spiel ist. Und sie sieht ordentlich aus. Also es ist schon, ist richtig cool. Das Einzige, was vielleicht bei dem unteren weiß ich nicht genau, ob es dieses should be fine ist. Entweder soll es meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen mehr in Handschrift gehen. Oder vielleicht sogar noch mehr in Richtung, ja, so technisch sozusagen. Das ist irgendwie so ein Mittelding. Aber es sieht übelst krass aus. Also du hast halt irgendwie so einen Turm und kämpfst dann gegen alles, was kommt. Genau. Und richtig, also es sieht so richtig ordentlich aus. Hast du das alles selber gemacht, ne? Bist auch Solo-Entwickler. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und sehr cool. Nice, nice, nice. Ja, ist krass. Das ist dieselbe Struktur, die ich auch verwendet habe, ne? Also irgendwie machen das wahrscheinlich alle mittlerweile. Ich finde das auch richtig gut. Dass du immer so eine Überschrift hast. Also ein bisschen Textüberschrift. Und dann GIF. Schon nice. Schon sehr nice. Geilo, geilo, geilo. Also lasst ein Wishes da, Leute. Hilft, 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 hilft. Selbst wenn ihr das Game auch nicht unbedingt selber zocken würdet. Aber wenn du mal Playtester brauchst, ne, weißt du, wo du welche findest. So, moin Aterix, hello. Wie geht's euch? Gut geschlafen alle? Gesehen, dass ihr gestern noch lange wachert? Ja, wir haben noch eine Weile gemacht, ey. Das war ein bisschen wild. Also wir haben erst bis um 11 oder so, haben wir, glaube ich, geplaytestet. Und danach, es gab gerade Space Marines 2, was eigentlich gar nicht so mein Game ist im Angebot, aber ja, mein Bruder und mein Kumpels zocken es und dann habe ich gedacht, zocke ich mal eine Runde mit.
Und dann bleibt man ja leider immer so hängen auf diesen Games. Aber ja, ist cool. Es war jetzt so viel Game Dev die letzten Monate. Also keine Ahnung, wie viele Monate ich jetzt schon am Stück hier einfach jeden Tag arbeite dran. Dass es jetzt mal cool war, ein bisschen was anderes zu machen. Moin Code, grüß dich. Hello, hello, hello. Ist das ein Roguelike? Das kann ich gar nicht sagen. Ist das ein Roguelike? Oder ist es ein Roguelite? Also es sieht auf jeden Fall nach Upgrades aus, aber anhand der Größe würde ich eher sagen, dass es ein Roguelite ist und kein Like. Also dass man wahrscheinlich, aber das ist jetzt nur meine Vermutung, Leute. Aber Rokum kann euch das sagen. Dass man wahrscheinlich, wenn man stirbt, trotzdem nicht wieder bei Null anfängt. Sondern ich gehe davon aus, dass wenn man stirbt, man ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, steht auch nicht da gerade. Steht's da? Relaxing, Gun Customization, Incremental. Ja, ist ein Incremental, dann wird es gar kein Reset wahrscheinlich geben. Ja. Hier, du meinst also eine Art Kriegerbonus, dass wenn dir mindestens 2 Teils contested die Ressourcenbonus heißt? Sowas in der Richtung. Scheiße, Matchup, das ist doch zum Kotzen hier. Welcome in, my friend. How are you doing? Nice to have you here. How's your day? How are you? Did I congratulate you? I saw your post on Reddit. It's so cool. It's so nice. I'm really happy that you got it. Like, there was a post on Reddit where someone posted, I give you $1,000 if you are indie dev, just post your project. And the only constraint on it was to spend it not on your expendings, right? On your personal expendings, just on marketing or some stuff, I guess. Somewhere in the project value. And just like, it seemed a bit sus in the first. But like, when I looked into it, it was already like 100 replies or 200 replies or something. And then, Matt Chirpy was one of the first one. And he actually got it. And it actually wasn't a scam. And it was just some person who wanted to support indie devs. And it was so nice to see that someone who is like, who really needs it and deserves it as you, like you keep going for so long and just commit to it, was really, really nice. Was really cool. So, was geht? Moin Code, grüß dich. Ich finde es lustig, das Spiel sieht aus, wie als würde man der Dev mit den letzten 1% des Release, aber schraubt an den Game-Mechaniken rum, die eigentlich schon fertig sein sollten. Warte mal, redest du von mir? Du redest von mir. Code, du redest von mir. Schraube ich an Game-Mechaniken rum, die eigentlich schon fertig sind? Ist das wieder mal so ein Scope-Creep-Ding, was wir hier gerade bequatschen? Es ist halt, Kurt, ich probiere halt das Game so geil wie möglich zu machen. Gerade wenn es um Game-Mechanik geht. Und vielleicht hast du recht, dass ich wieder mal absolut auf dem falschen Trichter hier unterwegs bin. Danke fürs Posten. Ja, voll gern. Voll gern. Mega cool, dass du Games machst. Kann ich dir nur sagen. Erinnert mich ein bisschen an dein Spiel. Es erinnert mich auch ein bisschen an dein Spiel. Es ist halt genau dieses Single Tower oder dieses, aber das ist ja ein ganzes Genre am Ende, um ehrlich zu sein. Also das gibt es ja sozusagen vom Game-Genre gibt es das die ganze Zeit. Also gibt es ja sozusagen schon länger als, ich weiß gar nicht, welches das erste war, aber ich würde sagen, da sind ein ganz paar draußen, die genau dasselbe Konzept haben. Bam, bam, bam. Space Marines ist schon sehr geil, ist auch nicht mein Genre, spielt sich aber wie ein Film, super Grafik, Story, echt geil. Es ist cool, normalerweise sind die Games gar nicht so meins, aber es ist so schwer, dass ich Spaß dran habe. Weil normalerweise, wenn ich das sehe, dass man da sich so richtig stark fühlt, dann ist immer zu easy, aber das ist bei dem gar nicht der Fall, ja. Doing well, thanks. How is it going here? It's going good. It's going good. We making baby steps forwards. Basically, I would say we are stuck in the last 20%, as it is always the case. Yeah. I'm currently working on the AI, the anime AI, and it's really tough. Like, this is the toughest part so far in game dev that I have done, or for this game at least, is to making an AI that makes
good decisions and plays the game well. That's so tough. That's so tough. So we're doing good, but it's not like, how to say it? It's still a bit risky for the game, I would say. Or like, there's still a risk involved that this may not work out as I want to have it. But if everything fails, we just release it as multiplayer game and there it is fun already. A lot of fun already. War gerade im Termin, war das nicht gerade Deutsch? Wild. Ja, wir springen hier hin und her, wir springen hier wirklich hin und her. Yeah, it has to be spent directly on the game. In IE is in, for example, something like that. Hiring people, assets, marketing, etc. I can't pay my own wage with it. Yeah, it's good and bad. It's good because then, like, you know, it's spent on the game. It's bad because, like, how to say it? Main costs when you're a solo developer is always cost of living. I guess at least. When you don't have money or when you don't have a lot of money, then it's always cost of living. Ja, ich wäre gestern die Prio erstmal so wenig kaputt wie möglich. Spiel wie immer sehr gut, aber die Disconnects waren wild. Die Disconnects waren wirklich wild. Ja. Also wenig kaputt wie möglich ist ja eine Teilmenge so geil wie möglich. Absolut. Ja, voll. Nee, auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Kannst dir mal mein Spiel ansehen. Ist derzeit nur eine Alpha zum Testen, aber ich stehe auch mega auf genau solche Games. Hello. I can imagine AI difficult is tricky too. Can't be too scheiße at the game, but it can't be perfect player either. Yeah, I'm for now trying to get a perfect player in, but there are so many decisions to make that you don't have a chance to make it perfect. So it must understand the situation first. And the problem is, like, how to say it? A strategy game, or especially in this strategy game, you basically have so many different components in terms of expanding, building up your economy. That's fine still, but now the problems come in. Every map can have different types of anomalies and different buildings and different units coming with that and different playstyles, and you can use the cards and different buildings in a different way. So it must be as generic or dynamic to understand not just a single card. It needs to understand the effect of each card, basically, and then build a strategy around this to play the game. So it must not just understand, oh, I need to attack my opponent. No, it must understand, okay, if I have those anomalies next to me with those production buildings that produce these cards, it would be the most useful to stay back for quite a while, save gold, and then attack your enemy. And it's crazy. It is really crazy. But as I say, in the end, I try to make it as good as possible. If it's not like perfectly fine, then we have more the single player to get into the game, understand the game, and crush the AI a bit. And then if you want to have a real challenge, you play multiplayer, and that's fine as well. That would be fine as well. Yeah, I think it's kind of nice because usually I can't justify spending too much money on the game, but now I got a little buffer, especially for that. That's so good. Like, and I think, like, especially for marketing reasons, that's absolutely nice. Like, I know you are really good with that. Like, your trailer is nice and you have appealing stuff in, so I'm not sure where I would spend it in your case. I don't see where you would most usefully spend it. But in my case, I would spend it all on the Steam page, to be honest. Like, I would hire someone to make a good trailer and make a good appearance on the Steam page. Because the trailer is shit. To be honest, like, my trailer's really shit. That's like... It was my first try of making a trailer, so I'm not like sour about it or something. It's just, I see, like, just from when I rank it myself, it's on the lower end of trailers, especially when it comes how good the game feels and plays. This is, it is what it is. And I will change it when, like, I will now try to make the playtest ready until the end of July, and then
in August, I want to have a demo on Steam, and for the demo, I want to have a new trailer and also a new Steam page. Yeah. Anyway, so let's go to the next map. This was one of the scenario maps for the single player, basically, we played yesterday. And the goal of this map is to have asynchronous start positions. So basically what I want to have in the future is that players basically have scenarios for single player, and each position you can choose plays completely different on the scenario. So the goal of those maps is that you basically oh shit, yeah, here was one disconnect. This was wild yesterday. We had a lot of disconnects. I'm not sure why. And this time also the reconnect worked, but in a lot of cases it didn't work, what was really annoying. So basically the scenarios are designed that every start position feels different. So you basically can play this map 4 times and have a different experience as the player. Because you need to figure out a way with this starting position how to win the game. And this is how a solo player then should, or single player should feel different. So I have then probably around 10 maps with all of them between 3 to, maybe 3 to 5 or 6 starting positions. So you have basically 60 to 70 different starting positions you can play. And this is how I imagine how the solo player works. And then later, if map generation or how to say it, when I want to share maps in the workspace, Steam workspace, so then people can make their own scenarios, and then there will be enough content if people make maps. And right now, there's already some people who enjoy making maps, or at least do making maps. Baratok, I'm not sure if you're enjoying it. You're always complaining about the symmetry tool that it's missing. But I completely get you. I miss it as well. I could enjoy it more if the tooling was improved. Yes, that's absolutely correct. I should. The game is looking really nice. So yeah, thank you. Yeah, it's got somewhere. It was like a long journey and a lot of increments and stuff, but I would say as well that I'm happy with it how it is right now. It became something that is not ugly anymore. I wouldn't call it beautiful as well, but it is not ugly anymore. And it's fun to see. And one important thing is, like, when we go forward a bit, that you still can read the entire map with just looking on it. That was one constraint of building all the stuff, is to, when you later have a lot of things going on the map, you still need to, when you know the game, understand at one glance what is going on. And this is working perfectly fine. Like you can completely tell what is going on with green, even that I'm not a green player. But I know, okay, he is getting like money here. He didn't place any modifiers on the building, so okay, it's okayish from the income point of view. If I'm looking at the red one here, or he has horses here, he has gold here. So this is a bit buffed, this is a bit buffed. Okay, you completely understand, okay, what's going on. If you look at black, you see, oh, there's a lot of gold on this one, so he will get a lot of money here. This is buffed, so this is getting more stuff like the gold mine over here. And there's this one constraint that was really important, and it somehow turned out to function well. That you can read the map, and despite that, it still doesn't look completely garbage. Yeah, and it's crazy. Like, Hendrik yesterday was again impressive as well. He had to leave soon, but he had the worst starting position, and he managed to be so strong. It was so crazy to see how fast he like understood what to do in this position, and then building up army from that and starting to attack other players. He is such a strong player.
But for the map that I pressed out of my head in like 20 minutes while we were fixing your deploy, 2 was pretty good. But I would say it is a pretty good 6-player map in general. It is good, yeah, sure. Like it's nice to see that you made a map so quickly that plays well. And I think that's one strong point of the game as well. That is kind of, if you know what you're doing, the game is so, like, how to say it, flexible, dynamic, that you basically can give players a bit of room, a bit of resources, and they can basically be similar strong in different directions. And so it balances itself out a bit, I would say. Ja. Ja. Jetzt bin ich ja doch zu Englisch geswitcht wieder bis zum geht nicht mehr. So, here. What is going on? Yeah, Hendrik tries to kill my palace because he said this island is his. Because I took it, and then he decided, yeah, it's his. He will have it. That was, like, really, really funny. Moin, Mr. Mipo, grüße dich. Hello, hello, hello. So, and then I manipulated him to attack green. Because I said green will win in... green will win in a minute, so I just convinced him, attack green, attack green. I was such a snake. I hate myself sometimes in the game as well. It's like, I convinced him green is the problem. Green is the problem, but this was still a sneaky move, I would say. So he started attacking green like a madman. And he somehow managed to pull up so many troops that it was really crazy how strong he was. So he got in here. Yeah. Green has a hard time to defend, and then yellow has to leave. In the moment he would win over here, he has to leave. That was not that good. But from this position on, the game evolved a lot, and we took yellow, and then there was this green player who gets so many points that we all have to start to get to green. And we included, like, 2 weeks ago, 3 weeks ago, this gold village here, treasure village. And what I tried in this turn this game is to stack up as many coins as I can, because, like, this treasure village gives you a percentage on the coins you have back. So I don't know what is in Deutsch is Zinsen. I don't know what it is. So basically I try to cap as much money on my bank as I can. And so I get 100 coins per round now, which is insane. And the problem is still green is winning the game. Interest? Yeah, interest. Yeah, thank you. So, and I made a dumb mistake. Not dumb, but this shows how decision making in this game is really important. What I should have done in this moment is to build up houses and then villas on it to conquer or to counter his villas he is building here, because he gets more and more points. And I realized too late, and then it was over. So it was well played from Ani, and it was not so well played from me, because I have a lot of stuff. And the funny part is, I have up here a mercenary village, which where I can buy units for coins. And if I wanted, I could have 10 knights right now. Something like that. Maybe not 10, but 7 or 6. And those are enough to get on the island? Nah, it is not enough. It's not true what I'm saying. Because the point is, I have no angle to place them. So I needed to land on his land and then have a place to place them. And I miscalculated completely here. So time goes by. I managed to land over here.
And then Ani is defending like a madman, building more of those houses. And Red comes in with like a huge attack on the bottom line, which was really nice as well. But Ani is still having, like, he's so close to win. When this bar is full, he has won. Like, for all of this, those who never seen the game before. So this is basically like victory points. And it's about to having the lead and victory points. And if you have a big enough lead, then you will, yeah, basically win the game. What was that? Sorry, I saw a bug. Desert Beast item. What is this? What is this? Why? Why? There are bugs, guys. I hate my bugs. But they're in the game and they won't go as long as I don't kick them out. But this is wrong. This is wrong. So what is this and why is this? Desert Beast. And there the localization is still messed up. Ich spiele ein Spiel gerade, mega cool. Unsere beiden Spiele sind ziemlich ähnlich. Ja, nice. Hast du einen Playtest für den Game of Age oder so? So. Okay, wie geht's weiter? Bam. Machen wir jetzt Deutsch? Machen wir Englisch? Leute, was machen wir denn heute? Machen wir Deutsch? Machen wir Englisch? Kann mal irgendjemand typen, was wir heute für eine Sprache machen? Ich bin verwirrt und überfordert. Rebecca, das ist keine Antwort. Da ist die Tür. We can go to English. Yeah, we could stick there as well. Ciao. Okay, sorry. I'm joking. Let's go. Okay, so, and then the thing is, it is too late, a little too late. So 30 seconds back, the last round is coming. I could even, yeah, it is crazy. We just messed this up a bit. It was close, but the funny part is for me to see like that Ani managed to win the game with having absolutely no chance of, but he has no military superiority. He's just winning from timing. And this is really good. Like for the game, it's really good. Leider nicht, das ist mein nächstes Ziel, was ich anstreben will. Playtest auf Age und dann Demo auf Steam. Ja, nice, geil. Du bist doch immer für das, hast doch gar nichts mit der Sprache zu tun. Das stimmt. Da hast du recht. Das ist absolut so. So, and here Ani has won. Bam, bam, bam. Nice. That was a nice round. It was really, really good. I was so happy that like from gameplay position, I was so happy that Ani has won. Because this is how it should work. The thing is, when you have a 3-player map, basically, or when you have 3 players left, in strategy games, it is often like the person who is identified as the leader or the most superior, it's closest to victory. Both other people or both other factions will gang up and attack him or her. And this is a normal problem in strategy games. And what we said was, we make the game in a way that this is intended by the game, and that basically the game supports the person that is the farthest ahead to win the game. And this shows here, Ani got like, I think it was 10 coins per round in the end when he has 75% of victory lead, point lead, that he like had enough to stay alive. Barely, but he could manage to stay alive. And the good point for me is, if we played it a bit more aggressive, a bit earlier, like
we would have won, or would have at least not won, but had Ani wouldn't have won. This is the thing. And I think this is a good thing that it's so close on the edge that both sides are possible, that either the player wins or he loses by trying to attain victory. And that it's not ganging up is not a death sentence in itself. It's more like a, okay, if I play it well, then I still can win. Herr Sick, ich habe dir mal ein Follow auf Twitter da gelassen. Kündigst du auf Twitter an? Ah, nice, ja. Seid noch bei dem Game. Geilo, geilo, geilo. So, guys, what are we doing next? What are we doing next? This is basically a playtest from yesterday. And today, I wanted to playtest a game, which we probably do. But is this where we go right now? Am I in the mood to? Or should we do a bit of organizing first of what is next? Bum, bum, bum. Is there something from the playtest that we had a lot of disconnects? This is something. We had that. We have a lot of broken. It's not really broken stuff. It's not big broken stuff. It's a little. This is little things which are quite annoying. And I yesterday it was so messy. I didn't test it every branch of the new content I added in. And so what happened is that we couldn't use it because like I messed up two things. We couldn't build the building and we couldn't like harvest the new mammoths. So it was really like yesterday was a horrible day. It was really a horrible day. In terms of like how the quality was from the update. But it happens. It happens. Moin Rough Knight, grüß dich. Hello, hello, hello. Na, wie ist es bei dir? Ich bin super schlecht in Social Media, aber ja, ich habe dann zumindest vor, da anzukündigen. Geil. Ja, das ist auch Social Media. That's a whole nother beast. It's a whole nother beast. So, okay, then we have that stuff. Maybe we take a look. Give me a second. If I quickly can do that. Let's take a look. That's the wrong spot. Is it main menu? Where is it? Here, let's go. One thing I have to show to you. Do I really need to show? No, we had it on Tuesday already, so I don't need to show it to you. No, I don't need to show it to you. It saves time. I just wanted to thought about showing you the new state of the AI, basically. But it's quite similar to what we have on Tuesday. So basically the AI right now expands and builds and tries to attack or like at least to conquer the neutral tiles, but that's it. So we are not really further there. So the next thing we should do, what we didn't do yet is the tutorial. Do we go to the tutorial right now? Because there is a lot of stuff going on. Not really. Guys, I will do a bit of playtesting. I see I am lost in what to do next in my game, so we do playtesting. That's always the easy part. The easy excuse. So let me see. We wanted to playtest today on this game.
So, is there a store page for it? Yes, there's a store page. What was this? Dawn Reach. There we go. Oh. This is made by Musicum. It is in the alpha still, so it's just, we will take a look and just give us our thoughts on how it is, how we see it, how we like it. It is warm. And it's loud. Give me a second. I'm not sure if it's loud for you as well, but for me it's loud. Options, audio. Okay. So, this one. I'm sorry, guys. It will take a second until I have managed to let it look good for you. We close this one. Do you hear the game? No, you don't hear it. So now you heard that. That is out. This should be silent, so it's still too loud for me. So let's go. And now we need a good view on the game. This one. Then this one. So here we go. Okay. Do the black rand stay, or does it not? Let's see. Okay, back. Character. What kind of game it is, I have no clue. It seems like, let's check first. So we are in for the right thing here. So there we go. What does it say? It says thrilling battles in dark fantasy world, endless loot, collect, upgrade, and optimize your equipment, character progression through experience and powerful items. Dangerous area filled with enemy traps and secrets. One epic goal, conquer the breach. Oh, that's like, here I would like, that's, sorry to say it like that, but I feel there is a problem in the description. It says what I do, not what is the player fantasy or the general thing. So this is a description on what is in the game, not what is the game about or which fantasy is fulfilled or some stuff. This is more like a feature list which should be down here. But give me a reason to play the game or tell me about the genre or something. But this feels a bit, I still have no clue, and it's quite generic. Sorry for saying it, but I try to be as constructive as I can. It's just, it's kind of missing the point of the description up here, at least for me. Because I have right now no fan, like, I know, okay, I can loot and upgrade stuff, but what is maybe the backstory or what is the overall goal? Or, this is this, but it's not. This suits to so many games and genres and stuff that I would say this is not really a good. It's more like a feature description for me. Let me see, just to compare. Let's take the other one. 1 turret, 10,000 enemies. That should be fine, right? Increment tower defense game. Yes, that's better. Yeah, I understand. In the first sentence, it's like the hook. That's the fun part. And then there is like what genre I'm up to. So I know what game is or will be the direction. And then where you evolve a lone turret, unstoppable war machine, collect resources, powerful upgrades. Yes. This is like, exactly, yeah, this is what my problem is right now. Here, the second part is, this second part, collect resources, unlock powerful upgrades, and refine your build to vaporize entire armies. This is basically your entire section here is this one sentence for the others. So the first part is missing. Like, what genre is the game, basically, and a hook or some fantasy or some funny thing that people actually care about it. And so
this part, which is just a sentence in the other description, could be also one sentence here. It doesn't need to be that long of a description. Yeah. Okay. So, okay, let's go. Let's jump into the game. As I said, it's an early version, so... And Michigan, I'm not sure if you made games before or not, so I give general feedback. Okay, patch notes. All of that stuff. This is interesting. Like you have here feedback and bugs bitte an Dawnreach. Game Outlook book. I'm not sure if people will do that, to be honest. And what I can suggest for basically for feedback, either do a Discord and a Discord button here, or another way to do it is Discord has webhooks, and you could make a feedback button in-game where you open just a text box, people put their feedback in, and then you put a send button and send it to the channel in the Discord. Why this is not a good idea, I think. Maybe I'm wrong, but this is from my experience so far and what I heard. No one takes this email address, especially not when you cannot mark it. Like I've tried to, to highlight it, and this is not working. This is in the game, but it's practically no one will do that. And if correct me please, if you get feedback for this or for over this way, I would love to hear, because I think this will not be used at all. So, okay, did I make the music off? It's okay, it's just one track basically. Okay. So, okay, das brauchen wir uns alles nicht angucken. We don't need to look at that because we have no clue. Character name. How is about Heide create a character? Level 1. Nice, let's go. A first impression for me for the art style, like... yeah, okay, let me fix this up. Okay, I probably die because I'm fixing my screen, but this is how life goes sometimes. So how we make it that it looks good for you as well? Game is over. Okay. Good. You know, we can't see the whole game screen. Yes, I wasn't sure how it will look, so this is why I fixed it in-game. It could be that it has... Yes, you do. Yeah, okay, I do. Press to revive. Okay, let's go. Do I auto-attack? No. Okay, I need... How? Where? Up there. Move character, inventory. Has a skill tree open, alt left, use... Okay, I have no clue how to hit them. This is not... They hit me, right? Okay. Space, no. I tried every button. Passive skill tree open. Bash. I need to assign one first? Okay. That is interesting. Because... it would be cool... I cannot use it anymore. I pressed reset and I don't have it anymore. Okay, this is a bug probably. So I cannot... attack. That would be cool if it is unlocked straight from the base. I think we crashed the game, or we destroyed it by... What would be cool if when you're in the skill tree here, that the game pauses. So I can, I have time to do it and not have to run away. Okay. Because, I shouldn't be stressed when I set my skill points. Okay, I cannot set this, so we have to make a new character, I guess. Delete Heidewitzka.
Hi, der Witzka. The second. Let's go. So, don't press the reset button. This is horrible. So, this one, so we have to click it. So, okay, I learned. Don't press reset. But, yeah, you need to hold shield. Nothing happens. No, something happens. Okay. I killed him! Okay. Can I pick that up? Inventory. I cannot do anything? Why can't I? Ah, okay. Okay, do I need to aim for it? Yes, I need to aim for the direction. Okay. So it's... Can you stop shoot for a second? Okay, we haven't. So, how can I pick this up? Mouse on item, like pick up item. Alt plus left. What? 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 I'm used to weird stuff, but why Alt plus left? Why not just left? That's interesting. So let's see. We have a shield. Armor plus energy shield. Lightning resistance. Let's go. How can I cannot. Is it a sword? It's right. I cannot drag and drop it, but I can right click it. Oh, that's weird. Sorry. But I expect to do it on left, drag and drop, put it in, or right click is fine as well. But if I can start to drag, I should be able to drop and... Okay, there is keybinds. Right mouse equip items, shift plus right mouse drop item. Ah, so I can... Okay. That is... I'm curious. Where do you come up from with that and that? Like, for me, this is so... Is it typical in such games to do it like that? Probably it is, right? Because I'm not from the genre, but for me, this is absolutely hilariously wild keybinds as default keybinds. Like, I absolutely don't understand why. Okay, this even works. Okay. What we can do, which is funny, what is alt left? We can drag and drop to put it out, which is awesome, which is cool. So we can get rid of this basically, but I'm speechless. But we cannot. Which game is it? Whose game is it? It's from Mystigun. It's from Mystigun, yeah. We cannot drag and drop it in. But it's, as I said, it's an early version. I just point all of that stuff out so you can fix it for the next playtest. So, live on kill, this is cool. Which feels really good is having different weapons and stuff. That feels really cool. And that they have, like, different values. I already like that. That's basically genre typical, right? It's like feels like Path of Exile or something. And I never played that really. Ah, you have line of sight. Oh, nice. Okay. Let's go. What I miss, I'm not sure if this comes with a skill. I would love to have pick up on just left click. Probably this comes from skill, is a dodging roll. I would love to dodge the shots. Let's go, little buggers. He has a helmet for us. He has a good helmet. I see that. Let's go. Okay. Okay, I can keep mouse pressed. To be honest, I'm not sure if this works or will not work, but it would be really cool to have left mouse button to attack in the direction. You aim with the mouse already, so why not giving
left mouse button the standard attack. And then when I have special stuff, I still can, yeah. So it would be left mouse button for what is Q now, right mouse button for whatever the next is. And then it would make sense for me to have those controls here, to alt left to pick up. Then I understand it, because left mouse button is attack and alt left would be picking up. That I completely get that this would be a case then. C for character and B for back. These are keybinds for really old. The old left click is wild. Yeah, that's quite wild. It's true. Okay. What was the sound? I have no clue. I have no clue. Something happened. Okay, so we have B for bag. Cold resistance jewelry. Live on kill. We take those. I cannot drag and drop. I need to make a right click. Yeah. What would be awesome if we have the drag and drop stuff? That is comfort feature. Absolutely. Is to when I drag and drop it, to show the slot that is fitting in. That would be really cool. Weapon kill. This is the old one. All resistances, fire resistance, armor. I have no clue. Increase attack speed. We take this for sure. Okay, let's go. Skeleton man. Okay. Plated boots. Leggo mio. Yes. Apart. So, do we have a goal? What is this? We can skill more. We can skill more. So, okay, we cannot see what the skill is about, and we have to run. We can see if we drag and drop that. Okay, I see. Maybe when you have those skill things here, I think when you have just one tooltip, I wouldn't... You can make it as you did, that you have to move around to see the tooltip. Or you take a fixed corner and set there all the tooltips you have. Which is probably really good for your case. So what is this? Because otherwise you have always to search for where you can... where you have place sozusagen to do it. So, okay, what is up here? Increase critical strike, okay. Max health, okay. So what we here? Scared recover, sacred recovery. This is a spell buff cooldown and duration, okay. We take that. We take that just to see how it works. Let's go. Escape, escape. Oh. Kill him! Bam, bam, bam. At first I was thinking of the art style and stuff. I think the art style is fine, and it's a nice direction. Or you can do... Whoa, what is this? Sorry. I'm a loot goblin. Let's see. Plate shoulders. Leggo mio. Nice. The art style is nice. There's something that throws me off. And what throws me off is always when you mix up different namings. I can do what I... Okay. Okay, I can do it exactly as I said. Now I understand why this is here. Here is a left and right mouse button, but the default is here, so I would switch that up. I would go for left mouse button left, these two slots, and then the others. So the default is left mouse button. It's... yeah, that's so much more. That's so much more as I expected the game. So the thing always with games is make the entry as intuitive as possible, so that people who have no clue about the game can straightly play easily and start and don't have to figure out stuff. So basically setting one point to the skills so that you have the attack skill straight away will make your game so much more intuitive and so much more like accessible for people. Because like if people have to struggle to get the first skill even unlocked and don't know what to do, they will quit the game. Not everyone, maybe like 20% stay, but the other 80% you lost just because they don't know how to use the first attack. So I would 100%ly unlock the first skill,
put those 2 slots over here, and then people can straight away start. So we have it killed. So let's go. This one. Ring. Ring, 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 ring. The loot feeling is good. I love the loot feeling. It is fun. That is really good. We don't need those swords, do we? Weapon damage 5, weapon damage 8. Add fire damage. Oh, I didn't see that. Life on kill is too good, I think. This is not... No, this is nothing we want to have. Okay, okay. What I love, or what is good, is that it's quite simple so far. It's not overly complex. You understand the game straight away, and the fighting is fun, I would say. I'm just wondering. We have an arrow. Let's go for the arrow. Yeah. Was is going on here? Was is going on here? Here is going on. We playtest a game out of the community. Smart hustle. And how are you doing? How's your... Oh, we are dying, we are dying. Recovery! Let's go! Okay. Okay, okay. So... the sound changed. I want to know if there is a boss or something. Holzschild level 2, let's go. Usually game dev, but current testing another game. Yes, that's Heinrich. He's telling the truth always. So what do we have? Increased physical resistance. Do I see my stats somewhere? Do I see my stats, and do I know what they do? I don't, right? Maybe on the C character. I see. Okay, C character. Physischer Schaden, Feuerschaden, Defensive. Okay, what does this mean? Resistance. 10%, 14%, 9%. Okay, so that means 8%. I reduce physical damage by 8%. This is a cool overview. I like it. I like it. I like it a lot. What throws me off, but there is a genre where it's quite typical, so I'm not sure if I'm wrong or if this is totally fine. But the thing that throws me off is there is a lot of different texture sizes, basically. Like, this is a 32 by 32, and this is like much, maybe a 60 by 64 by 64 or something like that. And those two next to each other, and this one as well, this one is different as well. It looks so shabby to me, like it looks so dirty in a way. As I say, I'm not sure if this is typical for the genre or not. But for me, this looks always like really... It's 8 by 8. Okay, 8 by 8. Yeah, whatever. I didn't look really, but you know what I mean. You get the point, right? Yeah, I understand it, and I know there are good games doing exactly that and mixing those stuff, and they work perfectly fine. It's just for me personal. I would like, yeah, I know that's polishing, and maybe it's not what you want as playtester here right now, but it's just, as I said, I have so little information where you are in your game dev journey that I just speak out stuff that I see from what I see, basically. So the other thing would be for me as well that this is minor, but here's the same, like different font styles, which you have the percentage and down here in the right font, so it would be cool if you use it here as well. And even maybe put it just behind here, then it's fine. Yeah. Yep. So it's details. So let's get back to, we have this now. Here. So this is 15 now. Okay, perfect. That's cool. And this is the total amount. I don't know what that is, but it seems like magical shield, probably. No, that's just the mana. We have a shield here. Shield. Okay, this is the shield. That would be cool if we have those icons back here. Like, text is always ugly. If people understand what's going on, it's better to use icons. So you could use live with this symbol here. It looks already better. Do the same for the shield here. It looks already better. And the armor as well. There's armor and shield. So this is two different things. It would be, yeah. And
This is not like details, but if you have a shield over here which scales up and down, which is probably this shield, I guess, do the same with the armor on the other side. So like have how to say it, a similar presentation style. This game has the same we had it. Generally, you want to keep the pixels of the same size for every image. Yeah, that's true. That's true. Others, you create a pixel art with Picasso combinations. Yes, absolutely. This is like, as I said, but to not overreact and say that needs to be changed. I have seen games that do this kind of mix as well, and they work well. So I wouldn't say this is the thing you 100% need to do. Your game can work without that as well, but just from what would be best practice, I would say keep it similar. So we got to the next section. Nice. Let's go. Let's go. Oh, here's a... Oh, there has a fire sword. I want that. Come here, Mr. Little Bugger. We want you. Oh, they slap. They slap. Let's go. They slap really hard. I'm stuck. This is no joke. This is not an exercise. Health goes up. We go down. Oh, I can't hide behind that. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. How do I fight those clump of archers? I'm just running away and kill others. Let's go. Plate shoulders, we have better ones. We have better ones, we don't need that. Plate gloves, we need those, we need those. Give me that. Give me that. Let's... Oh, here are stones. Here we can fight. That's better. Give me the helmet, give me the helmet. Why is he so tanky? Let's go. He didn't drop it. He didn't drop it. Heal me, heal me, heal me. Heal me, heal me. That's nice. That's fun. That's really fun. That's good. Let's go. Oh, plate pants. Give me that. We need to go. We have parked our car somewhere else. Okay, okay, okay. Let's go here. And now the tricky part is the game doesn't stop when you're doing that. We want to have equipped that. We want to have equipped that. Okay, do we have skill points? We have one. So let's go. Okay. So now, let's get back to our archers. Oh, they didn't follow us. Okay, nice. Okay. Let's go. We have better plate gloves already, I guess, because they are just blue. So, let's go. Bam. What happened? I have no clue what happened. So where's our dude with the fire sword? We want to have the fire sword. Is he gone? But he cannot be gone, right? Where is he? Did we kill all of them? There was so many. This is not fire sword, dude. Where's my fire sword? Up here? No, it isn't. This is a really fun part. Like, I like to... when they don't drop the stuff. They just are stronger when they have those icons, I guess. I'm not sure about it, but I think so. Oh, he has lightning? Does he do lightning damage then? Probably, right? So, we got them. Ooh. Is this an epic? Legendary or whatever? Give it to me. Give it to me. Okay. Physical resistance, health regeneration. Maximum life. 62. What the fuck? Use that. Boah, that's a big one. Fire resistance. Okay, maximum health. Okay, it would be cool if the game pauses also when you're in your inventory, so that you have a bit of time to look at the stuff. And I'm not sure if I leveled up, but I guess so. When I leveled up, that would be cool if I see it in an animation or something that I
maybe the game could stop quickly, I level up, and then this window opens so I can assign a new thing. So I'm not sure, it's probably done differently in other RPGs, but that would be give a bit of time and breathing room. And also, I'm not sure where my XP bar is. I guess it's this one. But the thing here is, it is so shiny that I don't see it. You know what I mean? It's like weird. If the bar outside is black and just the bar inside is a light blue, then I have a high contrast and then I would see that it's filling up. So it just goes under, yeah. You had a level up sound, I think. Yeah, the sound was there. The sound was there. Yes, yes, yes. I hear the sound, but I would love to have it a bit more in the face, you know what I mean? So level up, short animation into this screen, and then I have time to set my new point. So let's go for damage. But I'm really disappointed that I didn't kill my sword guy dude. But now when I think of it, I think he didn't have a sword. He didn't drop the sword. Oh, this is another area. Okay. He didn't drop the sword. He just probably had the sword to fight me. And so this is probably then different. I'm not sure yet how the symbols over the many-kicking enemies, whatever, what they say or what they do. So, teleporter. Okay. Let's go in here. Let's go die. Bye. What is this? I'm scared. Is this a rat? That is not a rat. There's something else, but it's not a rat. And we are dead. Oof, that went quickly. That went really quickly. Oh my gosh. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Okay. That whiteboard is broken. Yes, it is. It is. Okay, guys. Nice. Really cool. Okay, little wrap up. So generally, like, the game is fun. I think what is good is it focuses on the fighting part and has not too much stuff around it. I like that. What is really cool is to get stuff. Like, get new stuff. That is absolutely... Oh! I'm back here. Let's try to kill him. Can we? Yes, okay. This, like, having better stuff and then... That's cool. And this is a well-working formula for other action RPGs as well, so this is just fine. Ah, okay, this is the level up sound, right? Yes, this was the level up sound. Okay. Okay. Yeah, it's interesting. I'm not sure about, like, let's say it. I think what makes the art style good, or I think is when there is a lot of different content and funny stuff and weird stuff is going on, then the art style works very well. I think, like, what would make the game really funny is, and I'm not sure where it's going, but just from my expectations right now, from what I have seen, is if there are a lot of different wild enemies you have to fight and stuff. This is where I would see it. I'm not sure if there needs to be more stuff in the game in terms of systems and stuff. I'm absolutely sure. I have no clue. But I think it lives from the skill tree, having different skills and stuff. What I like is this equipment thingy thing, but this is, like, general for other games as well. But this is fun. That's really fun. Yeah. I'm not sure where you want to go with the game, but in general, that's a good starting point, I would say. Yeah. Nice. Really nice. I hope the feedback helps a bit and gets you
gets you a bit further. Yeah. That's it. Oh, damn it. What a day, what a day. So we go back. Let's go back to game dev, which is, this is a part of game dev as well, I would say. So Mistigan, when you see that, thanks for reaching out. Thanks for letting me play and test your game. I hope it helps you a bit. So. Kann man bei dir immer gratis Game Reviews abholen? Man kann sich Game Reviews abholen, ja, voll. Auf jeden Fall. Wenn es zu viele wären, kann ich vielleicht nicht alle machen, aber momentan sind es noch nicht so viele, dass wenn sich jemand meldet, dann mache ich es eigentlich immer. Bis jetzt muss ich noch nicht Nein sagen. Wenn dann mal irgendwie 50 Stück kommen und ich die alle in einer Woche lang angucken muss, dann weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Momentan sind wir noch nicht an dem Punkt, also von daher. Einfach in Discord rein posten, da gibt es einen Channel und dann gucken wir uns das an. Genau. So, bam. Bam, bam, bam. So, this is, yeah, I messed it up. I messed it up completely. That's so shit. That's so, oh my gosh. So, now I have to fix all of that because it somehow changed all of the other stuff. Okay. We are back. We are back. So. Naja, du musst dem Königreich von Martin deine Treue schwören. Ja, das ist, you have to pledge allegiance to the kingdom. Nah, you're good. You can just jump into Discord, post something there, give your soul, and then you get a review. Oder sein Königreich Eichner. Yeah, that helps as well. If you beat me in Kingdom-of-Krawall, I will review your game as well. In a 1v1, not like this cheeky things like Annie is doing with Baratok together. We have a map for that. We have a map for that. Did I show you that? Yeah, I showed you probably. Did I show you? No, I didn't show you. I was too tired last time, I guess. Or I was too hungry. We have this map, which is called Broken City. And this map is really spectacular because it completely focuses on the point of combat in Kingdom-of-Krawall. You have the starting positions here. Like you have 5 starting positions basically. And you straight away start by trying to get as many of those houses from the Broken City basically. And it's so funny. It's so funny because it is like chess. You play and you try to secure like the resource, the buildings. You try to secure like the barracks, and then you build new units in there. And you just try to get a better position than the enemy. And you play it like, sometimes it took 5. We played like 4 rounds on this evening. And some of them just took under 10 minutes. And others go for half an hour. And it's like, that's so funny. So if you beat me in this version of the game, then I review your game. Nah, I'm trolling. I review your game anyway. But it was really fun. It was really good. It was really good. Did you won this round, Annie? I don't think so, right? I think I beat your ass in all of those. No, I'm not sure. Did I? Did you won one? Oh, you won all of them? Yeah, okay. Yes, I'm the king. Okay. That was like, that was wild. That was really wild. Because it was like, in between, you thought, oh, the one is winning, then the other's winning, and then it goes back and forth, and it was crazy. That was really crazy. But we need to test it again with 2 of the same villages. Yes, absolutely. Like, we need to test it again.
Because like it was all about the villages. But the village is now the how to say it, the mercenary villages are cheaper. Like I changed the prices of the mercenary village. So maybe let's see. Maybe we can make the map a bit different. I'm not sure if we mess it up then. But we could add mercenary villages as well. So that you can decide on, do I go for a trading village or do I go for a mercenary village? Why is this happening? This should not be like that. There's sometimes weird shit going on. Ah, this is because of the UI scaling I put in. Now I have 80%, so this looks different as well. Ah, this... I didn't saw that. Okay, this is working for the for the editor as well. Moin, Tomate, grüß dich. Fun Fact about Martin, 8734. Über Martins Kindheit ist nicht viel bekannt. Quellen beruhen sich auf Hörensagen, weil damals Papier noch nicht erfunden war. Deswegen können wir sein Alter auch nur schätzen. Archäologen gehen aber davon von alt aus. Okay. Das ist mitunter auch ein Grund, warum Martin Whiteboards immer kaputt macht. Steine sind einfach nicht so ein guter Hammerersatz, wenn man die wirft. What? Und nicht selten verletzt sich Martin dabei selber, weil er auch einfach nicht werfen kann. Warte mal. Das steht noch überhaupt nicht fest, ob ich werfen kann oder nicht, Tomate. Da müssen wir noch mal drüber diskutieren. Ich glaube, das ist eine Lüge. Alles andere ist korrekt, aber das mit dem nicht werfen können, da bin ich, glaube ich, müssen wir noch mal quatschen. Nein! Moin. Alter, 55er Streamstreak. Lecco mio. Das ist schon krass. Und das, obwohl ich extra Streaming-Zeiten gewählt habe, wo du arbeiten musst. Es ist irgendwie, habe ich ja eigentlich gehofft, dass das reicht, damit es nicht passiert, aber irgendwie bist du, ja, ne? Oh, I didn't put it in there. Maps. So, King's Edict. Maps. Broken City. Da ist es. Jetzt sollte das da drin mit auftauchen. Nochmal Load drücken. Broken City, da haben wir sie. In Efteling war es nicht einfach. Was in Efteling? What is he talking about, guys? Aber so leicht machst ich's dir nicht. Ja, scheiße. Scheiße. Ich hätte das gehofft. Also das ist die Map im Prinzip. Wir haben sie ein bisschen umgebaut. Und hier gibt es jetzt halt diese Trading Villages. Boah, ist die Frage, ob wir... Ich glaube, das würde ich machen. Ich überlege gerade, ob wir dem Spieler einfach standardmäßig und von Anfang an hier Mercenary Villages reinstellen. Das heißt, man kann automatisch... Ich glaube, das sieht auch cool aus. Ich glaube, so sieht es auch cool aus, weil so hast du... Lass uns das mal checken. So haben wir noch gar nicht gespielt? Ne, so haben wir noch nicht gespielt. Genau, das ist jetzt der aktuelle Stand. Das ist die alte Version. Und jetzt haben wir die neue. Okay. Ja, das passt. Ich glaube, das passt. Dann hat man sozusagen, man hat nicht das Geld am Anfang, aber dann hat jeder dieses Mercenary Village for free.
Du hast zusätzlich einen, wo du einfach Sperrträger, einfach Dings. Und ja, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, es verändert die Karte so wenig, dass man jetzt das Geld auch so benutzen kann. Und du kriegst es eh kaum zusammen. Also wenn du es schaffst, 30 mehr Gold zu haben oder 36 Gold, um Reiter zu bauen, dann hast du es auch verdient. Weil das echt, das ist nicht so einfach in der Map. Aber jetzt sieht sie ja richtig cool aus, oder? Also es ist jetzt, ich finde, jetzt sieht sie von der Form halt auch cool aus. Jetzt ist es nicht mehr so ein, mal richtig Bock drauf. Da hätte ich schon wieder Bock. Jo, danke für den Clip, Tomate. Geilo, geilo, geilo. So, Leute. Wir haben das letzte Mal, habe ich die Mammuts kaputt gemacht. Ich hoffe, ich habe sie jetzt gefixt. Es ist richtig dumm. Ich habe die Mammuts eingeführt. Wir haben einfach, ich habe sie einfach nicht getestet. Also ich habe sie nicht zu Ende getestet. Was richtig dämlich war und deswegen haben die einfach nicht funktioniert. Beziehungsweise zwei wichtige Sachen, damit sie funktionieren, haben nicht funktioniert. Ich habe den Gebäuden, habe ich vergessen, sozusagen zu geben, dass sie permanent da bleiben. Dadurch sind sie direkt wieder weggeräumt geworden, wenn sie gebaut wurden. Und wenn du die Mammuts wegmachen wolltest, Capture a Mammoth. Das ist trotzdem falsch. Was ist da noch falsch? Weil hier ist die Loot-Komponente dabei und hier ist die Loot-Komponente nicht dabei. Da braucht man einen Worker und hier braucht man keinen Worker. Worker, Worker, Worker. Das heißt, wir sollten jetzt gerade, so wie das jetzt gerade implementiert ist, das Ding einfach wegmachen können, aber nichts dafür kriegen. Ja. Und weil es leer ist, kann man es gar nicht machen? Was, okay. Das ist doch alles weird. Wer hat dieses Game gemacht und warum ist es so? Wir brauchen unseren Training-Geschichtchen. Dann brauchen wir unsere Moomaths. Und dann müssen wir Remove Anomaly anpassen. Gains. Wir haben One Moomath. Warum taucht es da drin nicht auf? Parts müssten wir einen Servant reinmachen. Das heißt String. Und dann int Servant. So. So, noch immer haben wir keinen Rewards Soundboard auf den Klippen. Scheiße. Da hast du, ja. Ah. Tomate, es tut mir leid. Es wäre zu einfach, wenn ich alles machen würde, was du willst. Da müssen wir ein bisschen dagegen vorgehen. Warum kennt ihr das Moomath nicht? Wir haben einen Card-Editor. Heißt das da Moomath? Moomath. Weiß nicht, wer den Namen gegeben hat. Das heißt da Moomath. Warum will der das dann nicht? Remove Anomaly, Servant. Das ist, was es kostet. Das ist, was man kriegt. Da ist es richtig geschrieben. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, was falsch ist. Ich glaube, man muss das verschachteln. Ich glaube, das habe ich richtig dumm gemacht. Ja, bin ich mir schon fast sicher, wenn ich das hier sehe. Dann habe ich Gains, dann habe ich ein Dictionary und da muss Cards rein und da muss wieder ein Dictionary. Oh mein Gott. Oh mein Gott, kann man einmal bitte mit Profis zusammenarbeiten? Okay, wir haben Scheiße gebaut, Leute. Moomaths. So, und was eigentlich der größte Fehler ist, den ich bei der ganzen Update gemacht habe, ich hab's nicht getestet, den Content. Also ich habe Teile von dem Content getestet und dann war ich so, ach, das funktioniert schon. Ja, ist immer so, ne? Es funktioniert, solange bis du es nicht testest. Dann funktioniert es definitiv nicht. So, Key ist das und Content ist... Können wir überhaupt ein Dictionary hier reinpacken? Oh mein Gott, doch, ich bin ja schon drüber. Okay. Das heißt, hier müsste Cards rein. Und dann müssen wir hier drin Key Value. Dafür müssen wir uns mal noch das müssen wir mal noch umbauen. Das können wir so nicht lassen. Das ist eine Katastrophe.
Vor allen Dingen, wenn wir später nachher noch mehr machen wollen. Also, das ist halt... Ich finde es halt so wichtig, bei Game Dev schnell zu iterieren und eine einfache Lösung zu finden, um die Sachen zu machen. Später, wenn es stabil wird, der Stuff, also wenn sich die Daten nicht mehr ändern, die Strukturen nicht mehr ändern, ist es jedes Mal so nervig zu sehen, wenn man dann solche Hilfskonstrukte hat, die halt super dynamisch und flexibel sind, weil man dann jedes Mal, wenn man sowas einfügen will, wieder dieses neue Dictionary erzeugen muss. Das ist halt ziemlich anstrengend. Ne? So, jetzt haben wir Karten, Servant, bla haben wir, Gebäude hatten wir gesagt. Wird jetzt gebaut. So, jetzt sollte das funktionieren. Lass uns mal gucken. So, und wir müssen auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, hier, die Font wird halt so komisch skaliert gerade und sieht deswegen so ein bisschen blurry aus, weil wir eine UI-Skalierung drauf machen. Müssen wir mal gucken, ob wir das so lassen oder nicht. Und übrigens, Heinrich, du bist schuld, die Map heißt jetzt Halma, ne? Du weißt schon, dass das deine Schuld ist. Heute tut's echt weh mit dem fehlenden Soundboard. Du hättest eh nicht genug Kanalpunkte. Doch, du hast 5 Millionen. Du hast 5 Millionen Kanalpunkte. Es ist keine Ausrede. Ich dachte, ich kann jetzt sagen, du hast eh nicht genug Kanalpunkte, um dir die zu leisten. Aber das wäre halt... Das stimmt halt. So. Okay, jetzt funktioniert das. Okay. Wir könnten das wegmachen, das wollen wir aber nicht. Machen wir dann mit denen in der Mitte. Wir brauchen Ressourcen. Doch, wir machen das kurz weg. Wir machen das kurz weg, gucken, ob das funktioniert. Funktioniert. Oh, nice, jetzt haben wir es. Wir haben einen Moomath auf der Hand. So. Jetzt wollen wir es aber anders machen. Wir wollen hier im Room hatten wir das. So, Multiplayer Default Resources. Und jetzt wollen wir hier Dev Start Resources reinpacken. Bam. So, dann sieht das Ganze nämlich anders aus. Dann haben wir hier, warum hat es das jetzt wieder geändert? Boom. Dann haben wir den ganzen Kram. Servants haben wir 4, passt. Wir haben richtig viel Zaster. Ja, damit. Achso, was wir noch machen könnten, ist, wir können uns mal hier noch einen Moomath oder 2 geben. Dann brauchen wir nicht warten, bis es produziert wurde. So. Warum springt er jedes Mal, wenn ich save, wieder zurück? Check ich nicht. Und warum wird das Moomath nicht angezeigt? Ah, weil es schon da war. Da ist es. Abfahrt. Oder wird das sogar in dem Dictionary, wird das wahrscheinlich geordnet nach Namen, ne? Das könnte auch sein. Weil es ja über die Keys geht und nicht über die Position. So, dann brauchen wir Halma. So, dann haben wir 2 Moomaths. Dann haben wir jetzt aber keine Militia. Abfahrt. So. Dann hat es gestern nicht funktioniert, diesen Breeder zu bauen. Den hat es zwar gebaut, aber in der nächsten Runde war der wieder weg. Und das war einfach, weil die Zeiten falsch waren. Der sieht ja sogar gar nicht so scheiße aus. Es ist so witzig mit diesem Riesentor. Aber es passt irgendwie dazu. Also so irgendwie, das Ding passt halt niemals da rein, aber es ist irgendwie witzig. So, und was wir jetzt machen können ist, wir können theoretisch das Ding schlachten. Und dann kriegen wir Ressourcen, aber es ist... Warum werden die Ressourcen nicht angezeigt? Weil jetzt steht nur die Karte da, ich überlege gerade. Haben wir das? Es ist aber implementiert, dass es drin ist, ne? Aber wir haben, glaube ich, noch nirgends ein Training im Prinzip Ressourcen gibt. Das haben wir noch nirgends gemacht. Deswegen wird es wahrscheinlich einfach nicht
nicht angezeigt. Wo ist es denn? Hier. Gains. Oh, deswegen. Haha, wir haben hier den gleichen Fehler gemacht. Wir haben hier wieder die Sache sozusagen als... Müssen wir mal angucken. Das haben wir im Prinzip bei unserem Forest. Mal reingucken, wie es da ist. Remove. Gains. Und dann ist es Resources. Und dann... Ja, scheiße, okay. Das ist nicht cool, dass wir das so haben. Dann müssen wir entweder machen wir das dann für 2 Dictionaries, die halt extra sind. Ja, ich glaube, wir machen das für 2 Dictionaries. Oder wir bauen uns hier noch ein Fenster, das uns hilft, das zu konfigurieren. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, hier einfach 2 Dictionaries. Das ist sowas wie, dass es sozusagen Costs gibt und dann gibt es Gains oder sowas. Und in den Gains gibt es dann Resources und Cards. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Das heißt, wir können das Ding löschen. Wir können hier New Dictionary reinballern. Das ist dann Sources. Ja, und der weirde Part ist, dass... Nee, doch. Warte mal. Der Task, das ist Training. Und das gibt einen Task, weil der in der ID... Oh, das ist so komisch. Das ist alles irgendwie nicht ganz so, wie es vielleicht sein sollte. Auf der anderen Seite funktioniert. Und es geht ja nicht darum, dass perfekter Code wird, sondern es geht darum, dass es irgendwie... dass das macht, was es soll. So. Gut, haben wir. Jetzt. So, machen wir nochmal den ganzen Spaß. Gucken, ob es jetzt... Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt angezeigt wird. Aber theoretisch sollte es angezeigt werden. Über eine Loot-Komponente. Ich habe es bloß bis jetzt noch nie bei einem Training gehabt, dass es Ressourcen gibt. Und ich weiß nicht, ob der Tooltip das macht oder nicht. So, da wollen wir Halmer. So, und wenn wir jetzt hier drüber gehen, ne, dann zeigt es nur die Karten an, verstehe ich. Da sollte es... Das ist aber logisch, weil wir beim Training bis jetzt immer nur die Karten angezeigt haben. Deswegen, es war ja bis jetzt immer nur ein Gebäude oder ein... Genau, und hier wird jetzt der Moomath Breeder angezeigt, genau, und das wird ja nicht... weißt du, ist die Map eigentlich fast perfekt sechseckig, aber nicht ganz. Das frage ich mich auch. Das ist, glaube ich, weil wir die Symmetrie-Tools noch nicht im Map-Editor drin haben. Deswegen. Aber das ist sozusagen, wir haben anders angefangen. Hier ist so ein Dreieck oben. Also das ist ja ein Dreieck. Und von da aus weg haben wir dann unterschiedliche Positionen. Und ich glaube, das ist das Problem. Weil wir sozusagen hier dazwischen die Abstände gequetscht haben. Und dann irgendwie verzerrt sich dann hier nach außen. Also regelmäßige Sechsecke, meinte ich. Warte mal. Unten fehlt eine Reihe. Ich glaube, das, was Tim sagt, stimmt. Scheiße. Das, wenn wir die eine nach unten ziehen... Nee, das stimmt dann auch nicht. Doch, das stimmt dann. Dann ist es 1 weniger, ja. Für ein perfektes... Nee, das wollte ich ja nicht. Wie gesagt, wollte ich ja nicht. Das ist schon okay so. Es muss ja kein perfektes Sechseck sozusagen sein. Ich glaube, das einzige Problem bei der Map ist entweder wir müssen oben eine Reihe wegnehmen, was richtig ist, dann ist es überall gleich. Dann hat man zwar hier in der Mitte mehr Abstand, aber es wie gesagt, es geht nicht. Ich verstehe, dass es euch triggert, dass es manchmal nicht alles perfekt ist. Aber es geht nicht darum, dass jede Map perfekt, symmetrisch oder sonst irgendwas ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht Ziel des Games, absolut alles immer nur ästhetisch, mathematisch korrekt zu haben, sondern es geht darum, dass man Spielspaß beim Zocken hat.
Also es ist, ich weiß, du willst hier eine Mitte 1 haben, damit es einmal komplett im Kreis drumherum ist, aber darum geht's nicht. Nee, dann wird es nie gleich. Ja, genau das meine ich ja. Es soll nicht gleich werden. Es soll ja nicht gleich werden. Nee, dann wird es nicht gleich mit 3 Mitteln. Genau, es ist, genau. Dann spuckt hier die Mathematik rein. Genau, es ist kein mathematisches Problem. Also ich verstehe dein Bedürfnis, dass es ein Sechseck ist, aber es geht mir darum, dass dieses in der Mitte so aussieht, wie es aussieht. Das ist mir wichtiger. Es ist mir wichtiger, dass die Mitte genau diese Funktion hat, wie sie jetzt gerade ist, als dass es ein perfektes Sechseck ist. Weil sonst habe ich alle Maps als perfekte Sechsecke. Wenn es sozusagen das ist, dass das mathematisch immer stimmen muss, dann wird es sehr langweilig. Stellt mal einen Stapel Beschwerdeformulare ab. Ach, jetzt habt ihr euch verbündet, das gibt's ja gar nicht. Ohne Grund einfach so. Ja. Moin, Dedim, grüß dich. Hello. 10er-Streak schon. What the fuck? Ist ja auch schon wieder jetzt. Ist es krass, ne? Es ist so crazy, wie sich die Zahlen einfach hochstapeln. Das sind 5 Wochen im Prinzip. Ist schon wild. So, aber Heinrich, dann können wir dir die Map einfach nicht mehr zeigen, weil sonst rastest du hier aus. So, aber jetzt hier wird das Essen nicht angezeigt. Ja. Warte, es geht sogar mit Dreiern. Aber dann musst du die Paläste alle 30 Grad um die Mitte herum verschieben. So, du meinst, dass sie dann hier sind? Hier und hier? Oder hier und hier? Ja, aber das ist... Ja, ich glaube, es ist wichtiger, dass die Map Spaß macht, als dass es mathematisch aufgeht. To be honest. Aber das, was Tim sagt, stimmt auf jeden Fall. Komisch ist, dass hier oben eine Reihe mehr ist und hier unten eine Reihe weniger. Das ist auf jeden Fall. Auf der anderen Seite checke ich gerade nicht, wenn ich das... Warum? Dann habe ich ja gar nicht diese Grünfläche, wenn ich da oben eine Reihe wegnehme. Ja, das ist wegen dem Dreieck hier. Ja. Nee, es muss so sein, wie es ist. Fertig. Es ist in Ordnung. Oder täusche ich mich gerade? Warum ist es so? Der unten hat dadurch... Es passt schon irgendwie. Irgendwie hat der oben mehr Platz, aber es passt trotzdem. Und ich check nicht, warum. Das ist wegen dem Dreieck in der Mitte, ja. Wahrscheinlich. Moin, Fritz Hugo. Grüß dich. Alle mit starkem Monk und Asperger-Bildschirm essen den Tisch. Ja, ich finde das ist symmetrisch. Ich finde das auch symmetrisch. Warte, das geht sogar, genau. Wenn Heinrich recht hat, dann hat er recht. Was soll ich sagen? Ja, ist ja richtig so. Ist ja richtig so. Wenn du jetzt noch der blaue Felder noch ein anderes einführst. Warte mal, wenn du jetzt noch in irgendeinem der blauen Felder noch ein anderes einfügst, followen vermutlich alle ab. Entfollowen alle wahrscheinlich. Ja, das wird passieren. Das könnte sein. Also ich verstehe es ja, wenn man in der Programmierecke unterwegs ist und das dann nicht alles akkurat und korrekt ist, dass man dann eins auf den Deckel kriegt. Das ist schon berechtigt, irgendwie. Aber ich kämpfe dagegen an. So, wir können das jetzt schlachten. Weg damit. Dann sollten wir jetzt 20 Food bekommen. Ohne, dass es angezeigt wird. Haben wir nicht. Wir kriegen keine Ressourcen-Gains. Okay, die funktionieren einfach nicht beim Training. Spannend. Ja, war bis jetzt noch nicht im Game. Habe ich gut hinzugefügt? Habe ich alle reingebaitet? So ist es im Leben. So, aber wenigstens hat man den Stoßzahn bekommen. Und den kann man jetzt verwenden. Den kann man zum Beispiel aufs Palast setzen. Geil. Scheiße, ist der riesig. Ich hätte es wirklich mal testen sollen. Er ist dezent groß. Es ist ein Stoßzahn und sein Name ist groß. Wir wollen kurz noch ein bisschen Gold dazu kriegen. Das heißt, wir müssen mal kurz darüber expandieren. Aber er ist kein Stück zu klein. Nee, der ist wirklich nicht zu klein. Der ist genau richtig. So. Das ist... Scheiße. Oh Mann.
Das nennt man künstlerische Freiheit. Ja, ich finde sogar, das ist wichtig fürs Game, damit. Also es geht ja mehr darum, dass die Maps Spaß machen. Und das ist im Multiplayer schon cool, wenn sie irgendwie symmetrisch sind. Dann ist es halt die leichteste Art, um dass es balanced ist. Aber, ja, das sieht cool aus. Es sieht schon cool aus. Ist schon okay. Gibt ja auch Zufallsgeneratoren. Ist dann alles wild. Das ist dann wieder, weil es programmiert wurde. Ja, mit dem Zufallsgenerator müssen wir uns mal gucken, wie wir da hinkommen. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen Rüstung. Leute, wir brauchen Rüstung. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das heißt, wir ballern hier einfach mal kurz eine Schmiede hin. Natürlich an der richtigen Position, weil wir brauchen die Ressourcen ja gerade. So, und jetzt brauchen wir Rüstung. Her damit. Bam. Auf meiner Kartoffel. Du hast zwar einen Punkt mit einem Container-Club, das war aber mehr, weniger. Hat bisher keinen Bock dazu, ja. So, jetzt können wir Mammuts bauen. Wir können tatsächlich einen Mammut bauen. So, dann lass uns mal noch das machen. Und die sind halt echt wild. Also die sind wirklich wild. Ich hätte die gestern so gern gesehen, aber weil ich so viel Bugs eingebaut habe. War irgendwie keine gute Woche. Also letzte Woche war keine gute Woche, aber das gibt's ja manchmal, ne? Ist halt manchmal. So, und dann gehen wir jetzt hier in die Mitte. Hier brauchen wir auch schon. Ist ja krass. Diese Guard Towers, die müssen wir heute ändern. Ich krieg da die Krise mit. Man denkt halt hier, das ist eine ganz normale Mauer. Ist es aber nicht. Weil das sind Guard Towers im Prinzip. Und die geben nochmal eine Verteidigung dazu und machen zusätzlich noch einen neuen Effekt, dass sie drumrum auch Verteidigung geben. Das heißt, wir müssen hier eigentlich nochmal das Modell updaten, dass das deutlicher zu erkennen ist, dass es nicht einfach nur Standardmauern sind. So, aber was greifen wir dann jetzt an? Dann brauchen wir jetzt erstmal irgendwie so einen Lulli hier. Wir können auch die Mitte angreifen. Komm, wir greifen die Mitte an. Dann gehen wir hier eins vor. Da 2 Mammuts haben wir. Eigentlich müsstest du einbauen, dass du 2 Stoßzähne anbringen kannst und dann kommen sie wieder, sie oben rechts und links an den Palast als Hörner. Ah, dass sie hier sozusagen so, das wäre witzig. Es wäre witzig, wenn ich sozusagen, aber da habe ich keine Zeit dazu. Wenn man die Modelle, also je nachdem, wo man den Modifier placed, die dann anders benutzt werden. Aber dann müsste ich halt für jedes Gebäude, für jeden Modifier im Prinzip einen Asset machen. Und das an die richtige Stelle positionieren. Und jetzt ist es halt, jetzt kannst du die halt davor hin platzieren. Was eigentlich voll in Ordnung ist. So, jetzt, Alter, das gibt's ja gar nicht. What the fuck? Die Mitte ist so hart verteidigt, dass selbst ein Mammut nicht ausreicht, das einzureißen. Das hat 6. Ach so, ja klar, weil die Guard Tower hier drumrum sind und die boosten alle das Feld ja auch noch mit. Yo, Abfahrt, ey. Das ist heftig. Das heißt, diese Guard Towers zu bauen, ist fürs Late Game schon hardcore krass. Vor allen Dingen, wenn du mehrere nebeneinander packst, dann hast du halt so richtig eine Stadt. Das ist cool. Also das ist eh cool. Oh mein Gott. Ist jetzt hier schon wieder irgendeine komische Abstimmung gewesen? Ey, Leute. Was ist das schon wieder für eine Abstimmung gewesen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie unvernünftig ist Martin? Hat wieder alle... Kann man mehrfach voten? Wahrscheinlich kann man mehrfach voten. Ihr habt doch jetzt nicht ernsthaft abgestimmt. Die Zahl vor 11. 100%ig hat... Es ist ja eh schon wieder alles 10. Ey, Leute, echt raus mit euch hier aus dem Chat. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin übelst vernünftig. Das ist ja schon wieder die absolute Frechheit hier. Auf dem Zufallsgenerator kann man Symmetrie aufbringen und im Rahmen der Symmetrie dann Zufall haben. Ja, voll, absolut. Das habe ich tatsächlich am Anfang so gemacht, aber das haben wir wieder rausgenommen. Als Zufallsgenerator für Maps werden wir noch bauen, aber nur, wenn das Spiel Anklang findet. Wenn nicht, dann nicht. Ist einfach zu viel Arbeit. Was denkst du? Ich arbeite im Moment 90%. Wie viel davon brauche ich für Game Dev, um einen Fortschritt zu erzielen, so in 6 Monaten? Okay, warte mal, nochmal. Ich arbeite momentan 90%, das heißt sowas wie 35 Stunden die Woche. Wie viel davon brauche ich für Game Dev, um einen Fortschritt zu erzielen, so in 6 Monaten? Also,
ganz konkret, Fortschritt ist immer relativ zur Projektgröße. Das heißt, wenn du dir ein kleines Projekt nimmst, kannst du mit wenig Zeit viel erreichen. Und das, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, wenn man sich bewusst wird, was für Projekte man machen sollte. Das heißt, wenn du dir ein schönes kleines Projekt nimmst, dann reicht 10% der Arbeitszeit aus, um das zu machen. Ich glaube, was halt super wichtig ist, für mich zumindest, ist Konsistenz und einen guten Prozess beziehungsweise eine gute Routine zu haben. Wenn du es schaffst, das aufzubauen, obwohl du die restliche Zeit arbeiten gehst, dann kriegst du auf jeden Fall auch was fertig. Ich würde aber, wenn ich jetzt 6 Monate habe, du willst Fortschritt machen. Fortschritt ist relativ. Also willst du in 6 Monaten eine Steam-Page haben, willst du in 6 Monaten ein Game fertig haben, das sind halt 2 völlig unterschiedliche Sachen. Oder willst du einfach nur einen Prototypen fertig haben, der Leuten Spaß macht? Das ist halt so ein bisschen Fokussache. Also das heißt, wenn du einfach eine Steam-Page fertig haben willst, egal ob das jetzt Leuten richtig krass Bock macht, was du an Prototypen haben willst oder nicht, dann kriegst du das locker hin. Wenn du ein Game fertig haben willst, dann kann sein, dass die Steam-Page nicht ganz so geil wird, das Game nicht ganz so groß wird und auch nicht ganz so geil wird und du bist dann in 6 Monaten trotzdem durch. Natürlich mit Glück wird es immer gut, aber jetzt mal realistisch, was man planen kann. Das heißt, das ist eher so ein bisschen so eine Chance, wo du landest. Das heißt, ich würde an deiner Stelle sagen, wenn du sagst, in 6 Monaten will ich einen Prototypen haben, der Leuten richtig Bock macht, dann würde ich ein kleines Game nehmen, überlegen, dass du jede 2. Woche einen Prototypen rausgibst zum Playtesten, dass du Playtester hast, dass du das optimierst. Wenn du sagst, du willst dahin, dass du in 6 Monaten mit 10% Arbeitszeit eine Steam-Page hast, dann willst du eher an den Visuals arbeiten. Dann willst du eher überlegen, was für eine Emotion, was für einen Ausdruck du hast. Wenn du ein fertiges Game haben willst, dann wirst du überall nur Minimum machen, um irgendwie fertig zu werden. Das heißt, ja, du kannst Fortschritt machen, aber nur, wenn du die richtige Projektgröße wählst. Also sag mal, du steckst 5 Stunden jede Woche in Spielentwicklung. Dann kannst du Fortschritt machen, aber dann musst du die richtige Projektgröße wählen und dir ziemlich bewusst sein, wo du in 6 Monaten sein willst und dementsprechend eine Prio setzen. Ich will in 6 Monaten einen Prototyp haben. Okay, dann wäre in 6 Monaten Prototyp, würde heißen, dass du jede Woche 5 Stunden investierst, vielleicht ein bisschen mehr. Dass du jede 2. Woche einen Playtest raushaust, wo du die wichtigsten Fragen beantwortest. Und dass du ein kleines Konzept nimmst, das halt in der Zeit auch umsetzbar ist. Das würde ich so sagen. Das heißt, du kommst nicht drum rum, Assets zu verwenden. Kannst natürlich Assets auch probieren, selber zu machen, aber das ist halt in der Zeitspanne halt super schwierig. Genau. Und für Prototypen willst du eigentlich sowieso keine eigenen Assets machen, es sei denn, du willst einen Visual-Prototypen machen. Um selber zu checken, ob du den Artstyle hinbekommst oder nicht. Also, genau. Also es ist sehr viel relativ, aber selbst als Anfänger würde ich also als Anfänger muss das Projekt halt noch viel kleiner sein. Da muss es wirklich, wenn du Anfänger bist, das weiß ich nicht, aber ich glaube, du bist kein Anfänger, wir haben schon ein paar Mal gequatscht. Ich würde sagen, dass wenn du Anfänger bist, willst du so wenig wie möglich neues Game Design reinbringen. Wenn du schon weiter bist und schon ein bisschen Sachen ausprobiert hast, dann willst du ein bisschen mehr Game Design mit reinbringen. Aber du willst in 6 Wochen nicht denselben Fehler machen, den ich in anderen Games gemacht habe, in 6 Monaten, dass du sagst, du willst ein komplett neues Genre entwickeln oder sowas. Das darf auf keinen Fall damit drin sein, ja. So, jetzt habe ich übelst viele Sachen nicht gelesen. Ich probiere mal schnell aufzuholen. Facility, Smartest Maps sind immer noch erträglich als Pseudo-Entscheidung. Ja, voll. Das ist geil. Kann das bitte? Oh mein Gott, das muss ich mir merken. Ich muss das leider, da muss ich jetzt leider einen Screenshot von machen. Das ist zu geil. Ah, Tomate, geil. Naja, also das muss ich nochmal ordentlich vorlesen. Was soll's, die Fast-Symmetrien in Martins Maps sind immer noch erträglicher als die Pseudo-Entscheidungsfreiheit in Tomates Polz. Das ist der beste Kommentar-Chat-Beitrag der Woche mit Abstand. Genau, du bist vernünftig und ein friedlicher Nachbar und ich bin gut in Strategiespielen. Ja, Baratok, wir müssen jetzt nicht alle Wahrheiten aufzählen hier, ne? Aber die ersten 2 waren schon gut, ja. Die Mods sind Mobber. Die Mods hier, ich sag's dir. Wenn du die Mods hast, dann brauchst du keine Hater mehr. Nein, das stimmt nicht. Die Mods sind geil. Kommt aufs Spiel an. Game geht auch am Wochenende. Ja, 100%. Aber ich hab's jetzt so verstanden, also vielleicht ist das ein guter Punkt. Also man kann halt je nach Scope auch schnell fertig werden.
Ich gehe jetzt davon aus, dass es was in Richtung kommerzielles Game gehen soll. Ein Gem-Game. Und man muss immer unterscheiden, also Gem-Games ist genau das, wenn du Anfänger bist, dann würde ich sagen, ist Gem-Game das Beste, was du machen kannst. Nicht jetzt vom Zeitscope, also doch vom Zeitscope auch, aber ich meine vom Mindset zu sagen, ey, ich fasse jedes Element einmal an in dem Spiel und probiere es fertig zu werden, damit man alles mal gesehen hat. Und sobald man aber kommerzieller wird, würde man das ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr aufsplitten, zu sagen, es geht erstmal darum, nur zum Beispiel die Core-Mechanik und den Artstyle zu evaluieren und auszuprobieren und Prototypen dafür zu machen und dann zu sagen, okay, wechsle ich das Thema nochmal oder committe ich, um ein fertiges Game draus zu machen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wo du beim Gem-Game immer sagen würdest, ich mache das Beste aus dem, was ich habe, so schnell wie möglich fertig und ich brauche alle Elemente einmal, egal in welcher Qualität, in Anführungsstrichen, würdest du halt, wenn du drauf zielst, fertiges Game zu machen, würde ich das im Prinzip anders machen. Wobei ein Gem-Game eine perfekte Evaluierung oder ein perfekter Prototyp sein kann, um zu sagen, ist da Interesse für das Genre da, für das Spiel da oder nicht. Also da muss man sagen, Gem-Games haben eine richtig coole Berechtigung. Also als Prototypen sozusagen. Ich habe 2 von Game gemacht und ich habe 3 Monate die Gem mehr gelernt als in 2 Jahren zuvor. Ja, genau, Tomate, ja. Ich habe das halt nicht gemacht, deswegen habe ich nichts gelernt. Ich finde, man kann das komplett gar nicht sagen, ohne die Idee zu kennen. Das ist auch ein valider Punkt. Ich habe hier völlig nur ins Blaue reingeschossen. Dazu stimme dir zu. Also die Idee ist super wichtig. Es geht auch, also genau, das ist der Punkt. Was ist das Skill-Level und was ist die Idee? Und umso niedriger das Skill-Level ist, umso egaler ist die Idee. Umso höher das Skill-Level ist, umso wichtiger ist die Idee. Das würde ich auch noch hinzufügen. Das heißt sozusagen, wenn man gerade anfängt, nimmt man lieber schon was funktioniert, als dass man jetzt completely, wie gesagt, irgendeine neue, großartige, grandiose Idee hat, weil man hat das Skillset nicht, um es umzusetzen. Die Frage ist auch, wie viel kannst du schon? Ja, genau, Kill. Also das 100%, ja. Würfelspiel hast du 1, 2 Tagen, Plattformer geht auch schnell. Was das Ziel ist, die Frage. Absolut, genau. Es war jetzt sehr generisch, aber ich stimme dir zu 100% zu. Ja, 100% richtig. War auch tatsächlich das einzige Kriterium hier im Mod zu sein. Okay. Unity-Anfänger, aber viel Programmiererfahrung, aber nichts in Games. Dann würde ich dir, Lowshot, empfehlen, mach's so klein wie möglich. Im Sinne von probier an einem Genre, das schon existiert, anzuknüpfen. Vielleicht irgendwas, was nicht zu krass ist. Überleg dir einen kleinen Twist, den du vielleicht mit reinbringen willst, der das Spiel besonders oder einzigartig macht, irgendeine Game-Mechanik. Und dann probier zu evaluieren anhand von Playtests, ob dieser Twist Spaß macht oder nicht Spaß macht. Ich glaube, das ist das Beste, was du gerade lernen kannst, wenn du wirklich zu einem fertigen Produkt kommst. Wenn du, wie gesagt, ein fertiges Spiel haben willst, was man rausgeben kann, zocken kann, dann ist das Mindset von einem Gem viel, viel wichtiger. Das heißt sozusagen, wenn du wirklich ein Game Dev Anfänger bist, würde ich vielleicht sogar eher empfehlen, gar nicht auf Prototyp abzuzielen, sondern auf Gem Game abzuzielen. Um einfach die Erfahrung einmal zu machen. Weil auf diesen lustigen, spaßigen Prototypen abzuzielen, suggeriert, dass man die restlichen Prozesse dahinter schon eher ein bisschen auch schon verstanden hat und so. Wie gesagt, das ist ein Fehler, den habe ich am Anfang falsch gemacht, würde ich sagen. Ich habe viel zu viel Prototypen gemacht, viel zu wenig probiert, fertige Games zu machen. Und dennoch habe ich so gemacht und finde es auch cool, wie ich es gemacht habe, aber ich würde sagen, das habe ich falsch gemacht. Jetzt, wenn man nur auf Effizienz hinschaut. Ich habe trotzdem Riesenspaß dran gehabt. Oder macht es als Anfänger, der noch nie ein Game gebaut hat. Man sucht sich ein 5 bis... Das ist... Fritz Hugo, ich weiß, glaube ich, dass du das meinst, dass du selber das gemacht hast. Zumindest lese ich das da raus oder Leute kennst, die es gemacht haben. Tatsächlich ist das Standard. Also fast jeder, der anfängt, sucht sich Projekte raus, die zu groß sind. Und weil man am Anfang gefühlt noch nicht genau weiß, was man sich vorstellt, wenn man sich was vorstellt, wählt man ein Projekt, wo man denkt, das ist gar nicht so groß. Man sieht aber nicht, was das für ein riesen Rattenschwanz, Eisberg, whatever ist. Und dann, weil man ja schon angefangen hat, ist es so ein bisschen dieses Sliding Goal oder Scope Creep halt. Du erkennst dann, das ist ja eigentlich doch ein bisschen schwerer. Ja, ist ja nur ein bisschen schwerer, also bleibe ich dabei. Dann erkennst du, dass es noch ein bisschen schwerer ist, als du gedacht hast, also bleibe ich dabei. Und jedes Mal, wenn du neue Erkenntnisse hast, wie viel schwerer es ist, bleibst du dabei, weil du am Ende einfach nur noch sagst so, ja, jetzt ist ja kein Grund hier davon abzuspringen, jetzt ist es halt doch noch ein bisschen größer. Und dann hast du 2 Jahre investiert und sagst, jetzt habe ich schon so viel Zeit reingesteckt, das ist Cost Fallacy. Deswegen mache ich das auch noch fertig und steckst noch mal 2 Jahre rein und dann hörst du auf, weil du merkst, du hast
hast alles, was du vorher gemacht hast, hast du gar nicht Skill dafür gehabt, um das auf der Qualität zu machen, um es fertig zu machen. Und ich sage das nicht, um euch zu demotivieren oder sonst was, sondern ich sage, es gibt die einzelnen Fälle, wo dann die Spiele auch fertig werden, rauskommen und erfolgreich sind. Aber ich glaube, das ist dann sozusagen, das ist sehr viel positiv Survivorship Bias sozusagen. Man sieht dann den einen Fall, wo es geklappt hat und sagt, ja, das funktioniert so, aber in Wirklichkeit hat es 10.000 Projekte gegeben, wo es nicht funktioniert hat. Und ich glaube, da muss man übelst aufpassen. Deswegen ist es eigentlich wichtiger zu sagen, okay, ich stecke mir eine gute Zeitlinie und ich extende das nicht. Und immer wenn neue Sachen dazukommen, dass man nochmal neu evaluiert, ob das wirklich das Richtige ist, was man oder die richtige Größe noch hat oder nicht. Gut, ein neues schon, aber ein einfaches ja. Ja, voll. Also, genau. Du kannst ein neues Genre erfinden, wenn du willst, in Anführungsstrichen, ist aber einer der größeren Fehler am Anfang, die man machen kann. Meiner Meinung nach. Weil das eskaliert immer. Also es ist besser, ein Genre zu nehmen und das abzuwandeln um 10-15%, als ein neues Genre probieren zu entwickeln. Weil es geht nicht drum, bei Game Dev geht es weniger darum, was Neues zu erfinden, sondern eine neue Komposition der schon existierenden Dinge zu finden, die Spaß macht. Oder die einem selber beim Entwickeln Spaß machen, so würde ich das sagen. So, ich bin heute viel zu langsam. Tomatoes, bla bla bla, habe ich irgendwas vergessen? Das haben wir. Wann warst du zuerst hier? Okay, ihr zwei diskutiert noch. Okay. Also mein Problem ist, ich muss meine Arbeitszeit reduzieren, um nicht etwas anderes, was mir Spaß macht, aber ich muss. Warte mal nochmal. Also mein Problem ist, ich muss meine Arbeitszeit reduzieren, um nicht etwas anderes, was mir Spaß macht, oder ich muss zu reduzieren. Ich check's nicht. Also ich check, dass du deine Arbeitszeit reduzieren musst, aber den Rest check ich nicht. Sorry. Ich muss meine Arbeitszeit reduzieren, um nicht etwas anderes, was mir Spaß macht, oder ich machen muss, zu reduzieren. Ach, du musst deine Arbeitszeit reduzieren, damit du nicht was anderes reduzieren musst. Jetzt check ich's. Okay. Reduzier die Arbeitszeit, mach das. Ja. Genau. Und ich finde, das ist natürlich sehr Typsache und so. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich funktioniere nur, wenn ich mich voll committen kann auf ein Thema. Du musst halt für dich wissen, wie viel Zeit brauchst du, damit du motiviert bleibst, dran weiterzuarbeiten. Und ich glaube aber, dass so was mindestens 5 Stunden die Woche schon was ist, was man braucht, damit man bei Game Dev irgendwie ein Schrittchen vorwärts kommt. Ich würde eher sagen mindestens 10 bis 20 Stunden, aber das ist auch typabhängig, ja. Und wie gesagt, projektabhängig. Kommt auch drauf an, wie viel Grafik das hat. Ja, absolut. Nutzt man KI? Ja, nein. Nutzt man fertige Assets? Ja, nein. Also genau, es ist im spezifischen Fritz Hugo ist es super, muss man super doll aufpassen. Und sich einfach die Frage beantworten, ist es möglich, in dem Scope, mit dem Skillset, mit den Techniken, die man hat und so, was fertig zu bekommen oder nicht. Und im Zweifelsfall immer das Projekt 10-mal so klein wählen, wie man es wählen würde, wenn man noch keine Ahnung davon hat. Und mit 10-mal meine ich wirklich 10-mal. Das ist so. Ich komme wieder und es geht um Game Jams. Ich kacke hier ab. Sie ist vor grüne Wiese und man weiß nicht, wo man anfangen soll. Ja. Weißt du, was du machen kannst? Hast du schon eine Idee fertig, Baratok? Also Baratok macht gerade beim Game Jam mit. Hast du schon eine Idee, wo du hin willst? Was ich machen würde, ist, nimm dir 10 Mechaniken, die in die Richtung gehen könnten, schreib dir alle 10 auf und dann wählst du eine davon aus, die dir am meisten zusagt. Und dann setzt du die um, beziehungsweise machst dann nochmal 5 Ideen für diese Mechanik, schreibst die alle auf. Das machst du innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten. Und wählst dir dann die für dich am vielversprechendsten aus. Und bleibst dann dabei und haust einfach durch. Ist ja Game Jam, ja. Meine Witze hat ins Blaue geschossen, deswegen gibt es keine Schlümpfe mehr. Alle weg. Die Drecksviecher, nein, Spaß. Oh, scheiße, das habe ich nicht gesagt. Oh, Mann. Fiese Falle, ich muss ja eigentlich widersprechen, aber das würde ich bestätigen. Ah, okay. Oh mein Gott. Warte mal, was ist das? Der Korrekturminister. Ja, das ist wirklich, das ist Heinrich wirklich. Okay, ja, aber ich bin doch nicht dumm und mache wie 100% aller Devs einen unnötigen Plattformer, den niemand spielen will. Stimmt. Würde ich auch nicht machen. Ich würde als erstes Game auch nicht einen Plattformer machen. Ich würde ein Genre nehmen, was dir mehr Spaß macht. Also ich dachte mir, GTA ist ein wenig zu unrealistisch und will es realistisch bauen. Okay. Also das heißt aber, du kannst ja schon mal anfangen, Sachen auf deinem Board durchzustreichen. Zu sagen, was du nicht machen willst, ist ja geil. Du willst nicht GTA machen, du willst kein großes Game machen, du willst kein Plattformer machen. Das heißt, du willst was machen, was anders ist.
Dann hast du ja sozusagen schon mal ein bisschen Raum eingeschränkt. Ich glaube, am Anfang gerade einzuschränken, was du nicht machen willst, ist auch übelst die gute Hilfe. Ich habe auch sehr lange gebraucht, ehe ich verstanden habe, was ich mit nicht machen will. Also ich habe sehr viel rumexperimentiert mit unterschiedlichen Prototypen, bis ich verstanden habe, wo ich eigentlich hin will. Und so langsam kapiere ich mehr, was ich machen will. Und hier, wie gesagt, das Projekt ist ja auch absolut eher ein Projekt, was ich richtig gern machen will. Obwohl ich weiß, dass das Scope ein bisschen zu groß ist. Und wir merken es jetzt gerade mit der Strategieentwicklung, also mit der AI-Entwicklung. Das ist halt schon ein heftiger Tobak, ne? Also da mal gucken. Ich hoffe, ich habe mich nicht übernommen. Der Rest funktioniert aber auf jeden Fall. Und ich habe bei dem Projekt auch gesagt, dass ich in 500 Stunden fertig sein will. Bin jetzt bei 1500 Stunden und noch ein bisschen mehr. Also es ist, ne, so ist es. Also ich habe 500 gesagt, so wäre Idealfall, so 600 bis 900 wäre okay und alles andere drüber wäre viel, als ich angefangen habe. Sind wir halt um Welten drüber. Aber ich bin so happy mit dem Game. Also es ist richtig, richtig cool. Ich habe in der Engine noch eine Stunde gar nicht wirklich gearbeitet, weil ich andere Dinge darum her machen musste. Warte mal. Nee, das ist ein Herzensprojekt bei mir und die ersten 2 Jahre sind fürs Lernen draufgegangen quasi. Ah ja. Ja, voll. Das ist halt ja. Das Lernen ist ja auch so ein Ding. Also da sind wir wieder beim Skill-Level. Das gehört einfach dazu. Du musst halt verstehen, wie du die Sachen umsetzen kannst oder in welchen Tools du die umsetzen kannst und wie du die Tools bedienst. Und du kommst da halt nicht drum rum. Also es gibt Wege, das abzukürzen, aber die sind nicht immer gut. Weil am Ende ist es wichtig, dass du verstehst, was du tust. Mir kommt eigentlich nichts mehr dazu. Das ist nice. Das ist sehr gut. Ich wollte auch nichts kritisieren. Also wie gesagt, ich verstehe voll und ich sehe es ja, dass die Leute große Projekte gerne anfangen und das gehört einfach dazu. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man Spaß dran hat. Und bei mir war es auch so. Ich habe halt andere Projekte gemacht. Wären halt machbarer gewesen oder schneller fertig zu machen. Die haben mir einfach keinen Bock gemacht, ne? Hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Mein ADHS-Brain ist dann halt irgendwann auf die Idee gekommen, so, ja, das macht jetzt keinen Spaß mehr. Das ist langweilig. Und dann ist es egal, ob die Idee klein ist oder nicht. Ich habe es halt nicht umsetzen können, weil ich mich nicht mehr dafür interessieren konnte. Und das ist ja auch super, super relevant. Also, dass man versteht, dass das Projekt einen motivieren muss, weiterzumachen. Für manche bedeutet motivieren, dass das Thema geil ist. Für andere bedeutet motivieren, dass ich Meilensteine schnell erreiche und Feedback bekomme. Für andere bedeutet motivieren, dass es die eigene Fantasy ist oder was auch immer. Es ist komplett unterschiedlich. Ich finde damit anzufangen, um Geld zu scheffeln, ist absolut der falsche Ansatz. Absolut. Also anzufangen, um Geld damit zu scheffeln, dann ist Game Dev. Mach's einfach nicht. Also du wirst kein Geld damit scheffeln. Im Durchschnitt verdienen die Leute mit Game Dev kein Geld. Das ist so. Wenn es deine Leidenschaft ist und du damit Geld verdienen willst, damit du weiter Geld machen kannst, bist du absolut richtig. Aber wenn du es nur machst, damit du Geld verscheffeln willst, vergiss es. Also kannst du auch Lotto spielen gehen, kommst du aufs Gleiche ungefähr. Ist aber auch kein klassisches Spiel. Es hat viel in Richtung Pädagogik, Lernen rein. Das Spiel ist mehr Alibi. Ah ja, geil, nice. Das ist doch cool. Das ist doch richtig cool. Also das ist ja auch wieder so ein Thema, wo sozusagen, das ist ja dann in Richtung Serious Games oder Learning Games, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dann ist es ja wirklich eher Herzensprojekt und so. So, definitiv in der heutigen Zeit, wo man 20.000 neue Games... Ja, ist absolut so. 5 Stunden die Woche würde ich brauchen, um wieder zu wissen, was ich vor einer Woche gemacht habe. Ja, das ist ganz viel Projektmanagement dann an der Stelle. Also, dass man sozusagen sich den Arbeitsplatz so hinterlässt, dass man beim nächsten Mal weitermachen kann, das ist ja Struktur und Projektmanagement. Fertig. Dass du das sozusagen so aufschreibst, so dokumentierst, dass du beim nächsten Mal nicht wieder komplett alles nochmal neu verstehen musst, sondern dir sozusagen wie so Brotkrümel hinterlässt, die du direkt wieder anfangen kannst, um wieder reinzukommen und weiterzumachen. Damit sozusagen du nicht die einfachen Tasks sozusagen am Ende von der Session abarbeitest, sondern dass du einfache Tasks im Prinzip für die nächste Session am Anfang hinlegst, die dich dann wieder reinbringen, dass du innerhalb von einer halben Stunde wieder voll im Thema drin bist, aber die einfachen Sachen schon abgearbeitet hast. Das ist halt einfach, das ist gutes Management ist das oder Projektmanagement ist das. Oder Arbeitsmanagement, wie auch immer man bezeichnen will, ja. Zeit gelohnt zu investieren, ja. Ideen steht so halbwegs und ich versuche quasi die erste Mechanik zu bauen. Plan ist die losten Elemente, die ich einfach identifizieren kann, einfach rauszupressen und dann Integration zu starten. Ja, wie gesagt, wenn du Sachen loswerden kannst für ein Game Jam, ist super wichtig. Wie viele Tage hast du? 4 Tage ist es, ne? Ich glaube, es ist 4 Tage, ne? Ich habe die Idee und alles schon, nur keine Zeit. Ah ja, okay.
Mein ADHS hat das Game schon im Kopf fertig. Ja, dann musst du halt wissen, wo sind die unsicheren Stellen und wie kannst du die schnellstmöglich evaluieren oder nicht. Also das ist, wenn du das erste Game machst, würde ich wirklich probieren, ans Ende zu kommen. Wichtiger als ein sehr gutes Game zu machen. Ich weiß, das klingt total bescheuert und ich hätte den Ratschlag selber nie angenommen, deswegen kannst du ihn auch einfach zur Seite schmeißen. Du kannst ihn auch so einfach zur Seite schmeißen, auch wenn ich ihn angenommen hätte. Aber mir hätte das gar nicht geholfen damals. Aber mittlerweile verstehe ich für mich, dass es mehr darum geht, eine Priorisierung für das, wo man hin will. Und man kann nicht alles haben. Und wenn man neu ist und es darum lernen geht, wie man ein Game macht, dann kannst du halt nicht ein gutes Game priorisieren, sondern dann kannst du nur priorisieren, dass du probierst zu verstehen, wie man ein gutes Game macht. Und das klingt jetzt so ähnlich, aber das eine ist halt zu kapieren, was man eigentlich tun müsste, damit das Game gut wird. Und das andere ist, das zu tun, dass das Game gut wird. Und ich glaube, wenn man noch nicht weiß, was man tun muss, damit ein Game gut wird, kann man es gar nicht gut machen. Und damit man weiß, zu wissen, wie ein Game gut wird, muss man erstmal Games entwickeln und den Leuten vor die Nase geben und Games fertig machen. Das heißt, irgendwie in der Kausalkette ist es eigentlich so, dass du erstmal Games fertig machen musst, um zu wissen, wie du Games gut machen kannst. Das Ding ist, ich habe noch kein Spiel auf Steam fertig released und auch so kein fertiges Game und ich erzähle euch jetzt davon, es ist nur von dem, was ich bis jetzt sehe und wie ich es verstehe. Genau. Und ja, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber das ist, ja. Was ist Lotto und plus Gelddev? Was ist Lotto plus Game Dev zum Geldscheffeln? Lotto plus Game Dev. Das klingt wie ein Friendslop-Game zu machen. Das ist Lotto plus Game Dev. Schon kurz jeden Monat einen neuen Klon raushauen. Ja, sowas in der Richtung. Richtig schäbig und du kannst dich das nächste Mal nicht mehr im Spiegel anschauen, aber sowas funktioniert bei Masse. Es ist tatsächlich, für Zugo ist es gefühlt so. Ja, es ist ein bisschen traurig, aber es macht den Eindruck. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich glaube, dass es ein bisschen so ist. Sonntag brauche ich vermutlich, um zu reparieren, aber ich melde mich, weil das erste Mal was spielbar ist. Ja, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall reinkommen. Ich schalte mal wieder ein bisschen an GDScript. Normalerweise mache ich alles in C#, aber Game Jam wird ja bei mir immer GDScript, damit ich... Ja, voll, mach das. Ja. Jetzt auf modulare Bauweise. Mein erstes Modul ist relativ klein und dann kommen DLCs zum Aufbauen. Aber ich mache mir bereits jetzt technische Gedanken, damit ich hinterher nicht alles umbauen muss. Kann ich verstehen, macht dann aber auch ziemlich langsam. Ne? Also alles, was du vordenken musst, hilft dir halt nicht beim Iterieren. Ja, es hilft dir beim Erweitern, klar, und beim Modular machen, klar, absolut. Wenn du aber schnell iterieren willst, muss man aufpassen. Also ich habe das für mich gelernt, dass man aufbauen muss, in welche Richtung das halt geht. Ne? Aber ich kann es zu 100% verstehen. Und ich habe gerade am Anfang, als ich noch sozusagen aus der Business-Softwareentwicklung kam, habe ich alles completely overengineert. Also würde ich jetzt gar nicht mehr so machen. Also überhaupt nicht mehr. Das war so... War Prio auf völlig falsche Sachen gesetzt. Für mich, für meinen Prozess, nicht für... Muss jeder für sich selber wissen. So, jetzt nehmen wir aber das Ding hier mal ein mit dem Mammuts. So, Abfahrt. Ey, die sehen so nice aus. Die sind so geil. I like them a lot. Die sind schon irgendwie... Ja, und die scheppern halt ordentlich. Also wir haben jetzt hier, ich glaube, 10 Kampfkraft. Ja, 10 Kampfkraft. Für 2 Einheiten. Das knallt halt übelste Sorte rein. Also wenn du das schaffst, auf den gegnerischen Palast oder in die Nähe vom gegnerischen Palast zu bringen, dann Prost Mahlzeit. Deswegen bin ich auch ein Freund von Gems. Harte Deadline für kleine Games und kann gut die Basics lernen. Ja, die skalieren nicht unbedingt, aber es hilft schon mal, wenn man die Grundkonzepte schon mal angewandt hat. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das zu früh mit zu wenig Erfahrung drauf zu setzen, dass die Sachen skalieren, macht einen sehr, sehr langsam. Ist von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Gibt bestimmt Ausnahmen, aber das ist schon, da muss man schon echt aufpassen. So, geil. Nice. Wiebel, moin, grüß dich. Hello. Na, wie läuft der Hase? Wie lübt der Lachs bei dir? Der Hauptkiller an Spielprojekten ist eigentlich die fehlende Motivation noch in Monaten. Ja, 100%ig. Game ist ein Marathon, kein Sprint. Töten die Elefanten dann auch?
Tröten die? Nee, die tröten noch nicht. Also ich habe das genau, was du sagst, und das war bei mir auch, ich habe probiert, das zu verstehen. Was das mit der Motivation ist, habe ich schon ewig nicht mehr gezeigt, zeige ich euch jetzt aber mal wieder. Ich habe mir so eine Timeline gemacht. Warte mal, wo ist sie denn? Warum öffnet sie nicht? Da ist sie. Um genau dieses Problem mit der Motivation zu umgehen. Und ich habe dann halt einfach eine Zeitlinie im Prinzip, wo ich eingetragen habe, was cool und was schlecht ist und wo ich sein will. Und hier, genau, das ist es. Release wann, wie viel Zeit. Und das hier oben ist im Prinzip meine Motivationskurve. Und das habe ich halt zu der Zeit für alle Projekte gemacht, um zu kapieren, warum ich demotiviert bin oder motiviert bin. Und habe dann die Zeit getrackt, die Releases, was passiert und halt probiert zu verstehen, warum mich Sachen motivieren oder demotivieren. Und dann ist halt gerade hier, wenn es so wirklich dann negativ wird oder runtergeht, dann auch mal eine Pause zu machen. Da habe ich halt wirklich einen Monat dann Pause gemacht um die Weihnachtszeit rum, um besser zu kapieren, wo man hinkommt. Und das ist eins der Dinge, warum ich so weit gekommen bin bis jetzt. Ist wirklich, weil ich kapiert habe, welche Sachen mich frustrieren, welche mich nicht frustrieren. Und was ich tun muss, um motiviert zu bleiben. Und es ist halt, wir Menschen sind halt so beeinflusst immer von dem, was wir sozusagen, was wir in dem Moment sehen, dass wir oft das Bigger Picture im Hintergrund zur Seite schieben. Und ich habe halt probiert, mit dem das zu visualisieren, dass ich mir halt meine Motivationskurve die Zeit aufschreibe. Und es ist wild, was mich demotiviert hat. Also ihr werdet gleich lachen, mich haben Playtests demotiviert. Obwohl die gut gelaufen sind, haben die mich demotiviert. Und dann musste ich erstmal draufkommen, warum, wieso, was ist der Grund, was muss ich anders machen bei den Playtests, damit die mich nicht mehr demotivieren. Und das ist manchmal einfach nur die Erwartung an Playtests zu verändern oder was soll da passieren, wie soll das ablaufen und so weiter und so fort. Das ist echt wild gewesen. Also ich glaube, aus meiner Sicht hast du da voll recht, Verzugo, mit dem, dass der Hauptkiller bei Spieleprojekten ist die Motivation. Aber ich glaube, dass man halt je nachdem, was man sich für eine Umgebung baut beim Game Dev und was man sich für Projekte wählt und was man für einen Alltag hat und was man sich für Routinen aufbaut, sorgst du halt dafür, dass du entweder motivierter bist oder dass du demotiviert wirst. Also ich glaube sozusagen, du kannst nicht aktiv sagen, ich bin jetzt motiviert oder demotiviert, aber du kannst deine Umgebung, deinen Kontext, deine Projekte, deinen Prozess so verändern, dass du motivierter oder demotivierter bist. Ich glaube, das ist einer der super wichtigen Elemente, die beim Game Dev halt dazugehören. Oder generell bei größeren Projekten, die länger dauern. Kann auch gefährlich werden, wenn du auf dem Annahmen aufbaust, kann das problematisch sein. Mein wichtigstes Learning war Yagni. Ja, you ain't gonna need it. Absolut. Ist für mich auch so. Also Yagni heißt you ain't gonna need it und bezeichnet halt im Prinzip, dass man nicht zu viel vordenken soll, sondern die Sachen, die man machen soll, weil man sie gerade braucht und die Sachen, die man jetzt gerade nicht braucht, nicht macht, weil du sie später nicht brauchen wirst. Weil dieses Antizipieren, was du alles brauchen wirst, sorgt halt dafür, dass du sehr komplexe und sehr viele Systeme baust, die du vielleicht gar nicht brauchst. Ja. Aber das ist, wie gesagt, muss jeder auch für sich selber wissen. Bei mir war es auf jeden Fall was, wo ich auch absolut von profitiert habe, das Yagni anzuwenden. Darum überlege ich eben vorher schon, also wäre alle Module schon dabei. Dabei sind die neuen Module aber weniger schlimm, was technisch angeht, aber sehr wichtig beim Grundlagen Game Design. Also nicht Core-Problematik, sondern ja, okay. Ja. Das ist, genau, es steckt man das sind wir wieder bei dem Thema, du hattest das vorher auch gesagt, es kommt aufs Detail drauf an und wo du gerade bist. Konnte nicht so viel machen, Twitch schauen. Ah ja, okay, nice, okay. Aber bist du noch fleißig am Stream? Schon, ne? Oder verwechsel ich dich gerade? Nee, doch, du hast doch auch gestreamt. Klar, ein bisschen Technik ist aber dabei, aber es hält sich in Grenzen. Ja, okay. Ich gebe mal ein Beispiel von anderen Genres. Studios bauen geile Games, aber bauen keine variablen Platzhalter wie Item, Multiplikatoren. Das tut niemand weh. Einmal zu schreiben und für das DLC dann erst die Werte benutzen, aber dann machst du das nicht. Das kostet nahezu keine Zeit anfangs und machst nachhinein, musst du alles komplett. Ich verstehe, was du meinst, aber es gibt einen Effekt, den du gerade nicht betrachtest. Zumindest ich verstehe, also ich weiß, was du meinst und ich habe heute über das Thema auch schon. Der Punkt ist, ab einem gewissen Grad, wo das Game stabil wird, gebe ich dir zu 100% recht, dass das sinnvoll ist, das zu machen. Das Problem ist bloß, solange das Game nicht stabil ist vom Design, das heißt, solange du nicht evaluiert hast
oder dich entschieden hast, je nachdem, wie du das machst, dass das Game genauso werden soll und du es jetzt eigentlich sozusagen in der Produktionsphase vom Game bist. Hast du das Problem, dass, sagen wir mal, das ist dein Game. So ist es. So. Das ist die Fläche von einem Game, was du implementieren musst. So, das ist das. Jetzt sagst du, ich baller mir für alles diese Helper-Funktion und sonst was drumrum. Das heißt, dein Game von der Komplexität geht nach oben, weil du ja viel mehr implementieren musst, weil du die ganzen Dinge brauchst. Was du da machst, ist, du antizipierst an jedem offenen Ende von deinem Spiel, was noch da drin nötig sein könnte oder auch nicht nötig sein könnte. Das heißt, warte mal, bring to front. Nee, das war mal bring to back. So, du antizipierst im Prinzip, ich das jetzt mal, send to back. Ist es jetzt hinten? Weiß ich nicht. So, hier wollen wir das haben. Du antizipierst jeder offenes Ende, was dein Game hat und musst dann auch das mit erfüllen und implementieren. Das ist, wie gesagt, okay, wenn du genau weißt, wie dein Game wird, beziehungsweise du schon festgelegt hast, so bleibt es. Das ist das, was du machst. Was du jetzt aber theoretisch auch machen könntest, und das ist der Approach, den zum Beispiel von dem Tomate redet und von dem ich rede, ich probiere nur den blauen Kern zu implementieren. Wenn sich das Game verändert, probiere ich trotzdem nur in einem Bereich. Wenn ich merke, okay, da ist es komplexer, probiere ich in einem Bereich das auszubauen, damit es mir vielleicht diesen Teil hier abdeckt, der vorher nicht abgedeckt war. Das heißt, das wird so viel, also ist immer der Gesamtaufwand noch niedriger. Jetzt verändert sich das Game vielleicht noch mehr in die Richtung und ich brauche noch Systeme, die hier draußen sind. So. Das heißt, ich implementiere das und den Teil hier unten baue ich gar nicht aus, schmeiß das Game vielleicht weg oder iteriere drüber und mache das Game noch kleiner, dass es das ist und verändere das noch weiter, weil hier oben der Teil für meine Playtester besser funktioniert, das zu machen. Und jetzt ist halt das Thema, wenn du jedes Mal antizipieren willst, was du brauchst, würdest du hier oben drumrum auch wieder genau den Teil aufbauen. Und damit hast du halt unendlich viel mehr Arbeit, weil du antizipierst, vorhersagst, klar. Also ich verstehe, wo du hin willst, aber ich würde extrem raten dazu, wenn man sowas macht, aus meiner Sicht, dass man erst das macht, wenn man in der Production Phase ist. Wenn du weißt, wie das Game sein soll und du das validiert hast und es sich nicht mehr ändert, dann ist es sinnvoll dafür, an den Stellen, wo du es brauchst, sozusagen diese zusätzlichen Helper-Funktionen zu bauen, die das Game einfacher, konfigurierbarer, performanter, erweiterbarer machen. Und ich verstehe deinen Punkt zu 100%, dass du sagst, ja, aber es wäre ja so viel leichter, das von Anfang an zu machen. Das Ding ist aber, wenn du das von Anfang an machst, verwendest du deine Zeit drauf, Systeme zu verbessern, anstatt rauszufinden, dass du das richtige Game machst. Das ist zumindest meine Perspektive drauf. Ich will nicht sagen, dass ich damit richtig liege. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will dich auch nicht überzeugen. Es ist nur, so sehe ich das Thema. Das ist sozusagen meine Herangehensweise. Ja, Streams wieder? Nice, geil. Wie geht's denn vorwärts mit deinem Game? Darum lieber mal mehr überlegen, meiner Meinung nach. Ja, das ist genau, ich glaube, das ist der philosophische Unterschied. Ich probiere weniger zu überlegen und mehr auszuprobieren. Also ich probiere mehr zu iterieren und weniger zu antizipieren. So würde ich es bei mir formulieren. Aber wie gesagt, völlig unterschiedliche Ansätze und das ist völlig legitim und richtig auch so. Das muss ja jeder seine Wahrheit finden. Technisch habe ich einen Point-and-Click und das über ein Add-on. Technisch sind vor allem Parser zu Excel und das Problem, ja, okay. Innerhalb Unity macht das, warte mal, wo waren wir jetzt verschoben? Innerhalb macht das fast alles das Add-on. Ja, geil. Ja, wie gesagt, also ist ja von Genre zu Genre aus völlig unterschiedlich und kann auch ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Genau. Das ist immer wieder bei dem Spezifischen. Ne? Man muss halt in dem Projekt drinstecken, um dann eine Aussage darüber treffen zu können. Ja. Und wegnehmen, sodass es 5 Jahre versteht, ist gar nicht so einfach. Ach, 5-Jährige. Jetzt check ich. Ja, das ist ein Riesenthema, ne? Also es ist super wichtig, glaube ich. Ist ja sozusagen deine Core-Challenge, wenn du Games für Kiddies machst, ist ja zu sagen, okay, wie kriege ich hin, dass das Game interessant für Kiddies ist und dass es denen Spaß macht und dass sie es verstehen am Ende. Das ist ja sozusagen, also da ist ja so viel Unklarheit drin, dass ich da richtig viel Zeit verwenden würde, rauszufinden, sind meine Annahmen darüber korrekt? Genau. Also muss ich ein Interface bauen, das für alles geht. Dann aufbauen, dazu muss ich alles betragen. Ja, richtig krasse Challenge. Richtig krasse Challenge. Aber richtig cool auch. Richtig, richtig cool.
Nicht nur das, Systeme, die man falsch angenommen hat, machen Dinge komplexer. Das stimmt. Also genau, das ist halt ein Side-Effekt, was Tomate gerade sagt. Ein System zu bauen, das diese Größe jetzt vom Umfang hat, ist nicht, das ist zumindest mein Verständnis, wenn wir hier sozusagen auf der einen Spalte Größe haben, auf der anderen Komplexität haben. So, man glaubt ja immer, dass es das hier ist. Über Zeit, warte mal, muss ich dazu schreiben, sonst checkt es wieder keiner. Das ist Größe. Oder Komplexität. Größe, Komplexität könnt ihr austauschen. Nee, warte mal. Größe. Und das ist Komplexität. So. Damit meine ich jetzt nicht einfach nur 5 Excel-Zeilen mehr, sondern ihr wisst, was ich meine. Man glaubt, dass es das ist, aber tatsächlich meiner Erfahrung nach ist es das hier. Weil die Systeme voneinander abhängen und weil sie sozusagen, das ist das, was passiert. Das heißt, dieses ist nicht einfach nur der doppelte Menge abzuarbeiten, sondern das hier ist im Prinzip erstmal viel schwerer zu erzeugen. Plus, wenn du es falsch machst, ist das Refactoring viel, viel schwieriger. Ja, anyway. Ich finde immer lustig, ich muss immer an Annie Idle denken, beziehungsweise an Annie sagen. Wenn ich anyway denke, dann denke ich immer, Annie macht irgendwas. Ja, okay. Wo warst du, Tomate? Tomate, da oben. So, komplexer hat das zum Beispiel Upgrades. Man könnte ein komplexes System implementieren, aber ich bin mit einer einfachen Liste gegangen. Später hatte ich Anforderungen, die man zu Anfangs nicht klar war. Die Liste war simpler zu ändern. Hätte ich ein komplexes System, absolut. Habe ich tatsächlich so auch probiert, bei dem Game zu machen und bin besser gefahren als bei den Games, wo ich, also bei Kingdom-of-Krawall habe ich das genauso gemacht, wie du es gerade beschreibst. Bei Shapeyard habe ich es andersrum probiert und es hat so viel länger gedauert und ich wäre so viel schneller fertig gewesen, wenn ich es einfacher gemacht hätte. Es gibt zum Beispiel bei den Farben in der Grammatik. Jedes Schulbuch macht es anders. Sowas will ich nicht. Das muss eine durchgehende Linie sein im Modul. Ja, ja, voll. Das ist super wichtig. Konsistenz, ja. Ja. Und nicht lesen können ist halt auch ein Ding und die verstehen ja kein Deutsch. Ah, okay, das ist sogar, krass. Ja, dann hast du schon mega die Challenge. Es ist so geil. Du hast so die krassesten Challenges. Genau, ich glaube, es ist bei dir so viel Unsicherheit meiner Meinung nach drin, dass es eigentlich viel, viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, die Iteration und Prototypen zu machen, zu gucken, ob das funktioniert, als sich vorzuüberlegen, wie es denn vielleicht sein könnte. Weil da so viel Ungewissheit drin steckt. Aber das Geile ist, es klingt nach einem richtig coolen Projekt. Also ich finde es richtig, richtig nice, dass es macht. Es gibt ja auch echt wissenschaftliches. Ja, voll. Deswegen ist wahrscheinlich Iterieren und Ausprobieren noch viel wichtiger. Aber klingt richtig, richtig cool. Wäre das nicht, würdest du es was falsch machen? Zumindest rede ich mir das immer ein. Warte mal, zu welchem? Okay. Also schreibe ich Kindergärten an, zum Beispiel, kostet auch Zeit. Ja, das ist ja genau dieser ganze. Man denkt immer am Anfang, das Machen des Games ist das Problem. Also das technische Machen des Spiels ist das Problem, aber es ist ja eigentlich viel mehr der ganze Apparat drumherum macht das ganze Ding eigentlich komplex. Und wenn du einfach nur ein Game Jam-Game für dich selber machst, dann hast du das ja alles gar nicht drin. Dann machst du kein Marketing, dann machst du kein Research, wo das wie funktioniert. Dann machst du keine Playtests, um zu gucken, ob das wirklich so funktioniert, wie du es vorstellst, sondern das sind dann die Dinge, die aus einem Jam. Ein Jam ist deswegen so geil, weil es halt im Prinzip, es konzentriert Game Dev auf dieses Game-Entwicklung im Kleinen. Ein fertiges kommerzielles Game zu machen oder ein Game, was sozusagen einen anderen Purpose hat, als einfach nur zu existieren, wie so ein Game Jam-Game. Er hat halt viel mehr Steps und ist halt viel, viel komplizierter. Ja. Erstes Level ist fast fertig und das wird dann Demo und kommt bald. Bin sehr gespannt und freue mich. Yo, ich bin auch gespannt. Also, ist ja dein erstes Game, ne? Ich bin richtig hyped, wenn du es raushaust zum Testen. Sag Bescheid, ne? Ich hab Bock, Feedback zu geben. Wenn du denn Feedback hören willst. Wenn du kein Feedback hören willst, dann gib's mir nicht, weil ich gebe Feedback, wenn ich es in die Hände kriege. Ja. So, es macht auch Spaß zu entwickeln, was nicht jeder tausendmal schon gemacht hat. Absolut, ja. Die Kids motivieren mich auch jede Woche in den Kinderbetreuungen bei den Tafeln. Dadurch ist das erst entstanden, mein Projekt. Ja, du hast das ist eine Sprachlern-App, ne? Du hast das schon mal vor einem Jahr oder vom Dreivierteljahr hast du mir mal gezeigt, die Idee. Bilde ich mir zumindest ein. Vielleicht wechsle ich dich darauf, das kann auch wieder sein. Aber ich bilde mir ein, dass das so eine Szene war, bei der du Sachen anklicken kannst und dann dir gesagt wird, wie das heißt, damit du die Sprache lernen kannst. Also wie gesagt, ich finde, dein Projekt ist der Hammer. Das ist mega, mega geil. Allein die Zeit, um das aus freien Synonymliste den Müll aussortieren, wird mich Wochen kosten, ja. Aber es muss ja konkret sein, sonst bringe ich den falschen Sprachen bei. Das stimmt, absolut, ja. Viel Arbeit, den ist mit der Engine Code zu tun. Ja, voll. Ja, ist genau das Projekt. Ja, gut, dann habe ich es noch richtig im Kopf.
Mega geil, ja, ist mega, mega cool. So. Wir haben jetzt irgendwie gewonnen, ohne dass ich was gemacht habe. Ah, Golden Age Vision. Wir haben mehr Land gehabt und deswegen haben wir mehr Punkte gekriegt und deswegen haben wir gewonnen. Easy. So besiegt man die KI. Man macht einfach ein bisschen Land. Nee, Spaß. Also, genau, KI haben wir ja gerade noch, ist gerade nicht enabled. Wir haben die drin, aber die ist noch nicht. Es ist noch so viel zu tun. Es ist noch so viel zu tun. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben die Mammuts gerade getestet. Jetzt funktionieren die. Theoretisch, was jetzt noch nicht funktioniert, was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist Bugfixing ohne Ende. Wir müssen bei den Mammuts, haben wir bestimmt, hier haben wir das. Da müssen wir noch hinzufügen, Resources for Training. Oder Resource Gain for Training. Weil das haben wir noch nicht. Wir können gerade noch keine Ressourcen bekommen. Das muss noch implementiert werden und das muss noch, das ist sozusagen die Logic und die UI. Oder doch UI müsste das sein. Oder Tooltip. So. Das muss damit noch rein, dass man halt auch kapieren kann, was Sache ist. So. Bam, bam, bam. Ich habe überlegt, wir haben ja das Mercenary Camp und das Trader Camp. Village. Ich sage immer Camp dazu. Da bin ich gerade am Überlegen, ob ich das verändere. Multiplayer. Dann brauchen wir die Map Broken City, aber nicht aus der Base Map, sondern die Custom. Das ist die hier. So, ich baue sehr viel in Excel und möchte das in Unity reinparsen, dann bidirektional. Ah ja, das ist mein größter technischer Teil, denke ich. Ja, das klingt auf jeden Fall. Es klingt nach, dass es schon relativ kondensiert ist, an welcher Stelle die technischen Probleme sind. Genau, es ist halt, ich glaube, dass du dein Use Case und dein Game, was ja eher ein Serious Game ist, so klar schon abgespeckt hast, dass ich voll mitgehen würde zu sagen, es macht Sinn an deiner Stelle zu gucken, dass die Systeme gut funktionieren und in eine gute Richtung gehen. Es ist was anderes, wenn du dir gerade eine Idee aus dem, ja, wisst ihr schon, woher ziehst und aus der Nase ziehst. Ich wollte Nase sagen, Leute. Und dann anfängst, ein Riesensystem, um noch eine sehr vage Idee zu bauen, um dann zu sagen, ja, die Systeme müssen funktionieren, damit ich es nachher gut erweitern kann. Danke, dass ich so effizient von deiner eigentlichen Arbeit abhalten durfte. Geil, so ist das jetzt. Du hältst mich jetzt gerade überhaupt nicht von meiner eigentlichen Arbeit. Meine eigentliche Arbeit ist gerade Stream. Game Dev ist gerade nebenbei. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich sozusagen nur zweimal die Woche noch streame, weil ich komme ja nicht so richtig. Ist geil, mit euch über gewisse Sachen zu reden und den Progress zu sharen und über Game Dev-Themen zu reden und so. Aber die Entwicklung selber habe ich ja reduziert im Stream auf Konzeption, Design und Besprechungen und genau solche Sachen. Und ist mega cool. Also ich mache es so viel lieber, als irgendwie am Code rumzuschrauben oder Bugs zu fixen. Ist für mich interessanter, ist, glaube ich, für euch interessanter. Und am Ende sind die Diskussionen richtig cool, weil jedes Mal, wenn ich sozusagen, es ist ja immer so, wenn du drüber redest, lernst du. Oder mir geht es so. Ich bin halt sehr verbaler Typ bei sowas. Es ist so, Themen durchzudiskutieren und durchzukauen, hilft mir, sie zu verstehen, ja. Ja, weil du alles heimlich mit AI automatisiert machst. Also heimlich nicht. Ich mache super viel mit AI mittlerweile. Also super viel im Sinne von, was den Coding-Teil angeht. Und ich habe halt keinen Bock, Coding sozusagen mit AI im Stream zu machen. Da hab ich null Bock drauf. Da unterhalte ich mich mit dem komischen Tool. Da brauche ich nicht sozusagen noch nebenbei streamen. Aber das ist absolut kein Geheimnis, sondern was ich erzählt habe, ist, dass ich die Implementierung selber von vielen Sachen, die mache ich mittlerweile mit AI. Weil es einfach so viel schneller geht. Es geht so viel schneller. Ich habe halt keine Zeit, den Code selber zu schreiben. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich es machen, hätte ich Bock auch dazu. Aber ich will davon leben und dann ist halt eins der sauren Apfel, in die ich reinbeißen muss, ist, dass ich mir beim Code helfen muss. Einfach wegen Geschwindigkeit. So. Und wie soll man sagen? Es macht nicht so viel Bock. Es ist wirklich einfach, mit KI zu arbeiten, ist wie mit einem 10-Jährigen zu arbeiten. So. Es ist so, du erklärst Sachen
und dann macht er irgendwas und dann musst du das nachkontrollieren und dann musst du gucken, dass es wieder stimmt und dann macht er wieder Sachen. Und das ist ja eher Dreijährige, ja, manchmal eher Dreijährige, das stimmt. Und der ist bockig und der macht, was er Bock hat und der macht Sachen anders das nächste Mal und bla bla bla. Das Ding ist, ich bin im Gesamten trotzdem schneller, aber mir macht diese Arbeit, dem zu erklären, hey, das soll so sein, macht mir keinen Bock. Also es macht mir wirklich keinen Bock. Ich würde lieber den Code selber schreiben, aber das Ding ist, es ist halt so viel schneller, ne? Es ist so viel schneller. Und für mich ist es aber so, für mich ganz klar ist, ich benutze KI nur für Code, nur für technische Implementierung, alles andere will ich selber machen. Und genau, also Game Design, Grafik, Assets, all den ganzen Spaß, den mache ich selber. Da lasse ich mir überhaupt nicht reinfuschen von irgendeinem blöden Algorithmus, der mir dann den spaßigen Teil an Game Dev wegnimmt. Aber es war halt so eine Prio-Liste, wie schaffe ich es mit Games fertig zu werden? Und habe ich am wenigsten Prio für mich? Und am wenigsten Prio hat tatsächlich der Coding-Stuff. Das ist witzig, aber Coding ist das, wenn ich mir überlegen musste, Game Design abzugeben, das ist so für mich der heilige Gral. Niemals geh mir weg. Game Dev ist das, was ich machen will. Also Game Design in dem Sinn, da werde ich also der gebe ich nicht mal meine Ideen oder sowas. Also es gibt ja Leute, die dann sagen, hier, was hältst du von der Idee? Kein Stück, die kriegt gar nichts von mir. Das mache ich komplett selber. Bei den Assets mache ich alles selber. Das heißt 3D-Assets, 2D-Assets, das lasse ich mir auch nicht abnehmen. Ganze Balancing und so lasse ich KI auch nicht mitmachen. Kann mich mal sonst wo. Und das, was halt ganz unten auf der Liste, selbst Architektur und so, da lasse ich sie auch nicht mitmachen. Das probiere ich komplett alles selber zu machen. Aber halt die Implementierung davon, ja, es ist halt, wie es ist. Ne? Und Maestro, grüß dich, willkommen. Danke für den Follow. Dann benutze ich die falsche KI. Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus. Gerade sagen, Streams sind mehr Hirn und Game Stakeholder Talk. Ja, absolut. Das finde ich auch cool. Also mir macht der Stream so mehr Spaß. Über Game Design zu reden, über wo es hingeht, was der Projektstatus ist, was als nächstes kommt, was die letzten Playtests gemacht haben. Alles, ja. Man kann in unserer Chat, aus zufällig weiß ich, dass auch die KI Martin mobbt gerne. Ja. Aber ja, ohne KI könnte ich mein Projekt nicht machen. Ja, voll. Also genau, es ist ja immer so. Muss so ein bisschen. Ja. Und ja, es ist psychisch super anstrengend. Ja, es ist wirklich. Es ist so, ja. Meinst du, klar darfst du fragen. Ich halte mir mal offen, selber zu antworten oder nicht zu antworten, aber fragen darfst du alles, was du willst. Solange es fair ist und respektvoll ist. Alles immer super entspannt. Die nicht so respektvollen Sachen, die macht dann Tomate immer. Aber ja, Spaß. Wie lange ich KI benutze? Ich würde sagen, 4 Monate. Sowas in der Richtung wird es sein. 4 Monate, vielleicht 5 Monate, sowas in der Richtung. Also ich war ja lange gegen KI nutzen, habe das Game auch zum größten Teil ohne KI gemacht. Und dann irgendwann vor 4, 5 Monaten war es so, ey, mir geht die Zeit aus und ich haben so viele Leute gesagt, ich soll das ausprobieren. Dann habe ich es ausprobiert. Und seitdem bin ich halt so viel schneller mit der Implementierung. Genau. Und ich merke halt, dass ich längere Arbeitstage machen kann. Also dadurch, dass Coden so sehr aufs Hirn geht und so anstrengend ist, habe ich es halt weniger Stunden am Tag geschafft, am Spiel zu arbeiten. Das ist halt noch ein Side-Effekt. Und was ich nutze, ist hier Codex mit ChatGPT. Und das Modell, das neueste, ist, glaube ich, 5.6 Zoll heißt das, glaube ich, was ich da aktuell benutze. Genau. Ja. Das ist so meine KI-Erfahrung. Und ich habe wirklich auch nicht viel Erfahrung mit KI. Ich habe da jetzt ein bisschen mehr gelernt. Ich habe im Prinzip hat das Projekt jetzt sehr viele Files, wo halt die Architektur drin beschrieben ist, wo Verhalten der KI drin beschrieben ist und solche Sachen sind alles dazugekommen, musste ich aber auch alles erstmal ausprobieren und verstehen. Genau. Aber ich bin deutlich schneller. Also ich bin zwischenzeitlich für Aufgaben bin ich 10-mal so schnell, wie wenn ich das selber machen würde ich sagen. Ja. Merkt man auch einfach, wenn man die Commit-History, beziehungsweise ich mache ja jede Woche einen Playtest, wenn man sich anguckt, wie viel passiert bei den Playtests, ist es absurd. Das hätte ich vorher niemals alleine geschafft. Ich mache alle 2 Wochen, habe ich so krasse jede Woche habe ich so krasse Updates rausgehauen, die hätte ich sonst wahrscheinlich innerhalb von einem Monat geschafft oder so. Plus die ganze Background-Work, um noch, wie gesagt, die KI mit einzubauen, die jetzt sozusagen die Ingame-KI, die ist noch gar nicht released, sondern da wurschtel ich noch dran rum, das ist gerade noch eine Riesenbaustelle, aber ja.
Ja, das mit den Dreijährigen kenne ich von der Arbeit hier als Mod. Ich lese es einfach nicht weiter. Lams können halt nicht logisch denken. Nee, das stimmt. Rein gar nicht. Sie können nur raten, ja. Aber es reicht halt, wenn die Statistik groß genug ist, ne? Und es geht halt. Das ist, glaube ich, das, wovon man loslassen muss, wenn man also ich für mich loslassen musste, wenn ich mit KI arbeite, ist von der dogmatischen Sicht auf, wie Code zu schreiben ist, hin zu einer funktionalen Sicht. Das macht das, was es soll, es ist okay und dann reicht es auch wieder, ne? Aber das war am Anfang auch schwierig. Ich habe mich über jede Zeile Code aufgeregt. Das Problem ist, die überinterpretieren. So eine 3 konnte ich 4 bis 5 besser arbeiten, damals vom Jahr. Ach krass, ja, okay. Das Prompt hat sich verändert? Ja, das kann sein. Wie gesagt, ich habe da gar keine Ahnung von. Ich bräuchte eigentlich einen Taschenrechner. Ich gebe Befehle rein und es sollen nur Sachen kommen, nichts rechts und links. Ja, das ist halt schwierig, ne? Also es ist ja die Stärke und Schwäche gleichzeitig, dass das Ding dir Arbeit abnimmt, die du gar nicht wusstest, dass du sie hast und dass sie dir Arbeit abnimmt, die du wusstest, dass du sie hast, aber nicht haben will. Und die Unterscheidung dazwischen ist ja, okay, du benutzt die beste KI, die beste AI. Weiß ich nicht. Ja, also die ist auf jeden Fall, die ist schon potent, würde ich sagen. Die macht schon coole Sachen auch. Aber das Ding ist halt, gewisse Probleme sind halt einfach komplex. Und jetzt dieses KI entwickeln, also diese Strategie, für ein Strategiespiel eine KI zu entwickeln, das macht ja auch eine KI nicht. Also eine LLM macht das nicht einfach so, sondern das ist schon, da musst du richtig Hirnschmalz reinstecken, was das eigentlich sollen soll, wie das funktionieren soll, wie das performant werden soll. Das ist wirklich, würde ich sagen, jetzt in der Game Dev die schwierigste Challenge, die ich bis jetzt gemacht habe. Ist Strategie für dieses Game, also eine KI zu entwickeln, die dieses Spiel spielen kann. Aber ist geil, es macht auch Bock, muss ich ehrlich sagen. Es macht auch richtig Laune, ja. So, ja, okay. Ich hoffe, ich überlese jetzt nicht. Wenn Sachen super wichtig sind, die ich gerade wieder überlese, ich bin wieder zu langsam, sagt mir einfach nochmal Bescheid. Client oder App. Ich mach's mit der App, falls an mich die Frage ging. Genau. Die IDE Webbrowser verwendest du komplett anders. Framing anders. Ja, okay. Nee, ja. Richtig, ich bin Anfänger nach 2 Jahren. Es gibt keine IDE für wie man. Ah ja, okay. Naja, nicht jeder mag gern die ohrfeige Zufallsautomatenkontrolle über seinem. Ja, ja, das stimmt. Mit Sandbox geht das aber. Ja. Ja, KI ist ich verstehe, es ist so ein ganz eigenes Thema für sich. Es ist wirklich ein ganz eigenes Thema für sich. Weil es mixt halt Emotionen mit Logik, mit Identität. Das mixt so viele Dinge und es hat so viele negative, sorry, dass ich so sagen muss, es hat positive Use Cases und negative Seiteneffekte. Und die sind halt heftig und ich kann verstehen, dass das Thema, für mich persönlich ist es so ein ambivalentes Thema, weil, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, wir nutzen gar keine KI als Menschheit zusammen, brauchen wir nicht, haben wir nicht nötig. Das wäre mein Overall-Herangehensweise, dann hätte man ganz viele Probleme nicht. Da das nicht mehr möglich ist, weil es einfach schon existiert und fertig ist es irgendwie da einen Weg zu finden. Ja, aber es ist eine eigene Diskussion. Will ich jetzt auch nicht wieder zu breit treten. Hatten wir schon ein paar Mal hier. Ich hoffe, ich will niemanden nerven damit. Ich will mich selber nicht nerven damit. Aber es ist eine wilde Sache auf jeden Fall. An denen man kannst auch gleich manuell arbeiten und hast mehr Spaß und Kontrolle. Das, ja, ist es. Ich glaube, bleibt respektvoll miteinander, ne, im Chat. Genau. Also, ob du für Verbrauch zahlst oder einmalig im Monat, ja. Ja, es ist halt, ich glaube, ja. Es kostet halt auch, ne? Aber keine Ahnung. Bitte denkt dran, dass jeder auch wirklich unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht hat und haut euch nicht zu doll die Köpfe ein. So. Und es ist ja auch, wie gesagt, je nachdem, wie man es anwendet, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Was rauskommt, wie man es nutzen kann und so weiter und so fort.
So, 20 Euro mehr ist nicht, also Browser, die Überheblichkeit ohne Grund. Gebt euch die Hand, Leute. Gebt euch die Hand, seid nett miteinander. Ich glaube, ihr habt ein bisschen aneinander vorbeigeredet und uns den falschen Hals gekriegt. Aber wir wollen wirklich nett und fair miteinander bleiben. Auch wenn Tomate die ganze Zeit das Gegenteil mit mir macht. Lass uns am besten einfach mal das Thema KI für heute beenden. Ja, das machen wir. Das ist immer das Gleiche. Das KI-Thema ist lustig. Es haut immer voll rein. Tief gestartet. Geil, ich bin schuld, Leute. Sorry. Du bist immer nett zu mir. Eieieiei. Das, warte mal, dafür bräuchten wir mal eine Umfrage. Banheidewitzka, ja, voll. Voll. So, Leute, was machen wir jetzt? Ich habe Hunger vor allem. Eigentlich müsste ich kochen und es ist schon wieder spät. Ich glaube, ich sollte mir mal eine KI fürs Kochen besorgen. Da könnte ich sie gut gebrauchen, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. So, ich habe keinen Plan, Leute. Eigentlich. Martin, aus jetzt. Ja, ich bin ja schon ruhig. Sorry, ich höre schon auf. Ich weiß doch, ich kann. Es ist wie so, wenn man nicht an den Elefanten im Raum denken soll, denkt man an nichts anderes als den Elefanten im Raum. Du musst mit einem anderen sehr gut verstehen, den ich ebenfalls geblockt habe. Sowas brauche ich nicht. Leute, chillt. Chillt. Wir haben gesagt, keine KI mehr und irgendwann findet man irgendeinen Weg. So. Okay. Was machen wir jetzt? Haben wir noch was in der Tasche? Oder haben wir nichts mehr in der Tasche? Wir könnten jetzt... wollen wir das noch designen? Ich hätte ein bisschen Bock dazu. Und zwar meine Überlegung war, zumindest ist das nur ein bisschen eine, wie sagt man denn? Ob das sozusagen... Wir haben ein Ding. Und zwar, wir haben diese Villages, die Mercenary Villages und die, warte mal, ich mache das mal größer, dann sieht man das besser. Gameplay, Display, 80, 100%, so. Die haben im Prinzip, die kann man kaufen. Das heißt sozusagen, wir haben Mercenaries, die wir instant kaufen können, wenn wir draufdrücken. Bam. So. Und wir haben diese Trading Villages und die machen im Prinzip was Ähnliches. Wenn dann die Runde rum ist. Die erlauben uns, dass wir Karten kaufen. Das Problem ist jetzt gerade bei denen, dass wir... Ey, wir kommen da nicht durch. What the fuck? Was ist diese Änderung, die ich da gemacht habe? Shit. Oh mein Gott, Anni, ich glaube... Ich glaube, ich habe die Map kaputt gemacht. Ich habe die Map kaputt gemacht, indem ich die Türme geändert habe. Die Guard Towers haben jetzt +1 Verteidigung. Und hier sind auf jedem... sind hier Guard Towers drauf. Das heißt, das Ding ist die krasseste Festung, die bis jetzt in diesem Spiel existiert hat. Das heißt, wir können die gar nicht mehr direkt angreifen. Oh mein Gott. Wir können so Festungen bauen. Holy moly. Ja. Wie lange arbeitest du schon an dem Spiel? Jetzt seit genau einem Jahr. 16. August. Nee, nicht genau ein Jahr. 11 Monate. 16. August 2025. Das ist, genau. Es ist so krass, wie die Zeit verfliegt, Leute. Es ist so krass, wie die Zeit verfliegt. Ich habe gedacht, dass ich das in einem halben Jahr fertig kriege, als ich angefangen habe. Aber ich wusste auch, dass ich mich übernehme. Also es war nicht so blauäugig, sondern es war so, ey, shit, wir probieren das aus. Aber ja,
Dafür kennen wir dich langsam zu gut. Ja, das stimmt. Es passiert mir dauernd. Aber ich muss sagen, ich hatte noch bei keinem Game Dev Projekt so viel Spaß wie bei diesem. Von daher ist es. Und das Game, sorry, aber ich muss es einfach nochmal raushauen. Wenn man das Game zockt, es ist genau so, wie ich es haben wollte. Es macht so eine Laune beim Zocken. Es ist einfach leider geil. Muss man schon sagen. Also, klar, es ist jetzt vielleicht noch nicht so appealing und ich krieg's vielleicht auch nicht hin, dass, schauen wir mal, wie das alles mit Marketing wird und so. Aber das Game selber, vom Core-Gameplay und wie es aussieht und wie es sich anfühlt und so, ich bin genau da, wo ich hin wollte. Und das ist gerade für mich so viel Mehrwert, als ob ich einen Monat länger brauche oder keinen länger brauche. Also ist zumindest, ja, ist zumindest meine Herangehensweise. Knapp ein Jahr, ja, genau. Oh krass, mach gerade ein kleines Experiment, Code Runner in einem Monat fertig zu machen. Nur mit KI. Code Runner, was ist denn? Ah, Code Runner. Ist dein Game oder was, das du machst? So. Lass uns noch mal gucken. Also ich habe mal ein bisschen Guard Towers rausgenommen, weil die zu heftig waren. Ja, jetzt ist okay. Jetzt hat das hier 4 und das 3. Da sind wir wieder irgendwo bei einem machbaren Angriff, obwohl das auch noch heftig ist. Also 3, dann brauchst du 2 Speerträger und dann kriegst du das. Dann brauchst du, hoppala, das meinte ich nicht. Dann brauchst du hier einen Speerträger oder Speerträger und Bogenschützen. Und dann kannst du das angreifen. Das heißt, es ist fast unmöglich, dieses Ding im ersten Zug einzunehmen. Ja. Crazy, okay. Langsam wird mal eine Zeit für eine neue Idee. Jetzt, Losho, bring mich nicht auf. Ich könnte euch kurz zeigen, wie weit Pirate Idol ist, wenn du danach fragst. Scheiße. Aber das weiß keiner, dass ich gerade nebenbei an Pirate Idol auch noch gearbeitet habe. Das erzählen wir einfach niemandem. Das ist Wissen, das habt ihr nicht. Also mit LM-Sims erst Frühling und jetzt langsam damit. Und vor allem sind ja auch fast alle grafischen erst selbst gemacht. Und allerdings gekauft. Achso, ja, genau. Wenn das um mein geht, es sind eigentlich alles selber gemacht, außer der Code. Also, und der Ton ist auch gekauft, genau. Ja, danke. Bei meinem Spiel sind die Assets nicht so wichtig. Da sind Texturen, 3D-Modelle und alles ist kostenlos erreichbar, beziehungsweise kannst du ja schon mit KI 3D-Mesh erstellen. Animation und muss sagen, ist wirklich gut. Bin jetzt bei 900 Kosten, aber mal schauen, was es hier gibt. Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, das zu sehen, was es ergibt, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es uns Game Devs den Job klaut, wenn alles vollgehauen wird mit irgendwelchen KI-Spielen. Bin ich ganz ehrlich. Aber da sind wir schon wieder beim Thema. Halt, hold your horses. Stopp. Alle ganz ruhig machen. Wir reden hier nicht mehr über KI heute. Es reicht. Ich bin jetzt ruhig. Ich halte jetzt die Klappe. Mal gucken. Mal gucken, ob ich es schaffe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es ist der Horror. So. Ich weiß nicht, ob ich die Map kaputt gemacht habe. Wir müssen die wieder Probe zocken. Anni, du musst leider noch mal mitzocken. Wir müssen die einfach noch mal ausprobieren. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir ändern jetzt noch die Guard Towers. Ich will die noch updaten. Ja. Wie heißt das Game mit den Kanonen? Meinst du das Idle Game, was ich jetzt angefangen habe? Oder das? Oh, hat jemand einen Link geschickt? Wahrscheinlich hat jemand einen Link geschickt. Das müssen wir. Heinrich, kannst du das reparieren? Oder. Das war vor 2 Jahren oder so. Wieso erinnert ihr euch alle an dieses Game? Das ist ja Hammer. Ich glaube, ich muss an dem Game nochmal weiterarbeiten. Ich glaube, du hast einen Link geschickt, Maestro, oder? Sonst jetzt müsstest du wieder schreiben können. Nee, ich glaube, es hat dich niemand mit Absicht getimeoutet. Du weißt nur, dass. Okay. Du kannst gern KI weiter erwähnen, ist alles gut. Das ist alles gut. War, glaube ich, war nicht intended. Meiner Meinung nach zumindest nicht. Mit dem hast du einen Stream hier angefangen? Das ist tatsächlich das Piratenspiel. Das hieß Safe Haven.
Wurde ein Community-Verwarnung bekommen? KI-Thema ist vorbei? Keine Ahnung. Muss ich mal mit den Mods reden, ob das so gewesen ist. Kann ich dir alles ganz entspannt. Ach so, ist das Tomate? Wenn Tomate das macht, ist es Tomate. Der zählt nicht dazu. Nein, Spaß. Ach so, ich hatte einen KI-Timer, war eigentlich kein Konsens, war Thema durch. Ja, gut. Leute, alle mal locker bleiben. Wir müssen heute alle mal in... Es ist ja wild heute. Wir müssen noch üben. Es war eine Übung. Ja, wenn du Tomate die Möglichkeit gibst, den Hammer zu verwenden, dann wird er draufdrücken. Schluss mit dem Thema? Ja. Deine Ansagen gehen gerade ein bisschen hin und her. Ja, wir hören jetzt auf damit. Okay, Leute, also. Keine Bands und kein KI-Thema mehr. Ne? Machen wir. Mit dem hast du im Stream angefangen. Toll. Rote Knöpfe sind unwiderstehlich, die sind geil. Da muss man einfach raufhauen. Es ist einfach so. Alles halb so wild. Ja. So, warte mal. Du wolltest Safe Haven, haben wir. Du bist der Zweite mittlerweile, der innerhalb dieser Woche nach diesem Game fragt. So, wir machen jetzt zwei Sachen. Ich zeige euch ganz kurz das Game nochmal, Safe Haven, was du gemeint hast. Und dann bauen wir noch die Guard Tower um und dann ist heute Feierabend. Ich bin ja hier richtig ins Schwitzen gekommen heute. Das kenne ich normalerweise gar nicht. So. Du meinst das Game hier. Deswegen ist es offen. Ich habe es neulich erst gezeigt. Nee, du wolltest nur sticheln? Ah, okay, na dann. Weg mit dem Müll. Drück mal direkt auf Delete. Machen wir Blende auf. So. Da wollen wir, glaube ich, rein. So. Geilo. Wir haben diese Guardhouse und wir bräuchten mal Mucke, glaube ich. Mugge. So. Wir haben Guard Towers gesagt, ne? Habe ich die so genannt? Inner Outer Guard Tower. Okay. Ah, das ist. Oh mein Gott, da müssen wir wieder 2 Szenen davon machen. Das wird ja wieder Müll. Wir müssen 2 davon machen, weil im Prinzip wir unterschiedliche Assets verwenden, je nachdem, ob das sozusagen an der Grenze oder nicht an der Grenze steht. Können wir aber im Prinzip fast Copy-Pasta machen, das ist dann egal. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass die geil aussehen? Weil momentan, wenn wir ins Game reingucken, habe ich jetzt komplett zugemacht? Ja, habe ich. Dann sind die halt. So. Bam, bam. Haben wir. Wir wollen, dass die erkennbar sind, weil das ist ja genau das Thema, was ich vorher gemeint habe. Eigentlich wollen wir, dass das ganze Game readable ist, wenn es losgeht. Und hier sieht man jetzt halt keinen Unterschied. Man erkennt nicht, dass die Mauern, ob das normale Mauern sind oder verbessert oder ob Türme drauf sind, checkt man halt nicht, ne? Das heißt, wenn wir jetzt auf die andere Map gehen, die schon geupdatet ist, dann sieht das genau gleich aus. Gefühlt. Es ist nicht genau gleich, aber es sieht gefühlt gleich aus. Ja. So. Okay.
Wie kriegen wir das hin, dass, also ihr seht, der einzige Unterschied ist, dass das hier ein bisschen... Dass das ein bisschen... Sieht nicht mal besser oder mächtiger aus. Es sieht einfach döver aus. Das ist scheiße. Wie kriegen wir das hin? Das heißt, der müsste eigentlich größer sein. Das Problem ist, wenn die größer sind, die müssen fetter sein. Die müssen nicht höher sein. Die müssen einfach nur fetter sein. Weil, wenn die größer werden, dann überlappen die wieder zu doll. Die sollen einfach nur nach mächtiger aussehen. Machen wir sowas... Lass uns mal, ist es egal, was sind das? Sind das hier Inner- oder Outer Guardhouse? Das sind Inner Guardhouse, das sind Outer Guardhouse. Aber der Unterschied ist einfach nur, dass die Fraktionsfarbe angezeigt wird. Das heißt, wir ballern hier. Layout, bam. Es ist egal welche. Fangen wir mit denen an. Die Frage ist, ob wir die wirklich einfach nur skalieren in Z. So. Dann sehen die dann? Wir müssen es ausprobieren, ne? So. Start. Das heißt, ich muss das Game schon wieder neu starten. Lass uns mal Screenshots machen. So, ja. Ja, okay, man merkt halt trotzdem keinen großen Unterschied, ne? Ein bisschen sieht man es jetzt. Ist schon besser auf jeden Fall. Also, wir haben ja den Unterschied. Die oberen sozusagen die fetteren. Also hier sieht man es gut. Dass das hier anders ist als das. Aber es ist noch zu wenig auffällig, würde ich sagen. Also hier unten ist die alte Version mit dem Grauen sozusagen. Hier ist die neue Version. Ich finde, hier oben erkennt man es besser. Das hilft schon. Vielleicht können wir sie sogar noch einen Ticken dicker machen. Weil sozusagen hier, jetzt überlappt das so komisch. Sie noch fetter machen, wie sieht es dann aus? Ja, ist halt... Wird nicht automatisch geupdatet, oder? Nee, wird's nicht. Vor allen Dingen, wenn ich das jetzt skaliere, das ist wieder so ein Move, das könnte ich eigentlich in-game machen, ne? Das ist so... Das ist so unnötig, dass irgendwie, das kann man halt eigentlich auch Modelle. Aber wenn ich es jetzt halt fixe in Modell, dann brauche ich halt nachher nicht auf Skalierung die ganze Zeit achten. So. Jo. Das funktioniert schon besser. Ich würde es fast sogar noch ein... Nee, das ist schon okay, oder? Jetzt sieht es sogar wirklich besser aus. Das reicht sogar vielleicht sogar schon. Weil man erkennt ja jetzt relativ deutlich, dass das hier anders ist als das. Vielleicht müssen wir es sogar noch... Lass es uns mal noch einen Ticken breiter machen. Die Sache ist bloß, wir haben ein Problem, dass wenn jetzt hier drüben auch eins gebaut ist mit Guard-Towern, dann glitschen die so ineinander. Ah, das ist halt uncool, oder? Vielleicht ist es auch egal. Wollen wir es mal ganz kurz machen? Schaffen wir das? Ah, das sind eh die falschen an der Stelle, von daher ist es egal. Und hier sieht es halt ein bisschen doof aus.
Weil diese... Wie heißen die denn? Ich weiß gar nicht, was das ist. Wie so Verstärkungen, dass die halt hier unten raus gucken. Es sieht, wenn man weit wegzoomt, ist egal. Es ist egal, ne? Ist nicht so wichtig. Vielleicht, wenn man es... Die will ich jetzt eigentlich nicht ändern. Die will ich eigentlich jetzt nicht ändern. Das ist schon okay. Das ist schon okay. So, ändern wir noch was an den Guard Towers selber. Wollen wir den... Ich finde es eigentlich cool, dass sie oben drauf Platz haben. Weil jetzt, wo sie größer sind, macht das mit dem Platz auch mehr Sinn. Vielleicht müssen wir es wirklich noch ein minimales Tickchen größer machen. Einfach nur, damit es vorn an der Stelle diesen komischen weißen Streifen nicht gibt. Bei denen gibt es jetzt gerade. Könnten wir auch neu positionieren, aber da bin ich gerade... Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir es einfach skalieren. Bing! Jo, Tim! So, ich muss jetzt gleich mal Mittagessen kochen. Ist schon wieder so spät. Die Broken City. Ist das dann eigentlich deine Stadt, Tim? Wahrscheinlich. Oh, Hexstrategie Game Dev in Godot und auf Deutsch. Lorna. Moin, moin, moin. Grüß dich. Hello. Ja, machen wir tatsächlich hier. Wir machen ein Hex Strategy Game. Ein Fast-Paced 4X Game, würde ich sagen. Was so innerhalb von einer Stunde kannst du das zocken. Halbe Stunde bis Stunde, je nach Map und je nachdem, wie viele Mitspieler. Und es gibt ganz schön auf die Mütze. Also es ist, baust halt im Prinzip dein kleines Königreich aus und dann probierst du, die anderen Paläste einzunehmen und das Spiel zu gewinnen. Das heißt, du kämpfst die ganze Zeit um die Map und baust deine Wirtschaft aus und probierst wertvolle Ressourcen zu bekommen, um dann eine größere, bessere Armee zu haben und die richtige Position zu bekommen, um den anderen ihren Palast einzureißen. Das ist so. Das ist die Game Loop. Du hast halt hier diese Karten, siehst du gerade nicht, weil ich davor sitze. Bam. Und mit den Karten machst du halt Aktionen auf die Map. Also du kannst hier neue Gebiete einnehmen mit den Servants zum Beispiel. Oder du kannst hier Einheiten ausbilden, kostet auch ein Servant. Das sind sozusagen so deine Aktionen. Und das ist jetzt ein ziemlich spezielles Gebäude hier gerade. Das ist sowas wie ein Mercenary Camp, Mercenary Dorf. Du kannst halt für Geld dann Einheiten kaufen. Und kannst sie dann schön deinem Gegner. Wir wollen jetzt nicht gewinnen, weil ich kurz noch eine Runde. Ah, doch, kommen wir mal an, das ist egal. Siehst du halt sozusagen, wo die Einheiten dann Kampfkraft hinprojizieren. Und wenn du stärker bist als der Gegner, dann fangen die an zu wackeln. Und wenn die wackeln, also contested sind, und du dann nochmal stärker bist als der Gegner, dann gehören sie dir. So funktioniert im Prinzip der Kampf. Ja, und du hast halt hier so ganz viele unterschiedliche Ressourcen. Also hier zum Beispiel sind so Pferde oder Hunde. Und du kannst dann immer andere Gebäude drauf bauen. Dann kriegst du halt andere Karten dadurch. Hast dann andere Einheiten. Genau. Oder es ist ziemlich... Ja. Klingt cool. Und das ist Multiplayer und rundenbasiert. Es ist Multiplayer und rundenbasiert, genau. Also es machen immer pro Runde, machen immer alle Leute ihre Aktion. Alle ihre Aktionen und sobald alle fertig sind mit ihrer Runde, also die passieren gleichzeitig, sobald alle fertig sind, drücken dann alle End-Turn und dann wird alles gleichzeitig aufgedeckt. Das heißt sozusagen, du spielst immer gleichzeitig und dann, wenn die Runde vorbei ist, wird gezeigt, was passiert ist auf der ganzen Map. Und dann geht die nächste Runde los. Ja, genau. Also wir haben schon Multiplayer-Tests, laufen schon. Also jede Woche mittwochs zocken wir 19 Uhr abends immer, wenn du Bock hast mitzumachen, auf dem Discord. Genau, da spielen wir immer die neuesten Updates, weil ich probiere jede Woche ein Update rauszubringen. Oder ich nicht nur, ich bringe jede Woche ein Update raus. Genau, und jetzt sind wir gerade am Singleplayer dran. Tutorial gibt's schon. Brauchen wir noch einen... jetzt brauchen wir noch eine KI. Das ist gerade das größte Problem noch. Die sinnvoll das Spiel spielt, ja. Ist das dein erstes Spiel? Sieht ziemlich ambitioniert aus dafür. Oder hast du schon mal vorher was released? Also fertig released habe ich noch nichts, nee. Das ist mein erstes Game. Ja. Ich mache eigentlich fast alles auch selber. Also Sound habe ich eingekauft.
Und beim Coding benutze ich seit neuestens auch eine KI, die mich unterstützt. Haben wir heute schon lange darüber geredet. Müssen wir nicht wieder das Thema aufmachen. Aber alles andere mache ich komplett selber. Also Assets und Modelle und Game Design und den ganzen Spaß. Ich habe halt sehr viel Prototypen vorher gemacht und ich habe so hobbymäßig Brettspiele auch schon ein bisschen entwickelt. Und ja, deswegen habe ich so ein bisschen Erfahrung, aber ich habe nie was zu Ende gemacht. Und ich komme halt aus der. Also beruflich habe ich vorher, jetzt bin ich ja beruflich Game Dev, aber vorher habe ich beruflich Software entwickelt, beziehungsweise Projektmanagement und Firmenführung und so einen Quatsch gemacht. Discord join ich sehr gern. Ja, voll geil. Voll geil. Nice. Also wir brauchen immer wieder neue Playtester, einfach um zu gucken. Unglaublich, zwing nicht die Nummer deiner alten Eltern herauszusuchen. Ich werde es tun. Es tut mir leid, ich habe das Thema nicht wieder aufgemacht. Ich bin jetzt ruhig. Also Leute, wenn ich jetzt einmal noch das Wort nochmal in dieses Thema reingehe, dann dürft ihr mich bannen. So, wir haben jetzt gewonnen, weil die Runden abgelaufen ist. Ich möchte ein Elopant sein. Ja. Genau. Eigentlich wollten wir was ganz anderes gerade gucken. Wir wollen eigentlich gucken gerade, wie die Türme aussehen. Aber ich finde, also das wäre die alte Version in Grau hier. Das ist die Version ohne Türme und das ist die Version jetzt mit den Türmen. Ich finde, auf den ersten Blick, sobald man es weiß, erkennt man den Unterschied. Jetzt sieht man sofort, dass es fette Mauern sind, mit fetten Türmen. Und ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut. Ja. Dein Streamer-Bann? Technisch schwierig. Ja, wir tun einfach so, als ob es möglich wäre. Wir stellen uns ja hier viel vor und wir sind viel Fantasie. Also wir stellen uns einfach vor, wenn ich einen Fehler mache, dann könnt ihr mich streamen. Könnt ihr mich bannen. Der Tomate hat es schon mehrfach versucht. Ja, da musst du Heinrich mal den Bannhammer gehen. Der kriegt das vielleicht besser hin. Also Leute, ich finde, das ist so viel besser zu lesen. Es ist noch ein bisschen schwierig, weil, wenn man rauszoomt, dann sieht das hier sehr ähnlich aus wie das hier. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie wir es noch eindeutiger hinbekommen. Wie lange arbeite ich schon am Projekt? Seit dem August 2026 und es ist jetzt Fulltime und ich habe insgesamt. Habe ich gerade das Ding offen? Ich glaube, es sind 1700 Stunden. Das ist jetzt gerade der. Ich habe es gerade nicht offen. Definiere Arbeiten. Jetzt hier, frech. Nicht 26, 25 meine ich. Ja, Entschuldigung, genau. Also jetzt ein knappes Jahr. Nicht die ganze Zeit Fulltime, aber jetzt Fulltime, genau. Und ungefähr 1600, 1700 Stunden sind es gerade. Ich track eigentlich alles. Heute habe ich es irgendwie vergessen anzumachen. Trage ich aber noch nach. Einfach weil ich es super wichtig finde, die Zeit zu wissen. Ja. Als Admin auf einem Minecraft-Server habe ich schon mal einen Owner gebannt. Ich habe mir meinen Job gemacht. Er hat Spieler geärgert. Klar war er schneller wieder da, aber ja, nun ja, ich habe nur meine Arbeit gemacht. Voll. Immer diese Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ja, hier kann ich halt wirklich nicht gebannt werden. Ich kann hier machen, was ich will. Ich kann hier. Er fand es übrigens nicht lustig, kann ich verstehen. Ich fände es ein bisschen lustig. Ich fände es ein bisschen witzig, wenn Tomate mich bannen würde und das funktionieren würde. Ich wüsste bloß noch nicht, ob dann der Stream endet oder ob ich einfach nichts mehr im Chat schreiben darf. Die Frage ist, kriegen wir deinen Kanal gebannt? Oh mein Gott, das ist die falsche Richtung, Losho. Da drüben ist die Tür, ne? Sehr cool zu sehen. Ich bin auch circa seit einem Jahr am entwickeln und bin inzwischen am 12. unfertigen Prototyp. Lorna, es ist exakt meine Reise. Ich glaube, da sind wir sehr ähnlich. Ich hab es so nötig, Prototypen zu machen. Hab dann auch super viele unterschiedliche Prototypen gemacht. Für mich ist dieses, ich muss das machen. Und dann irgendwann war so dieses, ich will jetzt ein Game fertig machen. Dann habe ich die falschen Kriterien genommen
Dann habe ich Projekte probiert oder ein Projekt fertig zu machen. Shapeyard heißt es, gibt es auch auf Steam. Also ist nicht fertig auf Steam, aber die Wishlist gibt's. Und habe dann sozusagen in einem Genre, einfach nur damit es klein ist, probiert, das fertig zu machen. Es hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht am Ende. Und dann war so okay, ich muss nochmal ausprobieren, was ich eigentlich wirklich gern für Games machen will. Und dann habe ich nochmal einen anderen Prototypen gemacht und dann habe ich diesen Prototypen hier angefangen, habe gesagt, der ist eigentlich viel zu groß vom Umfang, der ist eigentlich viel zu schwierig oder zeittechnisch vom Scope halt einfach nicht drin. Und der hat mir so Bock gemacht, dass ich so viel schneller war, so viel näher ans Ziel gekommen bin, dass ich gesagt habe, fuck it, ich mache das Ding zu Ende. Und ich habe so viel Spaß dran. Und das ist aber erst dieses Prototypen aufhören zu machen, habe ich erst sozusagen aufhören können, als ich den richtigen Prototypen hatte. Und das habe ich nur rausgefunden, indem ich ziemlich genau mir aufgeschrieben habe, warum ich die anderen Prototypen nicht weitermachen will und warum ich denke, dass der neue Prototyp besser das ist, was ich eigentlich machen will oder was mir bei den anderen gefehlt hat. Und das hat mir dann geholfen, drauf zu kommen, dass ich ein Genre machen muss, was mir taugt, mit einem Spiel, was ich gern selber spiele. Genau. Ja. Falsches Fenster vor. Noch da hinten. Okay. Sissel, moin. Moin, grüß dich. Ich hoffe, du hast einen guten Tag. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Bei uns ist heute wild. Maestro. Geil, das muss es sein. Das Sticheln finde ich gut. Leute, wer jetzt nicht keinen Timeout geben. Sowas darf man machen. Nicht überreden. Alle ganz ruhig. Heinrich und Tomate, bitte beide Hände hoch. Bleibt locker. Geil. Ich find's ja so cool. Ich find's so geil, Leute. Es macht richtig Bock zu streamen. Es macht richtig Bock. Es ist witzig. Halt, stopp! Dies ist eine Razzia. Und dies ist ein Rage-Bait. Ach, geil. Oh mein Gott. Maestro probiert ernsthaft, die Mods zu Rage-Baiten. Ich find's ja lustig. Leute, ey. So, aber dann machen wir das jetzt noch, ne? Dann machen wir die Türme noch. So. So. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach. Das ist, glaube ich, eine gute Iteration für die Türme, dass man die besser erkennen kann. Und wir können es ja immer noch mal ändern. Das heißt, bam, bam. So. Es muss nicht perfekt sein. Ich glaube, das reicht so. Wir können es jetzt kopieren, die Farbe ändern, dann haben wir genau dieselbe Größe. Ist aber am Ende scheißegal. So, dann tun wir die beiden mal exportieren. Bin mir noch nicht sicher, ob diese, wie nennt man das? Sind das Zinnen? Ich weiß nicht. Ja, es sind Zinnen. Battlements ist, glaube ich, Zinne. Ob die mir so hier fallen? Nutzt du auch Chat-Style? Ja, ich nutze auch Chat-Style. Vom guten alten Props. Der gute alte Props. Kann mal jemand ganz kurz was schreiben, der einen Dings hat, eine Krone auf hat, also der Subscriber ist? Ich will kurz was sehen. Ah, okay. Ja, danke euch. Dann ist es, wir haben hier die, sollen wir die mit anmachen? Weil in dem Intro- und Outro-Screen sieht man tatsächlich die Badges. Aber hier sieht man die nicht im Chat. Interessiert euch das? Wollt ihr die Badges sehen? Wollt ihr die Kronen sehen? Oder ist euch das völlig egal? Weil das könnte man auch ändern. Neulich ist wir haben ja gestern diese Kronen gemacht, vorgestern. Und mir ist nur aufgefallen, dass wir die im Chat gar nicht zeigen. Aber vielleicht interessiert das auch niemanden. Ist das eben, die ich mit KI mache? Nee, da brauche ich keine KI. So. Sieht besser aus, sieht schlechter aus. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, es funktioniert nicht bei der neutralen Farbe. Lass uns mal selber welche bauen. Lass uns mal irgendwo... Guck mal, wir können um das Dorf drumherum mal welche bauen. Ich muss kurz aussehen, wie es mit der Spielerfarbe aussieht. Das Problem ist jetzt tatsächlich,
das mit dem Braun funktioniert, aber sobald es grau wird, grau vermittelt ja immer zwischen den Farben, sieht das blurry aus, weil es zu viel Details hat. Es ist einfach zu detailliert. Das Leben ist mit so Kronen besser. Oder fragt die KI. Ray, wie ist dein Tag? Ich hoffe, es ist alles entspannt. Es ist... Was brauchen wir denn jetzt? Brauchen wir Werkzeug dafür? Oh mein Gott, muss ich jetzt hier eine Schmiede hinbauen, damit ich das Ding bauen kann. Die sind schon abartig teuer, ne? Das ist schon wild. Also, diese mit 12 Gold, 28 Stein. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand gebaut hat in dem Game. Vielleicht müssen wir das von den Preisen auch noch ein bisschen runternehmen. Weil das ist halt ultra late Game. Ich mag mein Krönchen. Stimmt, hier sind ja neue Kronen. Ja, ja, es hat jeder jetzt. Wir haben die am Dienstag gemacht. Die Krippe nervt gerade. Da nur ein bisschen rum. Oh shit, ja, gute Besserung dir. Die Krippe ist so nervig. Krank sein so anstrengend. Also es geht mit den Farben tatsächlich. Was mir nicht gefällt, ist trotzdem, dass es zu filigran ist. Es ist einfach zu filigran. Shit, müssen wir doch ein anderes Modell basteln? Sollen wir sie fett machen? Im Sinne von, dass sie doch durchgängig sind und dann... Ich weiß nicht, ob man sie dann noch unterscheiden kann, weil dann sind sie einfach nur größer als die anderen. Warum sieht das so aus? Oh mein Gott, habe ich das wirklich so gemacht? Ich habe ja übelst den Murks. Das ist ja total das bescheuerte Modell eigentlich für das Game. Weil wir haben sozusagen, wir haben eine Reling und dann haben wir oben auf der Reling drauf nochmal dieser Mauer nochmal eine kleinere und dadurch sieht das so extrem filigran aus. Das heißt, wahrscheinlich reicht es auch, wenn wir das ganze Ding nicht so überdetailliert machen. Das heißt, wir müssten hier... Oh, shit. Bam, bam, bam. Ich glaube, der leichteste Weg ist, wenn wir das einfach kurz mal einmal runterreißen, ne? Was sagen, wir nehmen hier... Wir nehmen hier eigentlich den ganzen Teil runter. Warte mal, das will mal aber anders. Das müssen wir kurz mal... Oh, warte mal, Taste. Jetzt. Das hier wollte ich. Weiß immer nicht, welche das ist. So, und dann wollen wir genau die plus die da unten. Ja. Das löschen wir alles. Alle Edges weg. Ja, okay, vielleicht nicht alle. Können wir es rückgängig machen? Ja. Hier wollen wir noch haben. Ach, die gibt es gar nicht. Na, dann müssen wir doch alle Edges wegmachen. Ist weg. Dann basteln wir das so wieder zusammen. Da müssen wir... Ah, ist so wieder so derselbe Verlauf. Und dann können wir hier oben einfach den Stuff wieder draufsetzen. So. Ach so, jetzt. Jo. Hattest Lorna. Du hattest gesagt, du hast 12 Prototypen gemacht. Was mich interessieren würde, ist, hast du alle Prototypen in dieselbe Richtung gemacht? Oder hast du unterschiedliche Richtungen ausprobiert? Also von Genre und Scope und so. Weil das fand ich auf jeden Fall, war auch so ein Ding. Zu kapieren, dass man eigentlich gerade die ganze Zeit dasselbe Ding iteriert. Das klingt so negativ, aber dass man eigentlich immer wieder dasselbe probiert. Anni wieder da, moin. Und Mistigan ist auch wieder da, moin. Mistigan, wir haben dein Game gezockt. Wir haben dein Game gezockt. Du hast, wenn du in den Bot reinguckst, kriegst du Feedback. Falls dich das interessiert und du das haben möchtest. So, wir wollen jetzt, dass das hier aber abgerundet ist. Und wir wollen, dass es nach hinten... Wollen wir, dass es nach hinten offen ist? Wir können sogar noch mehr nach vorn Facing machen. Wenn wir die Seiten hier nehmen.
Und das im Prinzip hier lang verschieben. Ja, das könnte cool aussehen. Das könnte cool aussehen. So. Aber dann liest man... Ja, ich glaube, das passt. Schaust du dir an? Nice, geil. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also grundsätzlich coole Richtung vom Game. Weil ich nicht genau weiß, an welchem Stadium du warst, konnte ich natürlich nur so grob ein bisschen Sachen reinwerfen, die mir aufgefallen sind. Also ich habe ja keine Ahnung, ob du jetzt gerade am Polishen bist oder ob das erstmal ein erster Gameplay-Prototyp ist und Sachen sich noch verändern sollen. Ich habe einfach mal so ein bisschen ins Blaue geschossen mit meinem Feedback. Ich hoffe, es hilft. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Das checke ich schon wieder nicht. Kennt sich jemand mit Blender aus? Ich hatte das schon mal. Warum ich hier, wenn ich das hier mache, die andere Richtung bekomme. Also warum kreuzt sich das so? Links funktioniert und rechts macht es voll... Ist das, weil habe ich hier zufällig mehrere Vertices? Merge Center? Nö. Habe ich hier irgendwie die falsche Ausrichtung? Das checke ich noch. Ja, okay, jetzt checke ich es selber. Das heißt, die müssen im Prinzip... What? Das wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich nur die zwei und dann F3 Recalculate Outside. So, und jetzt funktioniert es besser. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Die alle und dann aber nicht. What? Das hier weg, das hier weg. Das hier weg? Ne, das ist nicht weg. Das hier weg. Haben wir. Ist das... Es sieht zu filigran aus, oder? Das müssen wir mal noch... Müssen wir mal kurz die Farbe draufhauen, dann sehen wir das. Bam. Bam. Das muss alles da runter. Wir haben halt hier sozusagen, wir haben zwei Ecken. Also das seht ihr gar nicht, weil ich davor sitze. Wir haben beim Color-Palette sozusagen habe ich zweimal die Spielerfarbe. Spielerfarbe ist halt Magenta, weil ich das replace. Das eine leuchtet, das andere leuchtet nicht. Und das Leuchten ist halt gerade wichtig für die Stellen, die visuell gut lesbar sein sollen. Und ich habe halt für alle Grenzmarkierungen so ein kleines Leuchten mit reingemacht. Das sieht man im Game kaum, aber es hilft halt, maximal, um dann im Spiel sozusagen wirklich die Farben so hervorzuheben, dass der Spieler halt sieht, wo die Grenze verläuft. Das sind manchmal so kleine, subtile Sachen, aber es hilft maximal. So, die Frage ist, wollen wir das so machen oder wollen wir hier so eine Kante noch einmal? Ich glaube, dann sieht es besser aus, ne? Weil jetzt haben wir das Problem nicht mehr, dass es von oben zu filigran aussieht. Weil es dicker ist, außer dass, wie gesagt, hier die Kante gefällt mir nicht. Das heißt, wir wollen da eine Kante reinmachen. Das heißt, wir haben hier... Wie mache ich das am Schluss? Mache ich hier einfach einen Cut, ziehe das vor? Wird das einfachste sein, ne? Ich bin mir ja immer nicht sicher, was mein vieles Rumgekatte so anrichtet, weil ich einfach wild durch die Gegend cutte. Wahrscheinlich ist es immer Horror für die Leute, die das sehen, wie das... Könnt ihr ganz kurz weggucken? Ich bin mir nicht sicher, ob man das so machen sollte. Guckt einfach weg. Ich mache das jetzt so und danach haben wir... Dann sieht es wenigstens so aus, wie wir wollen, aber wahrscheinlich ist es wieder ein absolut der falsche Weg, das zu tun. Werden wir dann sehen. Werden wir sehen, ob sich jemand beschwert. Das wollen wir nicht. So, bam. Tazaro. Danke für dein Follow. So. Bam. Achso, das wollen wir nicht. So, das. Und dann ziehen wir das auch einfach hier vor. Und jetzt sollte das so richtig nice. Jupp. Da wollte ich hin. Geilo. Das Einzige, was wir noch machen können, ist, wir können einfach so tun, ob wir einfach dieses Eingesetzte hier weglassen. Das kann sein. Also weniger ist ja bekanntlich immer mehr. Und es kann sein, dass das hier besser aussieht. Und es sieht besser aus. Es sieht besser aus. Jetzt müssen wir nur noch hinten die Kante abrunden, damit die nicht so scharfkantig ist. Aber können wir hier einfach dann Merge by Distance machen? Two Vertices. Okay, dann müssen wir das anders machen. Weil das Ding hier ist jetzt immer noch...
Kann man das dann und das so hier machen? Falsche Richtung. So rum. Ja, okay, haben wir. Bam. Merge by Distance. Ja, sind weg. Okay, geil. So. Ähnliches Spielprinzip in verschiedenen Variationen. Habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, was ich machen will. Aber als Erstprojekt ist ziemlich massiv. Okay. Bin wiederholt an Unity Collision, Pathfinding und Co. gescheitert. Jedes Mal was draus gelernt und neu angefangen. Mal mit, mal ohne KI. Ah ja, geil. Ja, aber es klingt nach einem guten Weg. Hast du überlegt, mal abzuspecken? Zu sagen, nimmst nur ein Element raus? Weil was ich gemacht habe bei dem Game hier, ist das allererste, was ich getan habe, ist mir nur Gedanken um die Core-Mechanik zu machen. Und das war, ich habe Karten und spiele die auf eine Map. Und das war im Prinzip beim Deckler, das war der erste Prototyp, den ich gemacht habe. Weil ich einfach diese Karten hier, da unten sieht man das, und dann kannst du die irgendwo hinspielen und du kriegst halt gezeigt, wo du das platzieren kannst, und dann kannst du einfach Land einnehmen und dadurch hast du im Prinzip die Karte einnehmen können. Und was ich ausprobieren wollte, ist nur eine Core-Mechanik. Das merkt man jetzt halt bei dem Game auch. Es gibt immer noch eigentlich nur, du spielst eigentlich immer nur Karten. Und dann halt darauf aufgebaut und das verändert und überlegt, wie das besser wird und mehr wird. Und dann halt sehr früh in Playtesting reingegangen. Nur so, als wenn du da, was ich glaube ich probieren würde an deiner Stelle, ist zu überlegen, was ist der Kern, das Einzige, was du brauchst, bevor du all den anderen Kram anfängst, was Spaß macht sozusagen. Das hat mir extrem geholfen. Wirklich zu fokussieren auf eine Core-Mechanik und dann, ja, ist, wie gesagt, das ist das Game hier, was man hier sieht. Dann ist es in 2D und dann ist es halt immer komplexer geworden. Und immer weiter und habe halt sehr früh einfach die ganze Zeit immer mit Playtests probiert zu gucken, ob das Spaß macht, die Core-Mechanik Spaß macht und ob die Erweiterung Spaß macht. Und dann ist halt irgendwann aus diesem 2D, habe ich dann 3D-Prototypen gebastelt und habe halt eigentlich immer nur Iterationen gemacht. Das ist die ganze Zeit. Und dann ist irgendwann in Richtung 3D gegangen. Das waren auch noch Prototypen. Das war die erste Grafik, die ich selber gemacht habe. Oder die ersten Assets, die ich sozusagen selber gemacht habe in 3D. Und ja. Ja, genau. Und dann irgendwann war das Game halt in 3D und hier habe ich dann irgendwann aufgehört, den Devlog weiterzuführen. Ich äume. Auch hier habe ich ein bisschen was geschrieben wieder. Ja. Moin Julia, grüß dich. Hello, hello, hello. Mach am Innenteil noch 2 Cuts. Mach am Innenteil noch 2 Cuts. Warte mal. Innenteil 2 Cuts. Oh, muss ich mir, glaube ich, besser beschreiben. Um das Engon loszuwerden, dann ist es die Topologie halbwegs sauber. Hier meinst du bei dem? Ah, ja, okay. I see. Du meinst, dass das kein... I see. Du willst hier Knife Tool. Entweder gerade, dann hätten wir wieder ein Vierecke und Vierecke sind okay, haben wir gesagt, ne? Oder wir machen es hier hin. Ja, wir machen es hier hin. Ja. Sowas kannst du auch. Weiß ich gerade nicht genau, was du das beziehst. Und ob das positiv oder negativ gemeint ist. Spannend zu sehen. Kann man deinen Devlog nachlesen? Ist das nur für intern? Das ist nur für mich. Ich müsste den mal irgendwo öffentlich reinhauen. Vielleicht fange ich an, den auf dem Discord zu veröffentlichen. Und so nach und nach einfach. Dann habe ich auch einen Grund, den zu schreiben. Danke, Tom, ne? Und schön, dass du da bist. Nee, das Blendern, das kann ich nicht, Julia. Ich mach's. Da ist ein Unterschied. Ich mach das, aber ich kann es nicht. Das ist, muss man klar unterscheiden. Ich würde sagen, es kommen Modelle raus am Ende, aber wenn ich mit jemandem rede, der das wirklich kann, dann wirst du sehr sehen, dass ich es nicht kann. Aber es ist, wie soll ich sagen? Dinge machen ist wichtiger als Dinge können. Das ist meine Philosophie. Es geht mehr darum, dass man Dinge tut. So, das hier müssen wir ändern. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch behaupten, also es kommt halt ein Game drauf raus gerade, was konsistent in sich ist. Und das ist ja das Wichtige, ne? Also es kommt was bei raus, was in sich geschlossen funktioniert und ein Spielerlebnis bietet. Und von daher bin ich happy. So. Lassen wir das so? Ja, ich glaube, wir können das so lassen. Das Einzige, was off ist, wir haben normalerweise niemals
ohne eine Kante einen Übergang von einer zur anderen Farbe. Das ist im gesamten Game, glaube ich, das erste Mal, dass ich das mache. Das stimmt nicht. Wir haben bei den Tieren und bei den Einheiten gibt es das auch. Das heißt, wollen wir das hier so lassen oder wollen wir das nicht so lassen? Die zwei müssen eigentlich, glaube ich, da oben rein, ne? Ja, jetzt sieht es wieder richtig aus. So, dann sieht es ordentlich aus. Also ich könnte das nicht, habe es immer wieder versucht. Ja, ich bin, also einfach probieren, immer weiter und vielleicht Tutorials. Und ich habe so viel Lego und so Sachen gespielt und ich habe eine Industriemechaniker-Ausbildung, habe auch als Industriemechaniker gearbeitet, also technische Zeichnungen und so gemacht. Dieses 3D-Vorstellungsvermögen habe ich schon irgendwie, deswegen es ist eher bei mir das Ästhetische, was auch fehlt. Ja. Moin, Exile, das Können kommt auch dann, wenn man es gemacht hat. Ja, das stimmt. Das sieht man ja deinem 2D. Du findest meine 2D-Sachen wirklich gut, ne? Das finde ich lustig. Ich sehe da immer noch keinen großen Unterschied zu den Sachen, die ich früher gemacht habe. Aber ich nehme es einfach als Kompliment. Es gibt Leute, die seit 10 bis 15 Jahren blendern und noch immer dazu lernen. Blender ist so umfangreich. Das stimmt, ja. Das stimmt. Es macht halt auch einfach Bock, ne? Das macht halt auch einfach Bock. Und das ändert sich ja dauernd, ja. Allein durch Versionen oder Add-ons. Ja, und man kann ja du kannst halt Blender, kannst deine ganze Lebenszeit reinstecken und du wirst immer noch was lernen, glaube ich. Also Exile wird ja auch ein Lied davon singen können, dass man immer wieder, dass man selbst als Profi neue Sachen lernt. Denke ich zumindest. Oder berichtige mich bitte. Aber, genau. Wollen wir hier noch eine Kante haben? Also was cool wäre, lass uns das mal probieren, wie das aussieht. Ich habe eine Idee. Terra, moin, grüß dich, hallo, 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 willkommen. Wir machen gerade für das Game, machen wir die Guard Towers. Wir haben sozusagen hier so Mauer-Upgrades. Also das ist das Spiel, was ich bastel. Und du hast diese Mauern, die du immer weiter aufbauen kannst und immer mehr upgraden kannst. Und du hast hier diese Türme. Das sind diese Dinger hier, die dann auf der Mauer auch gebaut werden. Und die sehen gerade noch nicht so aus, dass man die gut erkennt, wenn man rauszoomt. Weil es ist bei dem Spiel wichtig, dass man die Unterschiede gut erkennen kann. Und wir probieren gerade, dass die ordentlich aussehen. Was ich gerade überlege, ist, ob wir hier noch so einen kleinen Überhang reinmachen bei den Türmen. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, es ist völlig okay, so wie es ist. Ich glaube, wir können die so jetzt raushauen. Ich glaube, es ist okay. Ja. Fast Prototyping? Ja, das probieren wir ja voll. Was soll das eigentlich sein? Jetzt siehst du? Das beantwortet deine Frage, ob ich das kann oder nicht. Was soll das eigentlich sein? Man sieht's, wenn es im Game ist, sieht man es besser. Also wir müssen den einmal exportieren und dann müssen wir den einmal kopieren. Weil das mache ich jetzt nicht noch ein zweites Mal. Gehen wir hier rein, Guard Tower, bam, Abfahrt, rüber, rein kopieren. Haben wir jetzt irgendwo falschen kopiert? Ich habe wahrscheinlich wieder falschen kopiert. Ist das der hier jetzt? Ja, das ist der. Raus damit. Warte mal. Da checke ich immer noch nicht, wie das Kopieren sinnvoll funktioniert. Wenn ich die beiden jetzt wegmache, ist der übrig, ja. Und den will ich jetzt aber nicht da unten haben, sondern den will ich ja... Kann ich den nicht extruden? Nee. Kann ich den hier hochziehen? Selber. So, Guard Tower. Outer haben wir, Inner brauchen wir, ne? So. Ist das jetzt der... Ne, jetzt habe ich den Inner Guard Tower gemacht und wir brauchen den Outer. Oh mein Gott, habe ich es jetzt genau falsch schon gemacht? Ist auch egal. Wir hauen das da rein. So. Was ist der Unterschied? Der Outer Guard Tower hat die Spielerfarbe, der Inner Guard Tower nicht. Das heißt, das Ding können wir weghauen. Und der Inner Guard Tower ist sozusagen im Landesinneren und da soll ja keine Grenze gezeigt werden. Deswegen können wir hier einfach hingehen und den einfach braun machen, was Grenze wäre. Das ist so ein bisschen der Trick. Das heißt, jetzt weiß ich bloß gerade nicht, welche Farbe ich verwendet habe dafür. Ich die hier verwendet? Ich hoffe. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Sieht cool aus. Danke. Ja, es ist ein Fast-Pace-Strategiespiel. Also Fast-Pace 4X. Was man gemütlich mit entweder ist, man soll es in Zukunft alleine spielen können. Jetzt gerade geht es im Multiplayer. Dass man mit seinen Freunden in einer Stunde abends oder einer halben Stunde eine Runde zocken kann. Und ja, es geht ganz schön ab. Also man haut sich da... Man baut erst sein Königreich auf und dann haut man sich ordentlich auf die Mütze. Das ist so ein bisschen die Game Loop.
Und du hast dafür halt Karten, die du spielen kannst und Modifier, die du placen kannst und Einheiten, die du placest und Gebäude, die du baust. Und das geht relativ... Also das Spielgefühl ist relativ schnell. Es ist halt ein Turn-Based-Game. Wenn man das mag, dann ist man da genau richtig. Also wenn du so Civilization oder Ozymandias oder Siedler von Katan hat auch ein bisschen die Vibes davon. Wenn du solche Games magst, dann ist das Game genau richtig. So, haben wir. Reloaden den Spaß. Gucken wir uns das mal an. Ah, Leute, ey. Wenn das so weitergeht, dann habe ich bald blaue Haare. Wisst ihr das eigentlich? Das ist ein bisschen schlimm. Was passiert hier gerade? Warum lädt er so lang? Manchmal lädt er so lange, ich check's noch nicht. Das check ich noch nicht, woran die Ladezeit festgemacht ist. Oder halt anders wissen hat, was man selbst nicht hat. Ja. Achso, es gibt immer wen, wer mehr weiß, ja, wo man sich noch nicht abstellen kann. Und anderes Wissen, ja, ja, voll, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. So, dann Broken City. Und jetzt sollte das ordentlich aussehen. Mein Workflow macht eigentlich nur für mich Sinn, weil ich körperliche Einschränkungen habe, durch die ich ziemlich zeitlich und schmerztechnisch limitiert bin. Ach, krass, ja. Kann überhaupt erst zu entwickeln über Excel als Idee. Ah, okay. Wenn man andere oder mehr Probleme hat, wird man einfach erfinderischer. Ja, auf jeden Fall. Es muss ja jeder immer zu seinen Fähigkeiten oder zu seinem Skillset das einsetzt. Oh Leute, es sieht so viel besser aus. Jetzt sieht es auch von weiter weg besser aus. Jetzt ist es nicht mehr so viel auf Informationen auf einer Fläche. Also ich zeige euch, was ich meine. Wir haben jetzt zwei unterschiedliche. Wir haben die erste Version. Bilder. Warte mal, was Bilder? Die alte Version. Hat das jetzt hingeschmissen? War ich irgendwie das Standard? Hier, das ist die alte Version. Aber wo hat das den neuen Screenshot hingeworfen? Warum ist der hier nicht dabei? Wind? Check ich gerade nicht. Ja, anyway. Ach so, weil ich es von weiter weg gemacht habe. Ja, ich bin so. Blind auf die Augen. So, das ist die neue Version. So, alte Version, neue Version. Und da liest sich das doch viel besser. Also das sieht so viel eindeutiger aus. Und wenn man rangezoomt ist, sieht man es sowieso. Weit weggezoomt. Ja, das ist auch okay. Jetzt müssen wir uns nur angucken, wie das aussieht, wenn man als Spieler das Ding bastelt. Das ist noch das letzte. Not macht erfinderisch? Absolut. Ich glaube, es ist nicht nur das, sondern ich glaube, eins der Dinge, was Kreativität angeht und Erfinderreichtum es ist so wichtig, sich zu limitieren. Achso, wir brauchen wieder eine Schmiede, das habe ich ganz vergessen. Es ist so wichtig, sich zu limitieren, damit man in dem Bereich kreativ wird und sich sozusagen Leitplanken zu setzen, ist was man unbedingt machen wollte, gerade bei der Spieleentwicklung auch, weil du sonst halt überall hingehen kannst, in jede Richtung, in jede Idee, in jede Unterkategorie und du wirst halt nie fertig, weil du immer deinen Kopf. Also bei mir ist es so, wenn ich mir keinen Rahmen gebe, in dem ich das machen will, renne ich halt einfach auf die nächste Wiese, weil es drüben könnte es ja schöner sein. Und wenn man halt sich die Sachen limitiert, dann probiert man mit dem, was man hat, was Gutes draus zu machen. Und das ist, glaube ich, richtig gut. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Es ist so viel besser geworden, als ich gedacht hätte. Jetzt sieht das richtig wie so eine kleine Festung aus. Geil. Leute, das war richtig gut. Blau ist mühsam, das wäscht sich so schnell wieder raus. Hält voll nicht lange. What? Shit, Julia, ich komme nicht mit. Ich komme nicht mit. Dann ist ja gut, die Entstehung des Themas war ein Witz. Ach so. Okay. Jetzt, Leute, ich kann 5 Minuten weiter gedacht und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Es ging um die Haare, ich bin so doof. Ja, es ist gut, dass es blau ist, ja. Ich bin der volle Pilo, ey. Oh Mann. Wie lange arbeitet sie? Du kannst du sagen.
Du kannst gern du sagen. Ich arbeite da seit August 2026 dran. Also 11 Monate. Moin, Rennsemmel, grüß dich. Hello, hello, hello. Eine Semmel und dann noch in Schnelle. Ich grüße dich, jo. Kannst du auch, Martin, nicht doch noch mehr limitieren? Was bleibt denn noch übrig? Bin stolz auf dich. Das, yes, Tomate verwendet alles gegen mich. Leute, ich glaube, es ist nice. Ich glaube, es ist richtig gut. Ich glaube, mir gefällt das. Weil jetzt, wenn man rauszoomt, erkennt man den Unterschied. Also es ist ein bisschen schwierig, aber es ist okay dafür, wenn man das Game kennt. Weil das hier sind im Prinzip, das sind die normalen Türme, das sind die normalen Mauern und das sind die Guard Towers. Und es reicht aber aus. Der Unterschied ist halt einfach, dass diese Guard Towers, die sind halt nochmal eins stärker und projizieren um sich drum herum Verteidigung, was diese anderen Türme nicht, was die normalen Mauern nicht machen. Obwohl ich jetzt gerade sehe, gibt ja eigentlich der gibt ja gar keine Standardverteidigung. Doch, gibt er. Doch, gibt er. Hier ist nur so viel drauf, weil noch das Village mit drin ist. Okay, got it, got it, got it. Du sagst, deine Haare werden blau? Ja, ja, die werden blau. Leider werden die blau, sobald da eine 750 steht. Dann komme ich da nicht mehr drum rum. Aber es wird noch ein paar Wochen dauern, denke ich. Es wird hoffentlich noch ein Monatchen oder 2 dauern. Ja. Voll. Damn. Okay. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, dein Damn, aber ich gehe mal davon aus, dass es eher positiv ist. Leute folgen. Wie, du weißt. Das weißt du doch, Tomate. Du wusstest doch, dass das so ist. Brauchst doch jetzt nicht so tun, als ob du das nicht wusstest. Das ist. Ihr könnt es wieder quatschen bei 54. Oh Mann. Ich sag dir nie was. Ich dachte, du bist. Tomate. Ich dachte, du bist informiert. Ich dachte, du bist informiert, aber anscheinend ist das an dir vorbeigegangen. So, jetzt müssen wir noch was müssen wir noch ausprobieren. Und zwar müssen wir müssen da ein paar Einheiten draufstellen. Weil es gibt ja immer noch das Problem. Das weiß ich noch nicht, wie ich das lösen soll. Wenn wir halt Einheiten platzieren. Ja, das ist halt so ein Ding. Aber vielleicht ist es okay, dass es die Einheit sozusagen über die Mauer rausragt. Und wenn wir jetzt hier Schilder. Ja, das ist schon okay. Man kann halt sozusagen Ausrüstung, also Karten kann man auf die Einheiten spielen oder auf die Gebäude spielen, also so Ausrüstungsgegenstände. Dadurch werden die halt stärker oder verändern sich. Das sind halt so, du kannst halt jede Karte im Prinzip so einsetzen, wie hier oben diese Symbole sind. Also das sind so Tags. Das heißt, diese Rüstung kann man verwenden, um die zum Beispiel Gebäude zu verstärken. Und diesen Hund, weil der ja auch diese Rüstung hat, kann man halt auch nutzen, um Einheiten oder Gebäude zu verstärken. Also kann man bei den Schildern auch. So. Ja, den Hund müssen wir unbedingt noch umdesignen. Der muss sitzen oder so. Diese stehenden Hunde, die gehen halt jedes Mal durch die anderen Modifier durch. Ja. Ja, aber an sich, genau, der Hund muss noch verändert werden. Das muss man auf jeden Fall noch machen. Ja, geilo. Geilo. Also wenn der Satz schon anfängt mit ich dachte, Tomate. Du weißt doch, wie das Leben ist. So, Leute, aber ich krieg Hunger, ich muss jetzt Feierabend machen. Jetzt reicht's. Für heute reicht's. Da bleibt eigentlich nur noch was übrig. Ab zum Coder 2K. Ja, machen wir. Machen wir schon ewig nicht mehr. Ist was für mich mit, hab auch Hunger und bin zu fett. Oh Mann, das klingt doof. Ich mache jetzt eine fette Kartoffelsuppe, glaube ich. Hab Bock drauf. Obwohl das im Sommer, Kartoffelsuppe. Müssen wir mal gucken. So, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Leute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, haut auf den Wishlist-Button. Einmal mache ich hier. Einmal die Werbeansage. Wenn ich Wishlist schreiben könnte. So. Warte mal, nee, nur die Leute, die noch nicht gewishlistet haben. Okay. Nee. Was hast du jetzt für ein Announcement?
Willkommen bei Frag Freunde für Follow Festival. What the fuck ist jetzt? Wie läuft's? Ihr fragt einen Freund oder zwingt ihn, hierher zu folgen. Wer die meisten Freunde überredet, der gewinnt einen tollen Preis. Martin kommt zu euch nach Hause und baut irgendwas eurer Wahl auf. Was? Du redest so ein. Das ist so. Leute, echt. Passt auf, wen ihr zum Mod macht. Es gibt Fehler im Leben. Es gibt Fehler im Leben, die begangen wurden. Kartoffelsuppe, die müsste eh weg. Nur knapp ein bisschen Brühe. Warum nicht? Geil. Ich mach das. Das mache ich. So, Leute. Wen können wir raiden? Coda 2K ist online. Wir haben ewig lange den Coda nicht mehr geradet. Aber der war immer nicht online, wenn ich online war. So. Raid starten. Abfahrt. Leute, guten Hunger, einen geilen Tag euch. Ich wünsche euch auch einen geilen Tag. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Follows. Danke fürs Diskutieren. Und wenn ihr Bock habt, wir sehen uns am Dienstag, wenn ich glaube, dass heute Donnerstag ist. Das wird schon alles, ne? Macht euch ein schönes Wochenende. Und bis dahin. Ciao, ciao.